Hey, Boys and Girls, herzlich willkommen zum wunderbaren neuen Livestream. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Diese Frage stellte mir Elon Musk nach einem langen Abendessen in einem elenden Fischrestaurant in Silicon Valley. Alter, wirklich. Ich hab wieder so viele Memes auf TikTok, ja, come on. Wir nehmen das einfach als Streamtitel. Was soll's? Zeichenlimit hat nicht gereicht, ja. Ich bin bei 135 von 40 Zeichen. Ich konnte nicht mal Silicon Valley hinschreiben. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Jeder weiß, was gemeint ist. Ich hoffe, ich kann so lange viel auf YouTube nehmen. Wir haben es 15 Uhr nicht mehr. Nee, ich hab so lange gequatscht. Wir haben es 15 Uhr weiter, ja. Eigentlich wollte ich früher anfangen. Also ich war fertig, 57 hat so, und so, wie schreibt man Elon Musk? Oder habe ich so Google und jetzt ist alles draußen so dreigepackt, also, egal, wie sind wir da? Wir spielen Stanley Parable ist es ja nicht, ne? Doch, es ist Stanley Parable Ultra Deluxe, ja. Ich gucke mal, bis jetzt hat noch keiner heute angerufen auf am Diensthandy. Ich hoffe, das bleibt auch so und wir können ein bisschen entspannter heute spielen, ja. Gestern mussten wir ja deutlich früher los, ja. Oh Mann, ey. Aber ich hoffe, das wird heute nicht der Fall sein. Wir werden sehen, wir werden am 29.05.2022, das ist ein Sonntag, ja, morgen geht's wieder los mit Arbeiten. Juhu. Und wir haben es 15 Uhr immer noch. Hab ich nicht mit der Mütte gequatscht, das kenne ich ja gar nicht. Ich habe das Spiel gestartet und es hat die Uhrzeit, er hat wieder nach Uhrzeit gefragt, warum immer AM, PM? Gut, okay, ist aber auch auf Englisch der Ton, also von dem her, ne? Und dann warte eine Sekunde und dann stand er da, dass ich klicke und dann kann ich dir kurz was sagen, bevor wir loslegen. Dann denke ich so, okay, das könnte vielleicht funny werden. Lass uns den Stream schon mal ab diesem Punkt starten, weil I don't know, was jetzt hier passiert, ja? Ich weiß es nämlich nicht, ja? Würde ich sagen, klicken wir einfach und sehen, was uns erwarten wird, oder? Basically. Danke, dass du die Uhrzeit beide Mal eingestellt hast, nachdem du das Spiel gestartet hast. Wow! Wow, danke, ja! Bitte, ja! Bitte! Viele nehmen diesen Schritt nicht ernst. Sie belassen die Uhrzeit einfach bei 12. Und lass es gut sein. Aber du machst dir tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen. Und ich weiß es zu schätzen. Ja, ist es jetzt wichtig oder ist es jetzt nicht wichtig? Ich weiß es nicht. So weiß ich, dass dir die Erfahrung wichtig ist. Dass dir diese Erfahrung wichtig ist. Du bist aufmerksam. Ich kann gar nicht wissen, ob die von dir eingestellte Zeit korrekt sind. Oh, was? Kann er nicht? Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Da du so kooperativ warst, kannst du beim nächsten Spielstart, wenn du diesen Bildschirm siehst, einfach deine Lieblingszeit einstellen. Was ist denn meine Lieblingszeit? I don't know. Mach nur. Nimm einfach eine Uhrzeit, die du willst. Selbst wenn es nicht die richtige Zeit ist. Du hast es dir verdient. Oh, danke. Mensch, danke. Das ist aber nett von dir, ja? Alles klar, ich lass dich jetzt mal weiterspielen. What the fuck? Hä? I don't know. Hat er jetzt irgendwo gesaved? Haben wir nie ein Save von erreicht? Ich weiß es nicht, ne? Weil einfach das steht Spiel gibt. This is the story of a man. Willkommen zurück. Ende das Spiel und startet nochmal neu. Okay, wir starten da, aber das war okay. Psst, Stanley, Ich verstehe. Also wir starten immer am Ende des Tages. Okay. Ich verstehe. Starten immer im Büro. Ist sozusagen mal ein Safe-Point, aber Ladebildschirm ist da. Speichern wir. Nee, stimmt nicht. Wenn man Ladebildschirm ist, dann speichern wir nicht. Immer wenn wir in den Raum da starten, wieder aufwachen. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Yep. I call it the memory zone. The memory zone. All my favorite memories, so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Es geht halt nicht weiter. Wir sind zwar weitergelaufen, glaube ich, ne? You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was? In die Richtung ging's gar nicht eigentlich, ne? Das kennen wir alles schon. Oder wir haben es nicht gesehen, aber der Berg war da nicht so. I don't know. Back then,
It all meant something. Oh, schade. Ich wurde zu bang. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. Weil das dieses Roboterbild da unten. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every Ich hab Hunger, aber diese Kekse sind einfach kacke, aber ich esse die trotzdem irgendwie rein. Und ja, mit Keksen schmecken wirklich kacke. Ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. Naja. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. Ich finde, der Erzähler ist ein bisschen zu laut, ne? This is the story of a man named... This is the story of a... Besser. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? Ja, The besser. game was perfect. Ist nicht mehr zu laut. Weil sonst ist er einfach lauter als meine Stimme. Ja, das macht... Nee. It just needed to be left alone. To spend the rest of time... Vor allem, wie viele Lampen einfach hier drin hängen halt, ne? Loved video game memories. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. Da haben die guten Steam-Review-Container. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam. Oh Gott, no. The online video Das ist so game britisch-englisch-mäßig, oder? I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. Oh. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Mhm. Hier sind wir jetzt beide. Hier muss wir ja los. Ja, gucken wir mal, was uns hier wartet. Kannst du so reden? Wir können aber nicht. Es ist immer wieder, dass man nicht springen kann. Der Jump Circle, der war toll. Da konnte wenigstens springen, ja. Aber hier, nee. Alter, wie viel Steam-Review-Container haben die denn? Hier ist noch ein Transporter. Noch mehr Steam-Reviews. Oh, ja. Oh. Da hat jemand wieder Schicht bewertet. Schon 2 schlechte Wertungen. Oi. Schade, kommen wir nicht rein. Hier ist noch alles geblurrt, außer das... Oh. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley, I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. Like a failure. Ach, Quatsch. People down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Was? Also war schon cool damals gewesen. So damals, wie lange ist das her? 2 Jahre? 1 Jahr? Ja, ich habe es schon hier gespielt, glaube ich. Ja, doch, klar. Aber noch im alten Arbeitszimmer.
Okay. Wow. Ah, da geht's weiter. Hier wird irgendwas gebaut. Hier so ein paar Baustrahler. Oh, oh, da ist noch ein Kommentar. Da kommt nicht mehr hoch. What's this one got to say? Aber eine negativ. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. Oh, what the That's fuck? Today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Okay. Ah! Ah, Skip-Button für seine langatmigen, langweiligen Dialoge. Da ist wieder eine komische Rolle mit dem Seil drauf. Und diese ganz normale Büro-Szene hier, Szenerie. Die Deckenlampen mit dem Teppich. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you. What? Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. Gucken wir, wie es jetzt ist, okay. Go off on a thoughtless display of self-absorption. It's right at your fingertips to go poof, and it's all. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the Zeit ist amount of time the vergangen. button has Oh! been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes. It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on. Ja, laber ruhig. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. 12 Stunden. I don't know why Ach, the ich hoffe, es ist scenes are drin. getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's Oh, completely gone. stimmt. Fuck. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times, and there's no door. Ja, ist ja okay. Das ist Lab kaputt gegangen mittlerweile. You and the Oh. button, and if you keep pressing it, I have no idea what will Okay. happen. I have no idea how long I'll be made to sit here, and more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it, and I have to believe. I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, you're going to press the button. Ja, wie verkehrt über den Knopf drücken. You're back. You're back. Was? Oh my goodness. I have someone to talk to. Das ist einfach ein Lab kaputt. Stanley, I think it's been a week. Oh, what? Or 2 weeks. I've been Oh, sitting shit. here all that time, just sitting here, not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a Okay. vessel through which my Du hast words kleine were Probleme, moving. Junge, Alter. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the Wir sind gut story. drin, None in of den Kopf that zu matters laufen. anymore. I'll give it all up. I'll give up. Ja. Oh. Oh. Erzähler? Hello, it's Oh. you. You're here again. Welcome. Oh. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track. Wo ist stehen geblieben? Yeah. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Ein Jahr? Describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt Verstehe. nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of... Ja. Erzählerboy? Er ist dead?
der Raumer, der blickt noch. Das ist ein gutes Zeichen. Oh. Oh. Ja. Rauchmelder, ich weiß, aber... Die Uhr ist an der Wand gefallen. Ah, dieses Pieps ist schon echt ekelhaft. Okay, ja, wir skippen mal die Zeit hier. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? Wo redest du wieder? They gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. Ja. Wenn der Topf noch umkippt, ich glaube, wenn er umkippt, wäre komisch. Das könnte noch. Oh, es tropft. Irgendwo leckt es. Oh, hier. Keine Ahnung. Ich glaube, man sieht es nicht mehr dunkel. Ich glaube, ist doch gar nicht animiert, man muss ja ein bisschen Sound. Okay. The end is never the end, 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 is never the end. Jetzt tropft es mehr. Okay, Erzähler. Ja. Ist schon okay, wir gehen dafür weiter. Oh, fuck. Wir sollten vielleicht mal, einen Handwerker holen. Ich glaube, der Dach ist undicht. Oh, fuck. Oh, fuck, das ist nicht gut. Oh, fuck. Oh, was ist hier passiert? Oh, shit. Oh, shit. Das Wasser hat ein bisschen die Betonbrüche gemacht, würde ich sagen. Aber es ist da oben gar nichts. Hi, kein Life is Strange. Treff, du hast lange Zeit nicht da. Du hast eine Menge gespielt. Du verpasst eine Menge? Was haben wir gespielt? Was haben wir gespielt? Hobby. Hobby haben wir durchgespielt und jetzt sind wir hier. Ne, ich wollte ein bisschen Pause zwischen den Life is Strange Sterne haben. Gerät erzählt er wieder. Oh, es ist Licht draußen. Was ist passiert hier? Die Rohre sind weggegammelt. Oh, fuck, ey. Oh, je. Oh, jetzt sind Pflanzen hier drin. Oh, das ist toll. Das ist schön. Da sind Bäume gewachsen. Ich dachte, da war Wasser. Wo ist richtig noch mehr ein hier? Mal gucken. Ah, okay. Ja, und jetzt kommt das. Oh. Das ist alles wieder zu Asche geworden. Alles. Was ist passiert? Oh je, Mine. Oh je, Mine. Was ist. Danach wahrscheinlich wieder Life is Strange mal gucken. Es wird nicht besser, oder? Komische Sounds. So, ist es alles dunkel? Ist es einfach die Sonne weg? Okay, wir drücken lieber scharf Knopf. Oh, what the fuck? War das bitte passiert? Der Knopf ist umgekippt. Einfach eine Wüste. Ich möchte doch wieder gerne den Knopf drücken, den Skip-Button. Please let me press the Skip-Button. Ist einfach eine Wüste, Alter. Der ganze Raum. Der erste Wasserstand ist einfach auf dem Trockenen. So, hier ist es eingestürzt. So, guckt es euch an. Aber wir dürfen nicht aufs Dach auf. Okay, verstehe. Sieht einfach in einer Wüste aus nix. Da ist am Rand ein paar Berge, aber wie viele Jahrtausende sind wir voran? So, aber hier standen mal irgendwelche. Hier standen Container, hier waren Gebäude gebaut. Ist alles weg, einfach alles trockene Wüste, ja. Der See ist verdunstet.
Okay. Verdunstet. What the heck? All of his co-workers were gone. What could Wir it sind mean? wieder im Büro. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a Ist memo. der neue Content da? Oh. New Content, also der neue Content. Ah! Hahaha! Was ist das für ein Game? Das ist The Stanley Parable, heißt es. Und das haben wir damals schon gespielt. Und das ist so, wir spielen einen Mann namens Stanley. Und der arbeitet im Büro. Und der hat eine Aufgabe, da kommen mal so Aufgaben auf seinem Bildschirm auf. Er soll jetzt Y drücken für 3 Millisekunden. Dann drückt er Y für 3 Millisekunden. Dann soll er B drücken für 35 Millisekunden. Und ist den ganzen Tag da und drückt irgendwelche Buchstaben. Und das ist Stanleys Job. Und er ist glücklich und er hat seine Frau. Und er geht jeden Tag arbeiten und ist glücklich. Und drückt immer seine Buchstaben. Und irgendwann kommen einfach keine Buchstaben mehr. Wir gehen auf die Suche durch das Büro rauszufinden, was ist los? Warum kriegen wir keine Aufträge? Wo sind die Leute? Und wir sind hier. Und irgendwie ist es keiner hier. Und es ist der neue Teil davon, ja. Und die machen ein bisschen Jokes über den alten Teil und bla und so Steam-Reviews sind eingebaut. Es ist relativ funny. Und der Erzähler begleitet uns hier doch echt schon ganz gut durch. Und das ist der neue Content. Oh. Oh, was hast du Spannendes für mich zu zeigen? Wir fahren hier mit dem Lift hier. Ja, weiß ich nicht, wo es da lang geht, aber wir fahren hier mal lang. Mein Röhre ist irgendwie grün geworden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber... Wird schon gut sein. Guck, was der neue Content, was sich hier geändert hat. Ich bin gespannt. Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out. Die Ultra Deluxe Version war sehr langweilig, das stimmt. Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Liegt es auch sogar. I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable. Oh, 2! Omnibus 2! Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover. Gutes Ikea-Regal. Entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Testing through prints at the same time. Oh, nice. Stanley Parable 2. Hier ist ein Empfang, hier steht eine Aktentasche. Toll. Oh, ein Baby der zweite auf dem Wasserspender, immer gut. 427. Das ist unsere Nummer von unserem Büro. Ah, the end is never the end again. Inventors Showcase. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2. Einfach ein Screenshot. Statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Die machen einfach Witze über ihr eigenes Game. Das ist schon ziemlich funny. Just two of us. Okay, das soll für eigentlich kacke sein. Viel Beton hier, viel Glas. Ja, sehr modernes Büro von so einem Indie-Entwicklerstudio, ja. Sieht sehr modern aus. Überall ist die 2 drin zu sehen, ey. 2 Doors, hahaha. Einfach irgendwelche Google Docs hier. Ach so, eine PowerPoint. Oh. 2 Pflanzen, 2 Gehirnhälften. Ja, 2 ist besser. Immer, natürlich, ja. 2 Arbeiter. Oh, ja, ne? I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's Gute Frage. take a look at some of the features I've been developing for it. I figure
that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical. Oh, roter Teppich! Lass uns auf den roten Teppich laufen. Oh, New Content. Den New Content Bus, ja? Ja, lass mal Fotos von uns. Ja, bitte, bitte Fotos. Crazy, crazy. Krasser Bus. Kein Essen, wichtig, ja? Dann lass es mal hier hochgehen. In den VIP-Bereich muss hier VIP, damit es nach roten Teppich hochgeht. Ich dachte, hier gar nicht nochmal eine große 2 raufgeschrieben. Da bin ich ja. Ach, da ist die große 2. Ich hab die schon vermisst. So wenig 2 in den letzten paar Szenen hatte. Oh Mann, das kann nicht sein. What? Die neuen Features. Oh, es gibt Merch. Right, da oben ist ein QR-Code, ne? Wo führt uns dieser QR-Code hin? Ich bin interessiert. Wird es einfach ein Rickroll werden? Funktioniert dieser QR-Code? Ah! TheStanleyParable2.com. Die haben eine eigene fucking Webseite gebaut? Als ob. Ja, als ob. Das ist funny. Das ist. Ich habe ein eigenes Video. Alter, die haben. Was zum Fick, Alter. Was gibt's hier? Was? Resources Bucket? Okay. Please no screenshots. Oh, okay, ja. Unendliches Loch. Bürokratie. Was? Bürodekoration. Meine Fresse. Das Stanley Parable. Beruhigungseimer. Und Beruhigungseimer klingt gut. Was haben wir noch zur Auswahl? Der Knopf neben den Namen des Spielers. Den Namen des Spielers nennt. Der das Spiel spielt. Oh, nimmt man Namen? Was? Oh, da will ich hin. Das klingt, ne? The button that says the name of the player that is playing the game. That's new. Wahrscheinlich wieder einfach Stanley sagen. Surprise. Was ist das hier? Sprungkreis, unendliches Loch. Ja. Einfach. Please no screen. Crazy hier, ja. Erstmal natürlich einen Screenshot gemacht über Steam. Nee, lass das bitte offiziell. Ich will den Knopf sehen. Oh, nein! I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they Here, want name to be today. individually recognized and Ja, validated as da bin ich dabei. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Ja. Road to the perfect button. Der Weg zum perfekten Button. Zu groß, zu klein. Genau richtig. Ja, war okay, crazy Weg auf jeden Fall, ja. War ein crazy Weg. Hier ist noch eine fette Couch. Okay, ist auch ein Office so mäßig so, ne? Und noch einer. Oh, crazy. Oh. Sorry, Jim. I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. What? But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Fühl mich schon sehr viel Jim. falling Was? in love and being heartbroken as Jim, seizing what? all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply?
Are you really, truly Jim right Ja, now? ja. If so, then please step forward and press the button. Jim. Krass. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Richtig crazy, ja. Richtig crazy. Jim. Oh, da war noch krasser. Ich fühle mich so angesprochen, ja. Und das ist alle. Auf jeden Fall war Geld wert. Der Jim-Button, ja. Der Jim-Button ist der Beste eigentlich, ja. Also ich will nochmal. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim. Ich möchte den Jim-Knopf wieder haben. Oh, scheiße, ich will den Jim-Knopf wieder haben. Der war so toll. Ich habe mich so angesprochen gefühlt von dem Geld. Endlich wissen Sie meinen Namen, ja. Ich werde hier persönlich Geld in diesem Spiel. Also ich meine, Jim, Alter. Natürlich. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. What the fuck? Da stand vorhin noch was anderes, ja? The button that says Jim. Ja. Genau so. That's new. Wait a minute. Wo kommen wir hin? An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Ja, klar. Yes, it would go Epilog ist again. immer sehr funny. Well, we'll figure that out later. Okay. Ich habe Angst. Ich Füße? Ich habe Füße gesehen. Ich weiß nicht, ob ich Angst haben muss. Der Typ dreht sich. Dass wir irgendeine Bereiche gehen, wo wir nicht mehr zurückkommen und dann alles nicht mehr erkunden können. Deswegen versuche ich ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Gratis Erfolg! Einstellungen Weltmeister. Oh, no. Gehen wir doch da hoch, ne? Sad. Okay. Gratis Erfolg. Für easy new achievements. Was? Neue Achievements? Ja, da bin ich dabei. Immer. Okay. We get right now. Pull the lever, zieh den Hebel, receive your achievement. No, steps more. Zieh den Hebel, kriegt der Achievement, keine weiteren Steppe. Es funktioniert. Kriegt der Achievement jetzt. Nur also. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay. Krank. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. What? Right now, the achievement is still fully Wie ist immer noch kaputt? But I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously Was für ein Kack? Gamers, we hear you, and I promise Hallo? it will happen. Ich möchte ein Achievement haben. Fuck, ey. Ich habe ein früher Achievement gefreut. So ein Scam. Kann ich bitte wieder zurück? Bitte nicht zumachen, danke. Geh noch mal raus hier. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt nach vorne und gucken erstmal vorne, weil hier sind noch alles sehr groß, ja. Jump Circle. Wir haben keine Sprünge mehr frei. Lass uns hier vorne rein erkunden. Denke mit weiter. Weil das ist doch sehr groß. Na, Screenshots, ja. Wir gehen erstmal zum, wie nennen sie ihn? Zum Stanley Parable Beruhigungseimer. Dann gehen wir mal zum Beruhigungseimer. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those wo ist der Eimer? Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. Okay. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. Okay. See, Stanley,
Anytime you're holding the bucket, a sense of calm Oh, oh, and oh, ease will oh, fill oh, your oh, mind oh, and your oh, heart. oh, It's true. ja. As long as you hold on to the bucket, Oh. the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps So even cool. comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Na, Can you okay, imagine what a natürlich, pain in ja. the ass that would be? Ja, Yes, natürlich, ja. the bucket is the perfect Ja, ja, solution. natürlich, ja. Come on, Verstehe ich. give it a try. Oh, wir dürfen den Eimer anfassen, Alter. Oh. Warum lachst du? Ich hab einen Can you Eimer. feel it? The glow Nee. of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. Ah, And in der fact, Henkel wackelt can sogar. I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on and on. Ja, don't ja. they? All this and more await you in the Stanley Parable too. Was? Wir haben einen kostenlosen Eimer. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? Mhm. That really should be an award if it isn't already. Oh ja. 3:44 Uhr? Keine Ahnung. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. Mhm. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration. Oh, like oh. balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Werde wieder gesund. Happy 12, also schönen 12. Geburtstag. Ich gehe kurz erstmal, mache das. Wird wieder gesund. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Ah, come Happy on! 12th birthday, step-niece it is. So ein Troll, Alter! Maybe I should have gone with... No, I've made my decision. We're moving on. Ach, nö! Come now. You've already Ah, made your choice. It's okay. true that you chose badly. But Nein, we ich all hab have nicht. to move on from our mistakes. Scheiße, ey. Einer hängt doch hier unten. Hätte doch die besseren Lebenszauber. Ich finde die doof. Okay. Wir haben einen krassen Eimer hier. Wo geht's denn hier lang? Aha. Und Schwimm, Opening. Infinite. Ah, unendliche Tiefe. Okay, ja. Mhm. Ah, okay, also funktioniert das unendliche Loch. Ich verstehe. Ja. So ist das aufgebaut, ja. Ich verstehe. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Aber ich glaube, wenn wir drin sind, dann werden wir nie. Das ist das Ende von der Passage. Deswegen gehen wir lieber nicht hin, weil ich glaube nicht, dass wir nochmal rauskommen können, wenn wir einmal in das Loch rein. Ich will erst zum Springkreis gehen. Haben wir noch Sprünge wieder neue oder so? You know what? Let's bring the jump circle back. Yes! To Stanley Yes, der war Parable 2 toll. as well. Der war so toll. Oh wait. Oh. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Oh well. I suppose it can just be a Bitte. nice decorative piece then. Wie? Ich krieg keine neuen Sprünge mehr? Oh, come on! Das ist eine Frechheit hier, ne? Ja. Was ich bin. So ein Scam gewesen, ja. Ja, manchmal mal kostenlosen Eimer. Was ist das für eine Nummerierung? Wir sind hier reingekommen. Da vorne. Da sind wir bei B2. Genau, der Bucket. Da haben wir da.
Raute ist Setting World Champions, da können wir nicht rein. Der 3 haben wir schon. Da Loch gehen wir noch hin. Okay. Wie? Ausgang ist nicht da. Und E? Ach, E ist Exit. Ah, okay. Das ist der Ausgang. Da hinten. Okay. Ich verstehe. Sammlobjekte. You can find them. Can you find them? Collect the all. Ich bin gespannt. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. Oh, cool. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Wow. Wie toll. Woo! Eine von 6, ist das toll. Es geht nicht weiter. Mensch, ich habe eine von 6 gefunden. Das war so toll. It really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Ja. Absolutely Das wäre so langweilig, ne? Ich sammle das einfach, weil ich lustig bin und keinen Erfolg haben möchte. Man wird jetzt mit dem einmal hier oben rein? Nö. Sad. Aber wir haben so ein unendliches Loch übrig und dann haben wir uns alles angeguckt hier. Mal gucken, was am unendlichen Loch erwarten wird. Die wir unendlich fallen. Wahrscheinlich nicht, aber lass uns mal überraschen. Infinite Hole. Ja. Oh, man darf nicht rumgehen. Okay. Oh! Fuck. You see, isn't it wonderful? One of my modern genius concoctions, if I do say so. Now then, Wunderbar, since finde you've ich. gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. What? Now, I don't mean to be a bummer. Ja, but I do aber recommend you use the teleport button to go back to the top. weil Do it on the sooner rather than later spectrum of things. weil es doch nicht unendlich ist. Hat es doch ein Ende, das jetzt zu bringen, dass wir uns so I don't know hochporten. quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Ah! Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. What? It's more of a... Oh! Okay, Oh! well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Nice. Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think Even we both pause said some button things we has didn't mean. Why don't we just roam put to all this normal. behind us and agree to just call the whole mostly infinite. If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the Das ist eine hole when fucking you come Lüge! down. Das ist eine I'll just be fucking up Lüge! there when you're ready. Das nicht. Fast, und diese einfach endlich. Das ist nichts unendlich, noch nicht fast, das ist einfach ein sehr tiefes Loch. Das ist nicht
fast in seiner Haltbus sehr tief. Und das ist in keiner Art und Weise. Unendlich. Ja. Betrug! Nimm mein Geld zurück. Habe ich Geld dafür bezahlt? Wait, what? Beide Maustasten drückt, läuft man nach vorne? Seit wann? Wann ist es, wenn man beide Maustasten drückt, läuft man nach vorne? Ich habe jetzt bloß die Maus in der Hand. Pass auf. Drück jetzt die beiden Maustasten. Crazy, oder? Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Und Oh, los! for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... So schnell? Did the hole seem even shorter to you this time? Ja, I ja. couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Es ist halt Had wirklich enough? kürzer geworden. I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about. And I've Ja. had enough of the hole for a lifetime. Und weiter geht's! Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. This starts to become a thing where... Oh, noch kürzer? Okay, yes. Hm. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. Ja. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep. Das ist even by komisch, the ja? lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. Oh, what? The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's Fuck. more of a concavity, or Yeah. even a very aggressive divot. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Ah, das ist so toll! Who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Ist es jetzt noch flacher geworden? Was? Is the, Er funktioniert nicht mehr! working? You sure? Well, I mean, Ja! I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Ne, geht nicht! Still nothing? Nein! I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. Was? You couldn't bear to be away from the hole. Now Was? you'll get more time with it than Nee! you could Der möchte ever nicht have drinnen asked for. bleiben! It's a win for everyone. You get to be with the hole. I get to do Nein! literally anything Bitte, else. bitte! Lass mich raus! Take care, Stanley. Mach mir Hope bitte you and the raus! hole have a wonderful rest of it. Erstmal eine Eierschale hier drin gehabt. Ich will doch hier was raus. Fuck. What the heck? Geht's hier ab? Okay. Ja. Das Laufen wird ja tiefer. Das ist gut, ja? Das ist gut, wenn es tiefer wird, finde ich, ne? Also, ist immer gut, oder nicht?
F. Oh! Wild! Oh, wie? Oh, Ultra Deluxe, Alter! Oh, oh, guckt euch unser Face an! Crazy. Ohren, sehr gut modelliert, dieses geile Hemd. Ändere deine Wahrnehmung. Nein, ich will die Perspektive ändern. Oh, Licht scheint von oben auf uns runter. Wow. Yes, crazy. Oh, yeah. Okay. Nee. Immer wieder. Oh, das ist besser. Da bin ich gut. Wir fahren mit dem Loch runter und haben hier was auch immer für Musik, die wahrscheinlich wieder hardcore weggeschissen und YouTube wieder sagt so, Bruder, ne, dann erstmal wieder in 27 Ländern sperren, weil dann ist Ed Sheeran eindeutig, ja. Ach, crazy, Alter. What the fuck? Jetzt wird immer düster, oder? Oh. Ah! What the fuck? Nur diese. Warum sind da Hunde? Hundewelpen im Hintergrund. What the fuck? Was geht hier ab? Wirklich? Wow, okay. Ich will ein tolles Video haben wieder. Oh, wir sind am Strand. Wir Bilder haben die reingepackt. Alter. Okay. Sehr absurd langsam. Ah, wir sind am Start, okay. Ich will die Hundewelpen wieder haben. Yes! Erinnere dich selbst. What the fuck? Was sind wir? Aha, aha. Ja, ja, okay. Auch eine Zerazie? Weiß ich nicht. Okay. Ist ja normal. Der war schon toll. Ah, zwei. Ja, hallo. Stanley! Ja. Oh, Oh, oh. good, you're awake. It seems you had sort of dozed off Oh, there, oh. drifting away into dreamland. Äh. Can't have that, Stanley. Oh. Because this hole is just so darn Ja. fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't Meine miss Güte. a single moment. So Ja, how das about ist if sehr I just spannend hier. pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused on the Okay, hole. ja, das ist nett, ja. From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole. Genau, ich I'm freue mich looking echt forward to auf dieses Loch. Stay alert, Stanley. I'll be back. Wie? Du kommst wieder. Hat es was aufgeweckt? Oh, fahren wir jetzt hier nach unten? Nach oben? Ich weiß es nicht. Vielleicht schauen wir nach oben diesmal oder vielleicht schauen wir seitwärts oder einfach ein Ladebildschirm. Okay. Okay. Ich habe nicht gesehen, was am Ausgang passiert ist, aber wahrscheinlich einfach so. Ja, hier geht's nicht raus. Tschüss. Oh. Here we are. Go on. Oh. Try out some of the new features.
Den unglaublichen Eimer haben wir ja schon. Da sind neu in ganz vielen Worten umgeschrieben. Neu, new, was auch immer. Neu, new, alle anderen Sprachen kenne ich. Haben wir uns noch einen Eimer holen jetzt? Oder so? Oder können wir den zurückgeben? Oder, I don't know. Gibt es jetzt hier irgendwas, was wir jetzt, können wir den wieder zurückpacken, den tollen Eimer? Das ist jetzt einfach unser Eimer. Okay. Ich verstehe. Ich finde es eigentlich das Wichtigste, jetzt nochmal zum Loch zu gehen, einfach unseren Fun mit dem Loch zu haben, weil das Loch war schon ziemlich cool, oder? Lass uns hier den Shortcut nehmen. Ja, wir kennen den Shortcut alle, ja. Ah ja, hier durch, ne? Und dann, wir müssen das Spiel laufen. Aber trotzdem ein bisschen abgekürzt, würde ich mal sagen. Komm, gucken, wie lange Ref weg bleibt. Er hat um 5:37 geschrieben. Ja, könnte ein bisschen dauern, ja. Wie, das Loch ist zu! Ey! Come on, so ein Spaßverderber. Ich fand das doch so toll, ne? Ich fand, das war so cool, ne? Redet sich noch die Figur? Doch, die redet sich noch. So, hat er noch mehr Collectibility? Eine von 6, aber wo ist der Rest, bitte? Ja, also das neue Achievement, das kriegen wir auch nicht, weil einfach ist broken. Cool. Auch nicht schlecht, ne? Nicht eins mal broken. Also ja, das ist jetzt einfach nicht da. Ich muss sagen, Surprise, dass nichts von den Sachen, die versprochen werden, irgendwie anders eingehalten wurden. Aber ist ja auch eigentlich relativ funny, weil das ist halt in vielen Spielen halt echt, das wird was versprochen. Ja, dies und das und auch geiler neuer Multiplayer-Modus. Und der ist zum Release gar nicht draußen. Was? Oder nur richtig kacke und buggy. Was, Warzone? Wie kann das sein? Verstehe ich gar nicht. Dass die Sachen versprechen, die gar nicht ins Spiel gekommen sind. Wie kann das? Was wäre denn das? Ne? Ich glaube, ein bisschen sollte es daran angelehnt sein, oder? Hier kommt auch nicht so, kann ich wissen, ob ich laufe, weil hier, ich sehe halt einfach nichts, ne? Hier sehe ich wissen dann, dass ich mich nicht weiter bewege. Also bleibt uns dann noch der Ausgang übrig, weil mehr gibt es hier ja nicht zu. Doch! Noch so Treppenstufen? Was zum Fake? Ne, aber mehr gibt es nicht, außer diesen komischen anderen Welt-Dingsraum. Und da oben einfach Stufen ran modelliert. I don't know. Ah. Lasst uns da hochgehen. Gucken, ob wir da rein können. Ace the Secret. Aber Achievements haben wir gefühlt noch gar keine erhalten sonst, ne? Es gibt 11 Achievements. Testerrungenschaft. Bitte ignorieren. Beschreibung der Testerrungenschaft. Bitte Text ergänzen. Ich gucke, was hier es gibt. Warte mal, können wir zusammen gleich gucken. Da. Die haben doch drüber geredet, Testerrungenschaft. Führe seine Parable zu Ende. Okay, ja. Hingabe, Spiel, Stanley Parable an einen ganzen Dienstag lang. What? 8. Okay. Klicke 5-mal auf die Tür 430. Okay. Speedrun schließt Stanley Parable in unter 4 Minuten 20 Sekunden ab. Ladezeiten nicht mitgerechnet. Okay. Einstellungsweltmeister. Was am Einstellungsmenü? Alle Regler auf alle verfügbaren Werte an. Was? Geh mal so richtig aus. Spiele Stanley Parable 10 Jahre lang. Spiele The Stanley Parable 10 Jahre lang nicht einfach offen haben. Alter, what the fuck? Jetzt will ich mal globale Statistiken haben. Die haben wir. Aber die haben auch einige. Aber wo ist das mit 10 Jahre lang? Das hat gar keiner das Archiv. Und deswegen gibt es keinen Prozentsatz für, ne? Doch. Da. What the fuck? Wer? What the heck? Du kannst nicht springen, dann ernsthaft. Wir haben nichts deaktiviert. Oh, wir dürfen 4:30 und 5 mal aufdrücken. Das kann man machen, ja. 8 weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, was geht. Aber wir werden es rauskriegen. Wie die Farben sich verändern. Ach, stimmt.
Weil ich habe ja noch Filter drauf hier. Den ich vielleicht mal ausmachen, oder? So. Dass ihr das Spiel in seiner vollen Farbvielheit seht, wie ich sehe. Ich hätte dafür für Hobby Playtime ein bisschen heller gemacht und dadurch war der Filter noch drin und war alles ein bisschen heller, aber so sieht es eigentlich echt aus. Ein bisschen mehr Farben drin und so. Okay. Wieder Kulissen hier gebaut. I don't know. All right. Have you seen everything you wanted to? Ja, Ready ja, to ja. move on now? Ja, ja. Merkst du ja nicht. Das ist ja wieder Kunstwerke hier. The heck. Oh, was ist das? So, Stanley, what do you think? Do you Oh. like all of the new features? Yes, I know it's not mhm. exactly clear yet how exactly these features will come together as Okay, one single okay. coherent video game, but War natürlich I klar. can feel it in my soul. It's going to work. Mhm. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. Okay. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Mhm. Okay. Bin gespannt. Are you ready? Here Ja. it is. I give you the Bin gespannt. Stanley Parable 2. Oh! Was für ein tolles Spiel. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Bin gespannt. Here we go. Version 2. Ja. Who am I kidding, Stanley? Ich weiß nicht. This Oh! isn't a Collectible! coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they wouldn't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, Ich bin gespannt. maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Die werden ja ausgemeldet, die anderen. Possibly Okay, verstehe. I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, this is the Stanley Parable 2. Brauchen einen richtig geilen Teilscreen auf jeden Fall, Let me ja. see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Oh! Wie geil! Das ist Stanley Parable 2. Wir sind wirklich im Startmenü. Wie cool! Guckt euch das an, der Gang bewegt sich. Das sieht wirklich cool aus. Sind Sie da vorher waren? Oder nicht? Oder? This is the story of a man named Stanley. Ach komm. Ach komm. Wir spielen Stanley Parable 2. Über Ballons. Die wir nicht haben wollten. Wir sollen 5 und die 430 drücken. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he simply missed a memo. 3, 4, 5. Please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is? Ja, ja. No. Wie? Can't just give these merits away for Was soll das jetzt? 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. 20 Mal. That's the kind of effort that warrants recognition. Ja. Und die war 20 Mal rauf hier. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction Wie, of was? witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Ey! Yes, almost certainly 50 clicks. Aber immer mehr hier, ne? Wir verlangen uns viel ab. War das schon 50? I'm still not feeling it.
I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 417. Das haben wir gar nicht, oder? 417? Schau's mal auf. Ja, falls hier irgendwas passiert, drück mal ein bisschen noch hier rauf. Dann halt, wie ich das aufschreibe. Mit der linken Hand wird crazy auf jeden Fall. Ich kann mal die rechte Hand nehmen. Die linke Hand zum Ausnehmen. So. Sieht wirklich nichts mehr. Okay. Und ja, der 417 hat die 427, also das ist die falsche Tür, aber vielleicht ist es ja auch der Joke. Ich weiß, vielleicht ist doch der Joke, es gibt keine 417. Nobody knows, oder? Okay. Das ist auch nicht die richtige Tür. Hm. Wird dein Schreibtisch ganz schön malträtiert. Aber wo ist denn die 417 ist die Frage, ne? Aber die ist gar nicht so einfach zu finden. Da! Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. 437. Wir haben uns das alles auf. 437. Da ist ein Eimer, aber nee. Ich muss einmal Tür 437 finden. Da! Excellent. I think we're getting Oh, somewhere. oh, okay. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. 415. Wo ist 415? Das ist der Eimer noch, den wollen wir nicht. 416. Ah. Nee. 415. Ah, So, was ich klicks hier. Now, back to door number 437. 437. Ah, die haben wir schon gehabt. Okay. Und wir müssen eine Tür weg, das ist safe, Alter. Safe. Das ist er. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? Okay. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Okay, 417, ja. Ich schreibe das mal auf, falls er den Reihenfolge haben möchte, sagt. Die Tür in der dritten Stelle oder sowas. 417 war. Steht hier vorne, ne? Wait. Wo war 417? Ah, da. Okay, now go climb on employee 419's desk. 419, also 419 ist Tisch. Oh. Ja, aber. Yes! Yes, This you have is geschafft! great. You're Woo! putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416. Okay. Wird crazy hier. Das ist die New Content Tür. We've almost got Oh! it. Now the copy machine, do that one again. Okay. Kopierer. Da willst du Kopierer haben. Du kriegst die Kopierer. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. Ah ja! 1, 2, 3, 4, 5. Ja! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. You haven't Nothing come to to hold you even. back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking?
Wie meinen die das? Passe im Einstellungsmenü alle Regler auf alle verfügbaren Werte an. Die Fortsetzung ist jetzt pausiert. Mhm. Okay, okay. Ja. This is Mhm. 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 Ne, nicht gezählt, ne? Mhm. Hm. Ich weiß nicht. Ach, eine Fortführung. Dadurch ist es. Ich weiß nicht, was geändert hat. I don't know. Gibt's noch irgendwas? 8, 8, 8, 8, 8, 8, I don't know. Einfach 8. Einfach ganz auf 8 eintippen? Ich weiß es nicht. Vielleicht bringt das was? Wenn wir ganz auf die 8 eintippen. Aber anscheinend hat das gar keinen Effekt. Wenn wir jetzt hier ganz auf die 8 drücken. Sad! Komm, mach doch irgendwas! Das wär toll, wenn das so einfach wäre. Die haben uns ja gezeigt, es ist nicht so einfach, Achievements hier zu bekommen. Ja, man muss ein bisschen mehr als so 5-mal auf die gleiche Tür drücken, sondern sehr oft auf ganz viele verschiedene Türen drücken, ja. Ne, aber die 8 sind wirklich nichts, schade. Lass uns zum Eimer gehen, der jetzt aufgeploppt ist. Stanley picked up the bucket. Mhm. Ich bin so stolz auf meinen Eimer. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him. Wir wollten immer durch die blaue Tür gehen. That the employee lounge was simply the Ja, place ja. to be. Ja, ja. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was Nee. this better than the meeting room? Nee. Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. Okay. How insightful the bucket turned out to be. Oh, toll. No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good, Said the bucket. now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Okay. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It Ist immer should so. have alarmed Normaler him, Eimer of course, einfach halt. because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Ja, ja. Ja, ja. No, stop. Was? Look there on the wall. You see, Oh. there's a sign right there. It says, no buckets past this Oh, point. oh. Stanley, Okay, how stimmt, could you okay, think it was stimmt. okay to bring the bucket Ja, ja, here? du hast recht. Unless- Das ist eine Problem is that you No-Bucket-Zone, ja. actually don't know what is a bucket and what isn't a Ist- bucket. Tut I mir suppose leid. That would explain a lot about your behavior up to this point. Okay. But if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on Was? the entire rest Ach, of the come game on. if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Nee. Ich will doch nicht rein. Oh Mann, ey. Is this a bucket? I'm going to run you through some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Okay. Simple Okay. enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay. Okay. Let's begin.
Geile Item Quizshow. 1. Is this a bucket? Nö. Correct. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. What? Item 2. Is this a bucket? Darf ich den Publikumsjoker bitte einsetzen? Scheiße gerne hier. Ja. Incorrect. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Oh, wow. Item 3. Is this a bucket? Nein. Definitiv nein. Wie? This is a bucket. Die kleinen Pisser, ne? Item 4. Is this a bucket? Definitiv ja. Definitiv. Are you hallucinating? This is a tractor. It's an enormous machine that tills the Doch, sie earth. verarschen I thought mich. this was a gimmick. How on earth did you manage to screw it up? Absolutely incredible. Let's just move on to the next one. Is this a bucket? Ja. Correct. This is a bucket. What the fuck? Was ist ein Eimer? Item 6. Is this a bucket? Nein. Trick question. What? Both. Gotcha. Was? Beides. Ja, so anscheinend auch. Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. Should be around here somewhere. Das ist kein Eimer. Yes. Thank you. There's nothing here. Of course it isn't a bucket. We both know full well that nothing isn't a bucket. Yep. Wait, when I say nothing isn't a bucket, that makes it sound like I'm saying everything is a bucket, which of course is not true. Unless, is that what you think? Answer me straight, Stanley. Are you trying to tell me that you believe everything is a bucket? Maybe? You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Ja. Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm What going the to fuck? erase all buckets from the game entirely. Nein. Here we go. Nicht alles. Ich möchte mein Ei behalten. What happened? Ja, was Is ist everything passiert? gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. How could, except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket Ja, either. ich auch nicht. This Toll, is oder? wonderful news. We're not buckets. Das ist gut, oder? Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue. But it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll Ja. put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into Okay. anyone else, maybe don't mention that. Who knows what okay, that ja, ja. information might do to a person. All right, here we go. Okay, verstehe. Ich verstehe. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Stanley clutched the bucket tightly to his chest
and entered. This was not the correct way to the meeting Ich room. weiß, ich will die blaue Tür Stanley haben. had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place Obwohl, to be. obwohl, And here it die Sache was. ist, Had the bucket da turned ist out to be dieser correct? kein Well, Eimer never mind. Schild. The bucket was Die wrong. Frage ist, Stanley took the door on his left to go back to the die Frage ist das kein Eimer steht immer noch da? Und No, an dem war das said nochmal? the bucket. Oder Don't go to hat sich the irgendwas meeting geändert? room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good. Said the bucket. Now Gucken. ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed Der Eimer him, of ist sehr course, weise. because buckets Dann gucken wir mal, was can't passiert, wenn wir nochmal Stanley hingehen. chose Was not ist eigentlich to passiert? think Aber about eigentlich ist nie das gleiche passiert bis jetzt, ne? He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Bis jetzt sieht alles gleich aus. Türen uns geschlossen. Da ist ja nicht ein Eimer. Der Eimerschild? No, stop. Fuck! Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Okay, verstehe. What if the problem is that you actually don't know what is a bucket? and Okay, what jetzt geht's isn't a gleich los, oder bucket? was jetzt hier? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest. Wir hatten schon gehabt. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. The confusion. Dann and the folgen wir mal chaos den all Worten des seemed to Eimers, würde ich melt sagen, oder? away as Stanley embraced the bucket. Obwohl, wir müssen die Eimer gar nicht nehmen. Ich will doch ohne Eimer lang gehen, ne? Einfach ohne Eimer lang gehen. Dann kommen wir da durch. Dann kommen wir zur blauen Tür. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. Fuck. Das ist ein Beruf, ich habe nicht darauf geachtet. Okay. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, Ja, ich and weiß. Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja, ja. The Das wollte ich lounge natürlich. was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door. on Natürlich, his ja, left. machen wir natürlich. Ja, ja. Aber ich weiß, was bei der blauen Tür passiert. Stanley was so bad Jetzt at haben wir, following dürfen wir nämlich nicht lang, weil wir haben ja den Eimer gehabt. Und das ist ja die years ago. Nicht-Eimer-Zone. Das ist das Problem. Look, dürfen Stanley, noch I nicht think mit dem perhaps Eimer we've halt, ne? gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that Da the ist ein story has been Collectible. about nothing but you all this time. There's someone you've been. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why? I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you. Wie To show komme- you something beautiful. Look, let me Dem prove it. Let me Collectible. prove that I'm on your side. Give me a chance. Möchte da noch mal hin. Ernsthaft, wir kriegen kein Achievement für das Collectible. Kriegen wir auch nicht, aber trotzdem möchte ich es collecten, weil deswegen. Nicht, dass kein Eimer steht, aber es ist okay. Wir haben kein Eimer mit, also alles gut. Alles cool. Now listen carefully, this is Jetzt. important. Stanley walked through the red door. You found one of them. One of the Yay! miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these. Only the intrinsic pleasure Ja. of a job well Das done. reicht mir aus, You ehrliche can't find Freunde. that sort of happiness, Stanley. God Das ist knows echt Mindergrund, I Alter. tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Blau? Bitte? I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the Rot. red door. Red Door. Na, ich will die blaue All haben. right, fine, go ahead, Stanley.
You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road? Wait a Well, minute. don't let me stop you. You see? There's nothing here. I Oh, haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the oh, das first sind diese place. Platzhalttexturen. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Ja, war You schon don't cool, think oder? I put a lot of time into that because I did. And in the end, it was all for nothing because this is what you wanted to see. Das klingt aber schon im ersten Teil. Stanley, help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game Ja, better? ich What würde... did you want to see? Vehicles? Ja, Skill trees? ja! Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Oh, I'll tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. oh, so schön hier. Oh! Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Ist 5 das Beste oder Schlechteste? Oh, of course. A 3. Really. Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings. Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. This is Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Okay. Okay. Das bin ich. Wie viele Stunden habe ich? Ist auch nicht richtig, ne. Ich bin letzter Spieler. Was? Wo ist es leer? Oh, fuck off, Alter. Wie immer mehr so Texturen, die mit reinkommen. Okay, geh mal wieder hier lang. Bitte. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through Nee, das hat viele drei hier. Honest answers, please. Ja, bitte. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on. Ah, okay. That would be a lovely opportunity to give it some playtesting. Okay, ja. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Ja, Let me okay, ja, boot it up. klar. Lass uns das testen. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right. And if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Okay. Dieser Sound ist so schön. Ach, ist ein schöner Sound. Also, hör auf zu schreien! Recke doch. Kann gar nicht sterben. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. Oh, du bist fertig? Okay. It's over. Oh, what? Mach das so Licht an. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Ja. Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot.
Aha, fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep ja, tower, das ist perhaps for gut. some sort of twisted erotic purpose. Das gefällt mir. Yes, Ja. that must be it. Ja. What a fascinating venture into the experience of total mental Ja. depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Darf ich mit dir... Was haben wir noch? Oh, tolle Sache. Eine Schreibmaschine. Was auch immer wir da gemalt haben. Eine Kamin, eine Kochstelle. Die gibt es auch nur in Amerika, oder? Komische Station. Hier ist zwar Waschbecken, aber wir haben kein Wasser hier. Aber irgendwie schon ganz cool, wenn man im Winter hier oben sitzt. Ich stelle mir das eigentlich schon echt ganz geil vor. Im Winter hier, du sitzt hier so. Du schläfst hier anscheinend auch. Du verbringst wirklich den ganzen Tag hier. Und da hast du so einen Kamin, da machst du dir so ein Feuer drin und dann kochst du hier oben, machst du den chilligen, ja. Wo warst du in den Wald? Und ich, oh ja, nee, das ist alles gut. Bisschen TikTok gucken und so, richtig gutes Internet haben. Gutes Internet und Strom hier drin ist auch wichtig. Strom ist wichtig hier drin, aber da ist der Knopf. Also basically ist die Strom jetzt auch Licht, ja. Aber Handy laden, kein Auto. So ein WLAN-Teil, Internet-Teil hinschicken, wenn man kein gutes Internet hier ist, dass man ein WLAN hat, so, und dann kann man das sich gemütlich hier oben machen, ja. Also wenn ein bisschen windig ist, vielleicht zieht vielleicht ein bisschen, aber ach, also ich würde es schon mal gerne so nachts verbinden, glaube ich, ja. Ja. Schon toll. Müsste ich eine Treppe nach unten geben eigentlich? Habe ich schon gefragt, wie wir kochen, aber klar. Hier draußen stehen Gasflaschen, dass wir Gas unternährt haben. Macht Sinn, dass das draußen steht halt, damit das Gas halt nicht reinkommt in die Höhle. Ja, also, als die Flasche irgendwie, was auch immer sein sollte. Ja, ist doch gut. Ja, aber ich glaube, das war nicht im ersten Teil so, ne? Ich glaube, die orange Wände und den Baby gab es auch, aber das gab es nicht. Bin ich der Meinung. Oh no. No, it can't Wie? be. Was denn? It is. It's an open world game. Oh. Good God, quickly block it off. Was? No! Thank goodness, Stanley. Hey! You nearly wandered off into that thing. That big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another Jones game. Lake. Preferably Nein, es something wird so yours. schön Something hier. with nice, big, insurmountable walls. Was nicht? Unüberwindbare Wände. Och, come on. Das war so toll. Okay, Aber mit dem I Wald ist ein think Holz. Ich weiß nicht, ob es sicher ist. Wenn es brennt, dann brennt der Topf auch irgendwann ab und wir sterben einfach mitten im Wald. Wonderful. See, Ist das ein this is schlechter exactly Rocket what I had in League-Klon? mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could Da get steht lost sogar here. Rocket Now League. This is game design. Oh, Stanley, es. if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Krasse Rahmen. Okay, so what Aber Spiel weiß ich nicht, ob es exactly auch do we gibt. Ich do glaube, gibt es here? auch. Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what Sportsball. fun. We should Oh. run the bases and do a touchdown Ja. together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Ich gucke, was auf den Banderolen hier steht. Rocket League. IDs, da ist was auch immer. Time to slap. Ich glaube, es steht aber nicht im Original, ne? Hier war richtig Speed auf hier. Uha. Oh! Fuck! Nein, ich wollte das Spiel spielen. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Fuck. Ich wollte ein bisschen Autofußball spielen. Oh nein!
Shit, ey. Was für einen dreckigen Motel sind wir hier gelandet? Ich hab keine Ahnung. What the fuck? Okay. Gibt hier auf jeden Fall eine Menge. Oh, hier ist das Licht. Licht ist immer gut. Eigentlich bis eine Observer hier so ein bisschen. Ja, wir steppen durch einen dunklen Gang. Und welche Rechner stehen da unten? Haben wir Observer gespielt? Doch, haben wir. Doch, stimmt. Oh, das Ende war richtig weird. Gekillt wurden. Was ist das? Überwachungskameras? Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück, oder was? Okay. Dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Das ist also. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's Die wollte got it Autofußball spielen, down in aber. wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. Okay. The end will be here soon. Very soon. Das Ende. I can wait. Ja, ich auch. Okay. Wir sind nochmal im Büro wieder. Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. Der Spruch, der sagt, hat sich geändert. Die Räume sind auch ein bisschen anders geworden. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room. And Stanley knew Ich möchte das eine Collectible da unten noch haben, ja? Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen halt, ne? Ist das Problem so, ich habe keine Ahnung. Ob das jetzt... But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Also wie genau ich denke, ob jetzt hier... das uns dahin führt? Stanley was so bad at Oder following ob uns directions, die it's Tür dahin incredible he führt. wasn't fired years ago. Oh, yes. Achievement! Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Mini-stands? Stanley-Figs? What about Stanlerines? Yes, Nee, I think I like das that. Stanlerine sind Another komisch. Stanlerine under your belt. Okay. Crazy. Ich hätte gerne eine Bohne. Das ist denn... müsste denn die dritte sein von 5, ne? Korrekt? Oh. Wo sind wir jetzt gelandet? Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the Okay. office had... Seit 1000 Minuten hört sich an mehr. Aber ist einfach... lass mich kurz auf Klo steppen. Ja, irgendwas ist Trick. Und dann machen wir das, okay, Ref? Wie lange du jetzt live? 1,5 Stunden. Ich muss definitiv mal kurz auf Klo, ja. Und dann kommt mir noch einen Kaffee. Gleich wieder da, okay. Ja, warum flüstere ich? Ich weiß selber nicht. Ist gleich auf jeden Fall. Dafür hat Snacks gekauft, das ist toll. Ich will ihn noch nicht allein lassen. Ich meine noch die lustigen Klippe-Dies an. Ja, Ref, kannst du mal schreiben, ob Italien oder USA-Box, ne? Ich hätte kurz auf Klo kommen mit Kaffee und dann bin ich gleich wieder da. Ich wollte die Clips nochmal, damit ihr nicht die ganze Zeit nur den Pause-Screen seht. Feind hat einen Panzer. Ich wiederhole, Feind hat einen Panzer. Panzer sind unterwegs. Ah, ich komme nicht weg. Oh, what the fuck? Achso, das Rohr. Das Rohr, ne? Great.
Wait a minute. Ich fahre eine Wand dran. Ich fahre das Kastieren an eine Wand dran. Ein Panzer, ja? Yo. Fegt euch einfach. Oh. Wow. Be careful. They are bad enemies, boys. What? Du bist durch den Boden geflogen. What? Lol. Yeah, snakes very, very dangerous. Okay, ist du das nächste? Oh shit. Ja, lol, das sehe ich gerade. Seh nicht, wo ist er? Er ist direkt vor mir, ist gut so, ist ganz dicht dran. Ne? Dann willst du vielleicht nicht da am Bootsrand? Ja, ich hab ihn! Aber ich hab was Stör. Ja, ich hab ihn, Admiral! 82 Lips! Easy! Chef, easy! Nimm das für ein Schwer, ja? Das sieht so aus. Das ist einfach Grind von den ganzen Jahren, wenn ich jetzt hier mit den Fingern darüber gehe. Hier ist er besser. Da kann ich die Striche drauf ziehen, ja? Oh Gott! Oh mein fucking Gott! Ich kann nicht drauf schreiben! What the fuck? Relax auf jeden Fall. Oh mein Gott! Ekelhaft, Alter! Liegt an meiner Hand, da ich nehme, aber eigentlich nicht. Eigentlich habe ich die Hand auf. Graffer kommt von da. Piek ihn nicht. Warte, versteck dich dahinter, ja? Jetzt hatte ich gesehen, jetzt verkackt, Greff. Jetzt piek doch da nicht! Piek doch da nicht! Warum sage ich dieses dreimal, wenn du es trotzdem machst, Alter? Und wo ist dann Lerneffekt? Wo ist dann Lerneffekt? Kein Lerneffekt. Dumm wie ein Stück Brot, Alter. Wirklich. Greff. Ein Kill hast gemacht. Einen. Ich habe 9 gemacht. Merkst du irgendwas? Mit dir kann man diesen Modus nicht spielen. Den Fame. Hättest auch gerne welchen Fame? Ja, fasziniert mich der Eindruck, dass man mit dem Kopf relativ gut eigentlich so ein bisschen sich umgucken kann. Das ist ziemlich nice eigentlich, ja? Würde ich in die Augen getrackt, der Head wird mitgetrackt. Das ist ziemlich geil. Also das ist mal wirklich geil. Es ist zwar trotzdem unnötig für 2 € sich einen Eindruck zu kaufen, damit dein... Gott, geh doch da rein! Geh doch da rein, du kleiner Hurensohn! Oh, was? Das kommt einfach von oben raus? What? Alter, was geht denn jetzt ab? Was ist denn da passiert? Alter! Das ist doch nicht deren Ernst. Das ist einfach nicht so, ja, kann ich ja mal, ich komm aus dem Luftschad raus, Junge, von oben, ja. Alter! Das können die doch nicht machen. Brokkoli konsumiert in der Altbildentwicklung, Alter, wirklich. Ja, und die Steuerung ist ja wirklich so, als wenn ich mit meinem Anus versuche, ja, Lenkrad vom Auto zu bedienen. Das macht sie einfach kacke, ja. Die Vergleiche sind wieder heute on point. Ja. Yo, Alter, ich hab ganz bisschen auf die Taste gedrückt. Und er fliegt komplett gegen diesen Block gegen. Nachbringt, ne? Max ist Nicht schwanger, schnitt. will es bloß nicht zugeben. Hallo Jasmin, bitte. Ja! Hab ich! Ja! Ah! Easy! Kleiner Noob! Ah, mein Puls, Alter, wie hoch der gegangen ist! Ich hab trainiert für diesen Moment! Oh! Ah! Ich hab's geschafft! Ja! Outblank, den kleinen Pisser, war gar nicht groß. Und dann... Wenn du dich umdrehst, stehen die woanders und so, das ist so... Oh Mann, also... Oh Gott! Genau das meine ich nämlich! Ah! Alter! Meine Fresse, mir... Oh! Alter, mein Herz, Alter! Oh! Das Puls ist gar nicht so hoch. Hier geht es höher gegangen.
Ich will richtig nass. Guck dir den Puls an. Nein. Ich möchte nicht mehr. Oh mein Gott, ich hasse es. Alter, ich bin nass geschützt. Ich habe die Angst seines Lebens, Alter. Die Pizza? Okay, okay. Ja, das ist bestimmt so. Die ganze Zeit so. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich hier in meinem Bett kacke, Alter. Das meinte ich auch eigentlich gar nicht, ja? Alter, Steven, das kam mit der Arsch von deinem. Das klippe ich jetzt, ja? Steven. Und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, ganze 3 Meter kleiner als das Völkerschlachtdenkmal. Was? Als ob! Als ob! Wie richtig, Mann! Gewinnt! Yo, Alter! Der kleine Ass, Alter! Uns richtig verarscht, ja? Und ich sage danke Als ob! Das hast du richtig gut gemacht, ja? Taktik und so, ja? Tschüss! Richtig geil! Das war mein Lack, Alter. Das war mehr Lack. Ja, da voll. Oh, das kann man nicht mehr machen. Den kannst du gut. Nochmal. Danke, das war aber eigentlich gerade auch zuverlässig, dass ich mit diesen Armen, der ich komme meist so durcheinander. Ich so, Alter, what the fuck, meistens, das ich nicht mache, ja. Aber. Wie immer auch soll ich nicht Feuer mache. Lustig. Oh shit. Die Karre brennt. Italien möchtest du haben, Ref. Kriegst du sehr gerne. Immer ist er weg, wenn man kommt. Streamt er jetzt noch auf K? Steven, vielleicht kommst du einfach nur 2-mal im Jahr in diesen Stream gefühlt und bist halt 3 Minuten da, schreibst eine Nachricht und beantwortest auch nie wieder. Vielleicht liegt es auch daran. ETF. Wie der Mauspad aussieht. Mein Mauspad? Irgendein Clip, denke ich mal, ne? I don't know, ob es das, was ich jetzt habe. Ich habe ja schon länger das jetzt hier. Ich muss sagen, es wirkt einfach irgend so ein Schnabberzone No-Name Mauspad. Wichtig von Netarand, damit diese Geschichte nicht abgeht und ich bin ja jetzt zufrieden damit, muss ich sagen. So, der Rand ist ein bisschen fusselig schon die Naht, aber ansonsten, ey, ich glaube, ich habe 50 € bezahlt, ne? Ich brauche keine LED-Beleuchtung im Mauspad. So, nice, ja. Aber kommen wir zur Detailbox zurück, Greff. Du hast die Wahl zwischen der Nummer, okay, das sieht, interessante Sachen dabei. Du hast die Wahl zwischen der Nummer 1 nicht, die haben wir schon. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ich habe das Gefühl, ich brauche die ganze Zeit nicht durchsagen, weil ihr müsst die ersten 3 und dann nimmt euch eine Zahl davon und dann ist es gefährlich. Aber ja, nochmal, wer es schön war. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Warum ist das dumm, weil ich nummeriere es halt nicht so von links nach rechts einmal durch. Nein, ich schreibe halt die Zahlen, also muss ich mal gucken. So. Wo steht die 3? Dann, wo steht denn die 4? Okay, die 5. Okay, ja. Oh, nee, die Zahl ist durch, dann muss ich. Das ist halt immer so. Oh, das ist interessant, Ref. Das wird interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten mache. Wir probieren es mal aus. Und zwar, Ref, hast du dir das hier ausgesucht. Becher mit so einem Deckel drauf, für den Joghurt drin sind oder so. Und zwar ist es stellte.
Gut. Klingt mehr Spanisch als Englisch, weil der falsch ausgesprochen. Pokémon-Fans, aufgepasst. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Auf dem Bild und so hart Pokémon steht und sowas drauf. Hier nicht. Das ist einfach bloß. Oh, come on, wirklich, ne? Beliebtes Erfrischungsgetränk mit Pfirsichgeschmack. Auf der Verpackung findet ihr vielleicht eure Lieblings-Pokémons. Auf der Verpackung. Do you see any Pokémon? No. Es sei denn, es gibt ein Pokémon, das aussieht wie ein Pfirsich. Denn ja, sonst ist hier kein fucking Pokémon drauf. Vernasche die Welt. Wo ist mein fucking Pokémon? Wo? The fuck? Ist mein Pokémon? Hä? Vor allem, wie soll ich das trinken? Ich dachte einfach so, ich reiße die Lasche auf, aber nein. Es ist keine Lasche dran. Andererseits, hier ist ein Strohhalm reingestochen. Ich denke mal, soll ein Strohhalm von diesen Decke durchstechen. Meinst du, es funktioniert? Ich brenne hier einfach alles kaputt? Wir werden sehen, oder? Ich hole einfach einen Strohhalm. Und dann stechen wir einfach da rein, würde ich sagen. Natürlich nehmen wir einen von den guten Twitch-Strohhalmen, weil, was sonst außer Twitch-Strohhalme, ja? Und dann. Oh je, bitte. Kam die Kohlensäure gerade hoch. Was besser als ein Twitch-Strohhalm? Gibt nichts Besseres. Ich hoffe nicht, dass der Becher aufplatzt und alles auf die Tastatur läuft. Ich fahre dir mal ein Stück zurück. Wenn dann auf dem Boden läuft, nicht auf dem Stuhl läuft, weil wir doof, wenn der Stuhl entzieht oder auf dem Schreibtisch. Wir zoomen ein bisschen ran hier. So. Dann haben wir diesen Becher. Und also, ich würde sagen, man soll es reinstechen hier, ne? Auf dem Bild hier. Auf dem eben da. Weiß ich, ist hier wieder keine Lasche dran, dass man es irgendwie aufmachen könnte. Also stechen wir einfach rein und hoffen, dass es funktioniert, oder was? Maybe. Oh, fuck, Alter. Das ist so gedacht? Was? Irgendwie alles rausgespritzt hier an den Seiten und das ist. Geil ist die Lösung jetzt nicht, die sich einfach lassen haben. Suppt hier alles oben raus, ich probiere da mal. Jetzt schmeckt super strong nach Pfirsich, aber so richtig hart nach so künstlichen Pfirsich. Boah. Oh. Aber ich würde sagen, dass es wie Eis schmeckt, weil dafür schmeckt einfach, es schmeckt. Das stellt übrigens Ferrero her, ne? Die kleinen Bitches. Aber es schmeckt einfach super hart nach Pfirsich und so süß, aber schmeckt nicht wie Eis, weil dafür schmeckt irgendwie. Ich will diese schwarze Komponente irgendwie. Auch wenn in echt, also im Eis nicht viel schwarz drin, aber das fehlt mir irgendwie. Aber süß und nach Pfirsich. Ja, gar nicht mal so geil. Und ich habe es im Kühlschrank gehabt. Also es ist wirklich kalt. Ja. Ich versuche mal den Deckel hier abzuziehen. Oh, Alter. Das ist wirklich so richtig widerspenstige Kunststoffscheiße hier. Ich sehe, wie die Farbe aussieht von dem Getränk. Alter. Wirklich, ich krieg's gleich weiter ab. Einfach. Self-Ref ist das kein echter Saft. Das ist einfach so durchsichtig hier. Einfach so leicht orange. So ein bisschen aus die Pisse eigentlich eher. Das schmeckt nach Pfirsich. Wollen wir mal tun, das da reingucken? Ich safe ist so 2% Pfirsich drin oder weniger, ja? Und mehr ist da wahrscheinlich nicht drin. Also wir gucken mal rein. Zutaten. Oh, warte, ich hab Unrecht getan. Schwarzteeblattaufguss, Wasser und Schwarztee. Dann kommt Zucker, Pfirsichsaft aus Konzentrat, 6,5%, Aroma, rehydriertes Zitronensaftpulver, Geschmacksverstärker, Säurungsmittel. Ja, es ist eigentlich, es soll schon Eistee sein. Aber es schmeckt einfach nur süß und ein bisschen nach Pfirsich so. Also, was ein bisschen nach Pfirsich so. Ich weiß nicht, Alter. Mit diesem Reinstechen. Das ist halt zwar so ein Aluminiumdeckel wie so ein Joghurt. Darunter ist halt so eine richtig widerspenstige Kunststoffschicht. Also so Kunststoffschicht. Man kriegt es gar nicht richtig aufgezogen. Weil das hier einfach, seht ihr das? Ich reiß einfach die Becher eher kaputt, als diesen Kunststoff so abzumachen hier. Das ist richtig. Weiß ich nicht. Und das ist keine Lasche, um es aufzumachen. Man muss wirklich reinstechen. Aber beim Reinstechen drückst du den Becher ein Stück zusammen. Dadurch spritzt alles oben raus. Das ist einfach, also. Produktdesign technisch einfach scheiße.
und geschmacklich ist okay, aber okay ist auch nur so, man kann es trinken, ohne dass man sich ekelt halt, ne? Also ist jetzt nicht geil, aber es ist okay. Schmeckt halt, wie gesagt, krass nach Pfirsich, süß und das war's so, also, Aber geil, das ist was anderes. Und ich jetzt den Strohhalm hin. Auf einem Teller mit Nougat-Ei. Daher kommt der Müll. War jetzt nicht das Geilste, muss ich sagen, ne? War interessant, aber nicht so, ne? Also einfach nur schlechter Eistee, hat sich also nicht... Ja, und da sollten noch fucking Pokémon drauf sein. Wo war mein Pokémon, hä? Ich hätte so krass performen können mit Pokémon-Namen. Robert Urban wird neidisch, ich sage. Dann ist Pikachu. Dann ist ein anderes Pikachu. Und das sieht auch fast aus wie Pikachu, ja? So crazy, ja? Eigentlich sieht alles aus wie Pikachu, ja? Ich kenne 2 Pokémon-Namen, ja? Pikachu und Bisasam, also. Ich meine, da kommt man schon durch ganz Pokémon durch, oder? Ja, aber einfach Eistee. Ich finde, es war sehr an Kinder gerichtet, würde ich sagen, weil, wenn da Pokémons drauf sind, ist es ein sehr, sehr, sehr süßes Getränk, so. Und es ist mehr Spielzeug als Lebensmittel, so, weil, oh, guck mal, es ist Pokémon drauf, da kannst du den Strohhalm reinstecken und dann ist es super süß und so. Und nicht so, also es ist mehr so an Kinder gerichtet für dieses Produkt, wie diese Überraschungseier. Eigentlich, das Spielzeug, das hat jetzt Schokolade für die Kinder, so, aber die Schokolade ist auch trotzdem geil, ne, so ist nicht. Und Reff wird auch seine Bohne haben, ja, die habe ich natürlich nicht vergessen, Herr Raphael, ja, bevor du dich halt lautstark beschwerst, die dritte Bohne? Die dritte, nee, oder die dritte, ne? Jetzt bin ich gerade am, wir haben neulich eine gehabt, die hatte ich oben drauf gelegt gehabt schon, davor hatten wir eine, ist die schon die 4. Bohne? Hatten wir nicht, als du gekauft hast, 2 Bohnen gegessen sogar? Bin ich der Meinung? Ich bin mir nicht 100% sicher, so ist es nicht, ne? Aber ich glaub, hatten wir. Wir haben nur eine gegessen. Ich glaube, wir hatten nur eine gegessen, ne? Er schreibt noch gar nichts zu, I don't know. Ich denke mal, Ref hat einfach relativ viel Delay, dadurch wird es immer schwierig. Wir picken trotzdem so oder so. Egal, ob es 3 oder 4 waren, ist wenigstens eines noch offen, so. Also können wir schon mal eine picken, so ist nicht. Und warum brechen die FPS-Sachen immer so ein? Soll ich mir Sorgen machen? Was? Obi-Wan Kenobi ist jetzt draußen, die Serie. Weißt du, wie Star Wars mich das interessiert, Alter? Genauso wie der Mauszeiger da. Gar nicht, ja. Nee, wirklich. Ne? Ich habe keine Ahnung, ne? Star Wars ist. Ich habe halt immer die Filme gucken, ne? Und habe ich den ersten Tag angemacht, hat so nach 10 Minuten. Nicht mal 10 Minuten, dachte so, Alter. Nein, ich keinen Bock mehr. Ja, es ist mir so egal. Gibt eine Menge Fans. Mag auch gut sein, definitiv, aber ich denke mal so, nee. Fühle ich einfach nicht. Fühle ich nicht. Ja. Als ich gekauft habe, haben wir eine gegessen. Nach dieser Bohne noch zu übrig. Okay, das ist jetzt die dritte, genau. Genau. Letztes Mal zu da was hatten wir auch eine genommen. Und dann haben wir jetzt eine. Das ist die dritte jetzt. Okay, dann picken wir eine. Wir hatten eine mit Kotz liegt da heute drin. Aber ich hoffe nicht, dass ich. Obwohl, mit Kotz habe ich das angenehmer, als wenn wir jetzt hier die California Reaper wieder snacken, oder? Okay, ist das rot. Es ist dunkelrot. Jetzt geht wieder dieses Gerätsel los. Was ist jetzt dunkelrot, was ist hellrot? Ich würde sagen, das ist dunkelrot und das ist hellrot. Also heißt die California Reaper ist das hellrot und das dunkelrot ist die Cheyenne. Aber ich weiß es halt nicht, ne? Ich habe mir in Fortnite Skins davon gekauft. Cool, Rap. Fortnite Skins. Ja. Ja, Fortnite ist cool. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht. Ich würde sagen, es ist die Cheyenne, also die in der Mitte, diese Decke, es ist ja andersrum. Warum die Skala so rumgedrückt? Ich muss das so rumhalten, weil so rum will dann der Boden raus. Also, ich würde sagen, das ist die hier, also die mittlere. Das ist immer so weird, das Spiel vergessen. Der müsste die sein. Probieren wir mal aus. Scharfwitz oder so. Wir haben unseren Verletzer mit. Dann würde ich sagen, schreibt auf den Zettel.
Damit ihr nicht vergessen, wie viele Bohnen wir schon hatten, weil sonst sind die nächste wieder nicht so, Alter, keine Ahnung. Ich schreibe auf 2 Bohnen übrig. Ich hab's Ausrufezeichen falsch gemacht, ich bin so dumm, Alter. Weiß nicht, wie man ihren Ausrufezeichen mal so ein Dreieck und mal einen Punkt unter. Also so. Ja, so ein. Und ein Punkt. So, weiß ich nicht. Wenn es wirklich wichtig ist bei dieses. Weiß ich nicht. I don't know why. Mach ich einfach. Aber lass uns das nicht haben. Fortnite unterbauen, gar nicht mehr so scheiße. Battle Royale, ich bin generell kacke Battle Royale, deswegen spiele ich kein Fortnite, deswegen spiele ich auch kein Counter-Strike, Rettet die Welt, glaube ich. Ne, Rettet die Welt heißt fast Fortnite, ne? Counter-Strike, dieser komische, wie auch immer Modus, I don't fucking know, ja. Weil ich bin dann einfach in Battle Royale einfach kacke, ja. Bin super aufgeregt, dann so, oh fuck, ich habe gute Waffen, haha, und dann kommt irgendeiner und klatscht dich weg mit der Schrubbe, und ich so, okay. Hab jetzt hier 50 Minuten umsonst gegrindet und freue mich über tolle Waffen, weil einfach noch 3 Leute leben, die super OP sind. Maybe Hacks haben. Zumindest in Counter-Strike in Fortnite, weiß nicht, wie es da mit Hackern ist. Deswegen. Ja. Lasst uns die Chain. Ja, genug gelabert, lasst die Chain essen. Die ist echt farblich, so fast. Aber okay, was ist das denn nun hin? Das sieht das hinter uns. Nicht so ganz so. Ah, nee, das Licht ist doch zu stark. Schwarz. Ja, come on. Ich schon, wie gleich mit sie ausgeleuchtet bin. Keine Konturen, keine Schatten. Ja. Einfach eine matschige Fläche. Okay, let's go. Das hört auf mit fucking labern. Das ist jetzt die Bohne hier, ja. Der Kübel, alles steht da fest. Ich merke schon, wie scharf es ist. Oh, ich hab geschluckt. Kacke, Alter. Oh! Mann, das ist so kacke, als als 10 festleben. Oh. Alter. Mann, wie kann die Scheiße immer so scharf sein? Oh. Das ist die. 10, ey. Oh, alles tut weh, ey, im Mund. Oh Gottes Willen. Was ist das? Ey, das ist richtig kacke. Ich hab die gekaut und man klebt jetzt alles hier an den Backenzähnen die ganze Zeit und es geht halt nicht weg, weil die sind halt schon relativ alt, sag ich mal, 1,5 Jahre liegen die bestimmt schon rum, oder? 1 Jahr, 1,5, irgendwas in die Richtung. Und sie verlieren halt ihre Feuchtigkeit, sag ich mal, die werden halt ein bisschen trockener und klebriger und du beißt drauf und es wird voll in 10. Nicht so cool. Oh wow. Ich sollte so nicht reden. Das war dumm, Alter. Wasser in Rachen machen und dann versuchen zu reden. Eine sehr dumme Idee. Oh Gott. Okay. Okay. Okay, lass uns weitermachen. Diese Menge Tapes. That it seemed the office had begun from so far off the beaten path. That it seemed the office had begun from so far off the beaten path. That it seemed the office had begun from so far off the beaten path. You didn't think I was actually just a recording, did you?
Ja, What a dachte ich silly schon. trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all Was? just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so Ja. simple to be you. Life being an Wie unending viele Tapes hier waterfall of liegen, Alter? surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I become Sagt er sad. gerade im Look what Endeffekt you've nicht, done dass wir to me. dumm This is sind? all your fault. Nee! Stimmt, wie sind wir gelandet hier? Wait a minute. All of his co-workers were gone. Was ist What hier could it mean? passiert? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in, Stanley clutched the bucket tightly. Ja, to his ja. chest. This was not Wir the correct way to kennen the den meeting Weg. room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Ach, stimmt, wir sind ja die Kollekte begangen und dann in den Schachten gegangen. Da sind wir dann Well, hingekommen. no, Stimmt. never mind. The bucket was wrong. Stimmt. Stanley took the door on Aber his was wir noch left nicht getestet to go haben, back to the meeting room. was passiert, wenn wir auf der Plattform bleiben? Said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go Okay. to the cargo lift. Bin ich? Good, said the bucket. Hier gehen wir Now wirklich, ride da the lift folgen wir all the dem way to Cargo-Lift. the top. There's something up there I need you to do. Okay. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the Wir bucket schärfen, had wenn ich spoken Kaffee to him, trinke, Alter. What and the he fuck? Ist der Kaffee unthinkingly warm? did whatever the Eigentlich bucket nicht, asked. oder? Oh, doch, er ist warm. Ja, mein Finger steht. Aber es fühlt sich einfach an, als wenn es einfach scharf ist. Das ist weird. In here. Said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Wir haben auch keine andere Wahl. Wir können ja runterspringen, aber wait, könnten wir noch. Ne, wir könnten nicht mehr hier. Ne, wir haben keine Chance mehr da hinten rumzuspringen. Okay. Okay, einmal. Und jetzt in den dunklen Raum hier rein. Das sieht aber jetzt, okay, nicht so sehr vertrauenserweckend aus. Einmal. Oh! Now pick up the phone. Said the bucket. Pick up Nee. the phone and it will take us back home where we can go about life together. Okay. Lieb zusammen verbringen, kriegen wir hin. Und jetzt zum This is the Eimerparadies. sad story of a man named Stanley and his bucket. Once What? upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Können wir klingeln? Yes! Yes, wir können klingeln! Oh, wie toll! Ein Knopf, den wir zur Verfügung haben. Wir können klingeln, Alter! Ja, diese Möglichkeiten von diesem Game sind grenzenlos, sag ich euch. Grenzenlos, okay. Bin genug fasziniert von dieser Dinge. Hallo, und Stanley? Jo. Eine Schlüsselschale oder sieht ja aus wie ein Aschenbecher. Aktenkoffer. Eine Uhr, die nicht geht. Kopfhörer. Irgendwelche weirden Kerzen. Hideout, Notiz. Okay, Notizblock. Ja, crazy Küche auf jeden Fall. Koffer ist super groß, aber ist okay, ne? Ist okay. Ich würde auch ganz eine Eckküche haben. Jetzt um Hängeschrank und sowas noch. Würde ich ganz cool für meine Küche finde ich immer kacke. Das ist ja echt. Das Koffer ein bisschen kürzer wäre noch. Wäre cool, ne? Wäre cool, wäre ich dabei. Unser bester Freund. Mr. Bucket. Hallo Stanley, ich bin's, dein Eimer. Drücke X, um mich zur Arbeit mitzunehmen. G. Okay. The Stanley Parable Reassurance Bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders.
Whatever Stanley is hearing the bucket say to him is just in his head. Hm. Doch. Das hatten wir nicht hier. Ah, das können wir nicht mehr, weil wir hatten eine Dings sind. Ich glaube, archivenmäßig geht's nicht weiter, oder? Oh, Eimer! Yes! Um nach Hause mitzunehmen. Ja, home. Natürlich, komm. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. Aber I don't mein know Eimer. if he'll listen to me. Mein Eimer ist so toll. Oh, mein Eimer ist so toll. Yes. Zurück zur Arbeit gehen. Okay. Oh, I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Ja, Listen to ja. me. It's just a bucket. Ja, aber... It can't think, it can't talk. Aber... All it will ever try Es to ist do mein for you Eimer. is effectively transfer a liquid from Ja. one location to a different location. Ist doch trotzdem That's it. toll. It doesn't do Ist anything doch else. trotzdem toll, oder nicht? Hör nicht auf den lauten Mann. Drücke L, damit wir nach Hause gehen. Ich höre nicht auf den lauten Mann einmal. Ich bleib für dich immer da. Ich bin immer für dich da. You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he Jetzt cares hat sich about alles is gedreht, this ja. awful bucket. This stupid Guck, jetzt hunk Kaffee of trinken metal. können. Da willst du mit mir spielen, ne? Steven hat sich ein Spiel gewünscht. Steven hat sich ein Spiel gewünscht? Trade mit. Das will ich jetzt sehen, was das für ein Spiel ist. V Rising. Okay. Oh, man, der Browser, integrierte Browser ist echt kacke von Steam, muss ich sagen. Der hätte mal echt bearbeitet werden können, aber egal. V Rising. Gucken wir uns das mal an. Das ist das Game. Werde ein Vampir. What the fuck? Sieht jetzt schon ziemlich boring aus. Okay. Oh. Okay. Ja, wir bauen unser Schloss als okay. Ist das wieder so ein Game? Ah, guter Positive Reviews. Ist das wieder so ein Game, was du dir wünschst und dann du nicht zuguckst und kein anderer zuguckst, obwohl du es dir gewünscht hast? So? Okay. 20 Euro, okay. Jetzt, oh, 60 Euro, 30 Euro, okay. Early Access. Aber es ist sehr positiv. 126 Stunden hat er. Okay. Uff. Aber es ist alles sehr positiv, ne? Alright. Oh, schöne Grafik. Okay, Price. Ja, ne. Okay. Ich finde, es ist kurz und knapp, ja. Die Bewertung. Jetzt muss ich hier so einen langen Text lesen. Klar, ist ja wahrscheinlich noch ausführlicher so, ne? Aber das ist so die Key Features. Was ist hier? Oh, meine Bestellung wurde verschickt. Nice. Oh, ich habe mir Sachen bestellt, ne? Ich habe Sachen bestellt. Das ist wieder kein wahrscheinlich so. Ja, aber jetzt trotzdem, aber ihr seid ja trotzdem da und da habe ich das Gefühl, habe ich mir erzählt. Ich habe mir jetzt eine Batterieanlage bestellt. Also damit mein Server bei dem Stromausfall nicht abstürzt, wie das jetzt immer war, ja. Wenn die sich holen und denkt so, Alter, ich habe jetzt richtig Bock rauszukicken. Er stürzt nicht mehr ab, ja. Weil ich ja den neuen Server baue, ich so, maybe soll ich vielleicht die Notfallstromversorgung, also die USV, haben, bevor ich den neuen Server in Betrieb nehme. Wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Und dann habe ich jetzt angefangen, ich komme jetzt dann fangen wir schon mal damit an. Servergehäuse habe ich auch. Und es passt mittlerweile in den Server rein. Ich bin so surprised. Ich habe es geschafft, ein Servergehäuse in den Server zu schrauben. War ein größerer und längerer Weg als erwartet. Aber ja, hat mittlerweile funktioniert, muss ich sagen, ja. Und das Game sieht gar nicht mal jetzt so satisfying aus. Erwache als Vampir, jage die naheliegenden Siedlungen, naheliegenden Siedlungen nach Blut, um deine Kräfte wieder zu erlangen. Und meide die Gesänge der Sonne, um zu überleben. Errichte
ein Schloss und überlebe in einer sich ständig verändernden, offenen Welt voller Geheimnisse. Also beim Wache als Vampir war ich schon raus, ja. Da war ich, am ersten Satz war ich schon so, oh, maybe ist das ziemlich langweilig. So, also wir lassen uns mal überraschen, ob das jetzt wirklich crazy wird oder ob das eher so, naja, so ein Naja-Game wird. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele, die wir davor spielen. Sowas wie, was war der Fab? Dark Souls haben? Dark Souls war das, glaube ich, ne? Was er haben wollte. Dark Souls wird der davor, der ich noch spielen soll. Das wird ein Game, das ich so ein bisschen aufschiebe. Ich muss auch gar nicht. Nee, wir werden sehen, ja. Mal gucken. Auf jeden Fall, haben wir auf der Liste stehen. Ja, was haben wir noch drauf? Oh, Gary's Mod. Wer hat Gary? Safe hat sich Gary's Mod gewünscht, oder? Aber es sind so viele Multiplayer-Games. Steven, was ist los? Hast du Zeit für Multiplayer-Games? Obwohl ich erstmal das Life is Strange weiterspielen. Aber wir haben noch No Time to Relax, Grounded, Dick or Never mit Kitty, Woody Train, Valheim, Icarus, alles Multiplayer-Games. Und ich brauche jemanden für Multiplayer-Games, because Multiplayer. Also zumindest so angesehen, dass man das zu zweit spielt, ja. So. Und ich irgendwelche Randoms. Natürlich ist Counter-Strike auch Multiplayer-Games, kann auch mit Randoms spielen, aber ja, man hat sich mehr von zu zweit. Immer Zeit ist gelogen. Immer Zeit ist gelogen, ja. Ich glaube, ein Game, was uns Steve interessiert und ja, genau, wie bei Deadloop. Wie bei Deadloop. Und dann guckt Steve halt nicht mal selber zu, ja. Shame on you. Nicht mal den selber zugeguckt. Ja, Deadloop war. Ref, dann kaufe dir das. Für die. Ah, das steht auch auf der Liste drauf, ja, stimmt. Ja, aber ich habe ja den Forumsbeitrag hier geschrieben. Ich schicke ihn. Sagt der Typ, der im Stream ist, ja, ne, arbeiten geht vielleicht vor dem Stream, so, because ist halt schon ein bisschen wichtiger als das Stream, ja. Aber hat ja nichts zu tun mit, also ich habe ja trotzdem gestreamt, so ist ja nicht, ne? Also ist ja nichts Schlimmes dran. Ich habe der Red Dead Redemption 2 auch drauf, aber ich würde ja nicht, also ich habe es Multiplayer habe ich nur da geschrieben, wo es ein Spiel ist, wo ich jemanden dabei haben möchte und das mit gewesen mit jemandem, also zu zweit spielen möchte. Jemanden im Discord oder im Teamspeak sitzen habe, spielen kann, habe ich Multiplayer geschrieben. Red Dead Redemption 2 hat auch einen Online-Modus, aber ich wäre eher mich da auf die Story konzentriert als für Online-Modus. Anscheinend ist Icarus und sowas Multiplayer-Games. Ja. Ja. I don't know. Sind noch ein paar Games drin auf jeden Fall, die wir spielen müssen. Nee, Deadloop war ein geiles Spiel. Ihr war da bloß nicht in der Lage zu verstehen, was es da geht. So, was die Zeit an sich jeden Tag, aber Deadloop war schon geil. Hat mir echt Fun gemacht, ja. Vor allem mit diesem Spielrezept, dass der Tag jetzt mal neu startet, aber man kann halt Sachen behalten, wenn man sie halt, ich glaube, noch nicht verzaubert, aber so Punkte drauf anwendet, kann man geile Waffen behalten und sowas. Cooles Konzept und sich der Tag ändert sich, ne? Und je nachdem, was man in den Tageszeiten macht, ändert sich der Verlauf des restlichen Tages und andere Sachen, Events finden nicht statt oder so. Oder andere Sachen. Das war schon echt ganz geil gemacht, bloß es hat einfach keiner so gesagt zu jeder so, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Umspielt, tschüss. Aber wenn man es halt gespielt hat echt Bock gemacht halt, ne? Zum Ende wurde es irgendwann boring, so, weil hat keiner zugeguckt und ich habe auch nicht mal so richtig gewusst, was wollen sie jetzt zu mir? Ich habe gesagt, so, was zum Fick wollt ihr jetzt? Ich habe keine Ahnung, ja. Und da hat sich dann irgendwie zu langwierig jetzt, ich weiß auch nicht, ne? Wir haben es ja nie zu Ende gespielt. Warum zählt Rafs Meinung nicht? Und der Hinsicht ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ich meine, das ist ja wirklich was mir aufgefallen ist, dass bei der Club einfach keiner Bock drauf hatte. Halt. Verstehe ich auch komplett, ne? Wenn man das halt so für den Zuschauer nicht verständlich ist, um was geht, jetzt was der Sinn davon und sich unterhalten ist. Verstehe ich irgendwo, dass man sagt, ey, komm, war Kacke halt, ne? Bitte nicht beefen, danke, ja. Ich meine, Ref hat auch manchmal sehr eigene Meinung, die man nicht unbedingt teilen muss, aber in der Hinsicht teile ich Refs Meinung, dass, also zumindest von der Zuschauersicht, dass es nicht sehr spannend war. Wie hat es gerade Fun gemacht, war cool.
Aber ja, zum Ende wurde es sehr so, weiß ich nicht, eintönig, ne? Also, ich hab cool damit, aber es war einfach sehr trocken. Er hat Life is Strange, auch Instant schlecht geredet. Auf einmal ist es auch toll. True. Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass er in der Hinsicht ja eurer Meinung auch entspricht, weil ihr wart ja auch nicht da und habt auch nicht zugeguckt. So maximal im Lurk, um Kanalpunkte zu sammeln. Also im Endeffekt, ja, ne? Stimmt das ja im Endeffekt auch mit eurer Meinung überein. Ich weiß gar nicht, wie ich drüber geredet hatte. Ich glaube auch mit dir, Loredo. Das ist selber, das ist halt, guckt halt keiner zu und ist nicht so interessant. Noch eine Chance geben und wenn es dann immer noch kacke ist, kann man aufhören. Jetzt fangen wir die unnötigen Diskussionen an. Können wir die einfach bitte irgendwo hinschieben und einfach nicht anfangen? Danke. Einhalt. Ich finde Life is Strange. Nachwandig ist interessanter, nachwandig ist wieder nicht so geil. Nein, Rodo, ich habe nicht, was Log verboten ist, ne? Aber du interpretierst wieder das rein, was du interpretieren möchtest. Ja, das ist so gefühlt, wenn du auf Twitter schreibst, so, und es wird immer mit Absicht das Falscheste rein interpretiert, was geht, so. Einfach deswegen, ja. Termin, dass man nicht immer Zeit hat, ist logisch. Loretto, wir reden gleich komplett aneinander vorbei. Ich sehe doch, was ist, wie viele Leute Bock drauf haben, wie viele Leute sind so da. Und wenn eine Woche lang kein Schwanz in den Chat kommt und keiner da ist, keiner eine Nachricht schreibt, maybe ist das nicht so interessant für die Leute. Maybe hat Ref da recht gehabt, weil gab halt keine Interaktion oder sehr wenig im Verhältnis zu sonst. Maybe liegt es daran, weil Leute das gerne nicht so interessant finden. Und wenn ich dauerhaft nur einen Zuschauer oder mal ab und zu mal zwei habe, dann waren auch nicht so viele im Lurk da, ja. Klar hat man mal ab und zu keine Zeit und hat eine Woche mal was viel zu tun. Alles gut. Ist auch nicht eure Aufgabe, immer da zu sein, auf gar keinen Fall, ja. Aber es kam halt schon, ne, es ist halt einfach so gewesen, dass es halt nicht so interessant war für Leute. Es gab andere Spiele wie Modrunner, die zum Beispiel sehr interessant waren, wo viele Leute da waren, viele neue Leute kamen, gab ein paar neue Follower, wir haben Raids bekommen von größeren Streamern teilweise, so, hat Bock gemacht, alle hatten Bock drauf, so, das ist wiederum, wo ich denke, so, ja, warum Leute Bock drauf gehabt? Ich sag dir, wie es ist bei Red Dead. Dark Souls hast du halt die Community, die wahrscheinlich auch bei dir vorbeischaut. Ja, kann sein. Auf anzuheizen. Ja, ne, Steven, ich habe auch keinen Bock drauf. Und ich weiß ja, aber nicht drauf eingehen, finde ich auch doof, ja. Im Endeffekt, also, weiß ich nicht, ne? Aber ich bin immer der dann aufhören muss, weil die anderen beiden das nicht schaffen, so, ja. Ist auch ein bisschen sad, ja, so. Steven nicht, sondern Loretto und Ref, ja. Bitte einfach Maul halten, danke. Ja. Wir haben alle keine Lust auf Diskussion. Also ich nicht, ja. Also ich lasse mir halt ungern irgendwelche Sachen an den Kopf schmeißen und dass irgendwelche von meine Wörter umgedreht werden und dann denke ich so, nee, dann will ich schon drauf eingehen halt, ne. Und lasst uns weiterspielen, das ist absolut richtig, Steven. Ja. Drücke Y, um alle in deinem Leben außer mir zu ignorieren. Ja, einmal, weil du das sagst, ich bin auf der Seite. It's sad, but I suppose he doesn't need me anymore. Ja, From now on, Erzähler. Hat der Erzähler einen Namen? Hat der Erzähler einen Namen? Ich weiß es nicht. This sort of shiny bucket. Wo ist Weimar hin? Well, I'll give it this. The bucket does have a nice shine to it. Ja, der hat einen tollen Lanz. Hältst mich für real oder Stanley? Drücke G, um wieder nach Hause zu gehen. Ja, natürlich halte ich die für real. Aber du bist ja meine Hand, du bist ja echt, du bist ja da, du bist eine Eimer, du bist so wunderbar, du bist so eimerig. It's just a little more, what am I trying to say? Sturdier, more capable of transporting liquid. Like it would be better at moving an amount of water from one room to another. Mhm. Ich habe Ref. Ist okay. Lass uns nicht weiter, sonst fangen wir wieder an und drehen uns wieder in diesem Loop. In diesem Dead Loop! Drücke T um dieselben Tag.
mit mir wieder zu leben. Oh ja, Eimer, das habe ich Bock. Ich will immer und immer wieder denselben und selben Tag wieder leben. Saying, better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's Da ist es, literally da ist es. just a bucket. Ja, aber er ist Why do I feel toll. some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular bucket? Was ist toll, der Eimer. Ey, die Schrift wird immer kleiner. Drücke T, um nach Hause. Und zur Arbeit und nach Hause und zur Arbeit und nach Hause zu gehen. Machen wir das. Oh no. Wird immer dunkler. I'm having feelings for the bucket. No. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Schatz, du bist offen. Perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes. The bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Jetzt erzählt er auch dafür, dass der Paket gut ist, ja? Chef, wir haben uns eben dazu entschieden, nicht weiter rumzudiskutieren. Wir haben es auch gesagt. Ja, mehrmals. Steven hat es auch geschrieben. Ich habe das in der letzten Nachricht gesagt. Loretto hat auch nichts geschrieben. Ja, hat sich da rausgehalten. Und du machst weiter, Rev. Please stop it, okay? Danke. Oh, das ist unser Schlafzimmer. Sehr viele Kerzen hier. Hör mal. Oh, wir haben ein Wasserglas stehen. Hat es denn eine Frau? Aber eigentlich hieß es ja, er hat eine Frau, ne? Aber wo ist sie eigentlich? Haben wir nur unseren Eimer und unsere Frau ist ja wieder eingetauscht gegen Eimer. Es ist nur 13, es wird immer dunkler. Und wir haben sehr viele Kerzen. Ist vielleicht ein bisschen gefährlich. So, ich meine, Holzbrett mit sehr viel Kerzen. Die könnte halt ziemlich leicht umkippen, so, wenn man sich im Bett umdreht und das Bett bewegt. Sie will so die Kerze kippen, weil sie ist sehr hoch, so. Und die ist auch nicht festgemacht, so. Das ist vielleicht ein bisschen doof, wenn sie auf den Teppich fällt oder so. Aber Stanley, du musst das wissen, immer das ist eine Pfanne, ja? Stanley, give me the bucket. Nein, das ist mein Eimer, das ist meiner. I need it. Give it to me now. Give it or I'll... Was passiert? Einfach. Geh zurück zur Arbeit, Stanley. Aber ist dunkel. Wo soll ich gehen? Bitte. Okay. Okay, Eimer. Ah. Wir sind jetzt zurück in unserem Office. Ja, ist doch toll. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Irgendjemand? Meeting today in the meeting room. Es regnet hier. Draußen. Vor allem, okay, dann führt das Raum, der passt gangmäßig da, weiß ich nicht. Ah, okay. Lass zum Meeting-Raum gehen. Ich Zeit, dass wir zum Meeting-Raum gehen sollen. Ja. In den Meeting-Raum. Da soll irgendwas sein. Da zeige ich einen Zettel nämlich zum Beispiel. Dass irgendwas hätte ist. Das Regen finde ich aber eigentlich ganz angenehm. Das Geräusch. Oh! Oh, yes! Trust the... Was auch immer. Aber wir müssen sie finden. Alle Stanley-Figuren. Was haben wir? Was? Ah! Oh! Ah! Okay. Okay. Hier sind Hinweise, wo alle 6 Stanley-Figuren sind. Ich finde das interessant. Das ist gut. Ich mache uns ein Foto von. Und dann können wir vielleicht... Please stop search. Das haben wir nicht gelesen. Habe ich übersehen. Ob man das lesen kann? Kann man lesen. Sehr gut. Stairs. Something to do with stairs. Okay. Es wird Treppen. Near fireplace. The private but see merely place far from a important person. Chefsbüro? Irgendwo war es mit Treppen, wo wir irgendwo lang gehen sollten. Wo sind wir da hingekommen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo war es, wo wir Treppen nach oben unten gehen sollten. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Aber hier ist auch nichts drin, ne? Das ist neu. Es sieht immer noch nach diesem komischen Pfirsich, was auch immer möchte, gern Eistee. No choice to make, no path to follow, just an empty coming to a staircase. Hier. Stanley walked upstairs to his boss's office. Ist es hier unter? Haha!
Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines. And now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think? Finglies? What What the... name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your Das ist so screen toll. go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Aber wir gehen jetzt nach oben, oder was? Würde ich sagen, aber unten waren wir schon mal gewesen. Wir müssen mal nach oben gehen. Was jo? Okay. Loretta, hast du dir wirklich das Game gekauft? Hast du dir... Loretto? Hast du... Was, 17. Mai ist doch erst gar nicht mal so lange her. Wann hast du das Game? Wait a minute. Wait a minute. Hab ich was verpasst? Habt ihr euch abgesprochen? Marco hat sich's auch gekauft. Edo hattet. Steven hattet. Terrorlied hattet. Bin ich an irgendeinem Hype vorbeigegangen? Oder so? I don't know. Aber was war das hier los? Was war hier? Warte mal. Mein Screenshot. 5 Personen haben diesen Artikel. Jo. Auch ist er positiv werden, ja. Sieht auch gar nicht, wer das positiv bewertet hat, oder? Sieht man gar nicht. Schade. Erstmal ein Preis für ein eigenes Bild, natürlich, weil muss halt goldenes Einhorn, schwer beeindruckt, super. Was gibt's? Wie viele Preise gibt es mittlerweile hier? What the fuck? Kann ich mir selber Preise verleihen? Sie können keine Preise an ihre eigenen Inhalte. Wow. Aber er lässt mir erstmal alles auswählen hier, ne? Und dann so, nee, also kannst du doch nicht, ja? Ah, hier geht's in das Chefbüro. Ja, stimmt. Yes! You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the figure Anarines. Very soon, you'll collect the last one. And then the first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And now we have them all. You can't go back to when you had no figure Anarines. None of us can. Lass uns gucken, wie die letzte sein könnte. Also die dritte haben wir auch gewonnen, irgendwas mit Treppen. Und dann a private but smelly place, far from important person. Also ein privater, aber ja, streng riechender Raum. Ist richtig. Toilette. Und dann aber nur noch nearby a fireplace. Die 5. Figur fehlt noch. Nearby a fireplace, also bei einem Kamin oder was? Was ist das für Ruckler, Alter? Ajos verpasst. Auch 2 Telefone, wichtig, wichtig. Warum hält der dem Panda eine Waffe an den Kopf? Business Strategies. Was ist das für ein Bild? Das ist ja okay, aber das? Warum mal ein Panda? Irgendwas. Ah, ich kann mich mal raus. Oh. Haben die gerade Stanley geflüstert? Erzähler macht mit, Alter. Krass, 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 krasser Aufzugfahrt auf jeden Fall. Okay.
Wait, was ist das überhaupt schnell noch? Er ist gar nicht gefahren, der Aufzug? Was für eine Verarsche? Die Kabine bewegt sich alles, ja? Aber er bewegt sich gar nicht. Okay. Ja, ist ein Fireplace. Stepping Nearby into the fireplace. manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley Aber- wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of 2845. course, Stanley couldn't possibly have known this. 845, haben wir uns den nochmal aufgeschrieben kurz. Aber... Oh, was gibt's denn noch? Oh, Wein. Oh, Wein. Stanley just Bücher, sat ja. around twiddling his thumb. Ja, genau. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the Ja. combination Wie sollte er was auch die Kombination wissen? 2845. Aber ich glaube, hier gibt es irgendwo eine Geheimtür, ja. Ich denke mal, das Regal moved einfach zur Seite oder der Kamin oder irgendwas wie, das wird gleich passieren. Aber ich meine, es gibt genug Möglichkeiten, hier die Tür zu verstecken, ja. 2845. Ja. 8, 4, 2, 5. Nee, nicht richtig gewesen? Verstehe jetzt gar nicht, wie das jetzt sein konnte. Macht irgendwie gar keinen Sinn, oder? Erzähl da bitte, wiederholen nochmal da. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by Ah, als itself. ob. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Sie hat einfach Gutes gemacht. Sie hat einfach von alleine reingekickt hier. Oh, der Kamin ist hochgefahren. Ah. Okay, der Boss hat hier... Was ist auch eine sehr große Tür. Welche Sachen hier versteckt wurden. Oh, yes! Die letzte Stanley-Figur. The Woo! last Stiggly Wiggly. Stiggly Say what you Wiggly. will, Stanley. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where Krass, so oder? many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. Ja, I would tell you that I'm proud of you for collecting them all. But Danke, that would be danke. like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done. Oh, come here. on! And now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Und Figurines. Er hat gesagt, wir kriegen kein Archiv mehr dafür. Und wir haben kein Archiv mehr dafür gekriegt. Natürlich nicht, ja. Aber wir haben sie gesammelt, des Sammels willen. Wir können nach unten drücken. Okay. Wir haben echt kein Archiv dafür bekommen, oder? Die traurige Wahrheit ist, wir haben es ja wirklich nicht. Ah. Wir haben es gesagt, also alles gut. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why Ja, did gute he Frage, feel ne? this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Oh. Lampe kaputt. Okay. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ja. Nichts gesehen. Was wir hochfahren können. Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. Ja, I gute just Frage, can't ne? wait to find out. Aber bezüglich der Umbenennung kommen wir woanders hin. Ich dachte gerade mir halt so, gleich woanders hin. Aber ich denke, wir werden einfach im Büro des Chefs wieder ankommen, oder? Hat sich halt basically nichts geändert hier, ne? Ne. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again.
This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's Zum that Glück haben wir uns die keen Code eye for aufgeschrieben. storytelling that you have, an incisive rapid fire of Ja, critical ja, plot points, one natürlich, after ja. the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. I'm Kichert. bolted to the edge of my seat. So, 2845. 2, 8, 4, 5. Das war aber richtig. Du hast mir aufgeschrieben. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir wieder runter. Wir kommen nicht mehr oben raus. Dann gehen wir zur Now Gedankenkontrolle he's getting gehen. back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Gedankenkontrolle, ich weiß es nicht. Also, es gibt das. Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Na, komm wieder. Also, I mean, hier ist Escape. Ja, auch toll. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. What? Als ob ich einfach jetzt hier wirklich sterbe. Das The wäre door behind langweilig. him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Das wird bestimmt hinten das Escape sein, At this natürlich. point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward Ja. and willingly confront his death. Das soll schon passieren, ja. Ja, warum sollten wir jetzt hier unten sterben? Macht ja gar keinen Sinn, oder? Macht ja keinen Sinn. Haha! Oh, wait, what? Wo sind wir jetzt? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no Oh, consequence oh, whatsoever. oh, oh, fuck, Stanley fuck. can't see the bigger picture. He doesn't know the real story. Oh, shit. Trapped forever in his narrow vision Kann ich bitte of what einfach this raus? life is. Bitte? Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his Oh, brief and shallow life. Come on! Farewell, Stanley. Nee! Farewell, Stanley, cried the narrator, as What? Stanley was Wer ist led das jetzt? helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Die stehen auf der Ecke von dem Korb. Wir können ja nicht runterfahren. Ja, nice. Er hat so ein bisschen Half-Life-Vibes mit diesen Körben da. Hier steht wirklich Pappkarton, okay. Gehen wir zu The Stanley Parable. Da steht gar nicht 2 dran. Wie soll ich wissen, was das ist? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Gute Frage. Wo sind wir denn jetzt? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Oh, ein Computer. Oh, ich hab ihn so vermisst. Und das ist der Grund vom Büro. Hier sind wir mal. Laufen wir mal raus. Das ist die Ecke. Bürogrundriss. Dieser Plan zeigt das Büro vom Spielanfang. Der Weg von Stanleys Büro, die beiden Türen, zu den beiden Türen, war der erste Teil des Spiels. War der erste Teil des Spiels, der gebaut wurde. Im Laufe der Entwicklung wurden Abschnitte hinzugefügt und verändert. Aber der Kerngrundriss ist fast identisch zum ersten Durchlauf. Ja, das ist so cool, kennen wir das halt, ne? Der Gang. Oh, crazy, das ist ein Gang. Ich wusste das gar nicht.
Bin ich in echt jetzt einfach noch so eine Kurve hier rum? Ich glaub schon, ne? Gang. Es war wichtig, das Spieltempo im ersten Abschnitt richtig einzustellen. Der Korridor wurde verschoben und verändert, um sicherzustellen, dass der Spieler die beiden Türen in einer guten Zeit erreicht. Was für eine guten Zeit? Okay. Die 2 Türen. Oh, Alter, ist sehr intensive Erfahrung, ja. Das ist auch ein sehr interessantes Museum hier, ja. Also, das ist, ne, also, ich will nicht sagen beste Museum, aber ist sehr close dran, ja. Die 2 Türen. Die 2 offenen Türen waren der erste konkrete Teil des Stanley Parable Designs. Als dieser Raum entstellt worden war, entwickelte sich der Rest des Spiels als die Erweiterung davon. Eine Erkundung des Widerspruchs, den dieser Raum darstellt. Ja, 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 ja. Hier ist mein Schreibtisch. Ne, hier ist ein anderer Schreibtisch. Das Büro. Okay. Einfach 3 Türen. Geräusche. Eine Auswahl an Geräuschen, die in dem gesamten Spiel beim Drücken von Knöpfen verwendet werden. Jedes Geräusch ist eine Mischung aus einem Tastanschlag und künstlichen Ton. Ich bin gespannt. Oh, ist toll. Noch besser, ein bisschen Half-Life-mäßig. Das ist Half... Nein, auch nicht ganz. Oh, okay. Alles sehr Half-Life-mäßig an... Also, einfach Source Engine-mäßige Sounds. Bürocomputer. Oh. Installing Charts Pro, Program Files, Charts Pro, ptp.dll. Okay. Da sperren Solitär. Employee Database. Passwort, okay. The current time ist 18, Doppelpunkt, was auch immer. Employee ist gleich, kann sich erkennen. Also oh, Aktenschränke, Alter. So ein krasses Museum, ja. Okay. Credits. Ja, okay, okay. Und wo geht's denn hinten lang? Könnte noch sorgen. Chefbüro? So hat es angefangen. Oh. Die Bürouhr. Sehr wild, ja. Freistehend. Das war die allererste Verkörperung der Freiheit. Aha. Ah ja. Ja, ja. Okay. Countdown-Schreibtisch. Einer der Schreibtische aus der ersten Version des Countdown-Endes. Haben wir das? Weiß es gar nicht. Hatten wir das? Ich weiß gar nicht, ne? Okay. Oh. Sorry, ich kann nicht aufdrücken. Überwachungsraumaufzug. Eine lange Zeit konnte der Aufzug im Motorraum nach oben oder nach unten fahren. Mit Freiheit oben und Countdown unten. Das haben wir aufgegeben, weil die Spieler es zu schwierig fanden, sich zu merken, was oben, was unten war, und haben stattdessen die beiden Enden zusammengelegt. Ah ja. Nee, da noch nicht hin. Was? Das? Die haben wir nie gesehen. Countdown-Raum? Oh, doch, glaube ich, da gab es noch irgendwas, wo wir auf die Rechner gehen mussten und irgendwas machen mussten, ne? Ja, ist das Countdown-Raum. Irgendwas, ganz entfernte Erinnerung. Okay, ein bisschen Fenster hier. Okay. Sending, ein Screenshot zeigt die erste Version des Endes, die als Sending bekannt ist und das letztlich ausgeschnittene und mit einem anderen Teil des Spiels zusammengefügt wurde. Okay. Sending-Modell. Das Sending durchlief viele Anpassungen. Der Raum wurde in 4 Versionen des Endes und wir dachten, es sei vollständig abgeschlossen, aber kurz vor der Veröffentlichung es zu verwerfen und zu ändern.
Die Knöpfe. Crazy. Crazy. Oh Gott. Also Game is not paused. Oh, Pausemenü. Okay, ja. Pausemenü. Lange Zeit hatten wir ein Ende, das nur endet, wenn der Spieler das Pausemenü aus dem Pausemenü neu startet. Leider haben wir nur sehr wenig Spieler erkannt, dass sie es tun sollten, was für alle frustrierend war. Okay. Gut. Ah, hier ist noch Hebel. Sending-Hebel. Die Hebel waren ursprünglich ein Teil von Sending. Der Spieler sollte an einem Hebel ziehen und die Ergänzung sollte beschreiben, in welcher Farbe. Kann ich sonst ziehen. Okay, schade. Trailer. Wir haben im Laufe der Spielentwicklung 4 große Trailer produziert, die alle etwas über den Geist des Spiels vermitteln sollten. Dies ist der erste veröffentlichte im Mai 2012. Er zeigt eine Reihe von kaputten Räumen, die Stimme des Erzählers, der den Zuschauern mitteilt, dass er eine neue Version von The Stanley Parable repariert. Okay. Ja, kaputte Räume würde ich sagen, trifft es ganz gut. Gut komprimiert ist das Video. Bisschen. Das ist nicht, das ist auch bei mir so. Das ist nicht durch Twitch oder. Das ist der erste Trailer. Okay, jetzt, also klar, mit Ton und Musik, glaube ich, wäre es ein bisschen krasser. Also jetzt hatte ich ziemlich boring, weil man hört halt nichts so, ne? So, oder was wir hier raufdrücken. Nö. Okay. Krass. Krass. Ja, was Neues entdeckt. Wieder auf Klo. Ist schlimm. Gehen wir hier lang. Noch mehr Räume, ey. Fuck. Der Wohnungstimer. In einer frühen Version der Erscheinung, die zum Apartmentende geführt hat, hat ein Timer eine 15 Sekunden angegeben, um ans Telefon zu gehen. Wenn man nicht ans Telefon gegangen ist, hat es zu einem Anrenner geführt. Okay. Der Lastenaufzug. Alter, für Text. Kann ich Telefon, glaube ich, irgendwas in Apartment sagt, wäre ja auch nicht viel, ne? Der Lastenaufzug sollte immer die Wahl bieten, auf dem Weg zu bleiben oder auf einen neuen Weg zu springen. Ah, die wir gegangen sind, ne? Mit diesem, der uns da rübergegangen hat. Okay. Nach dieser ersten Version entschieden wir uns jedoch, dass wir die Option wollten, den Spieler in den Tod zu stürzen. Okay, haben sie ja eingefügt. Ach, das war die erste Version vom Lastenaufzug. Ah. Die zweite Version ist funktional. Die gleiche wie in der finalen Spiel, aber wir wollten, dass wer nach einem Ort aussieht, an dem tatsächlich Fracht gelagert wird. Ja, das ist zu obvious, dass es da weitergeht, ne? Das, was jetzt gemacht haben, war eigentlich schon ganz gut. Jo. Das Büro. Lounge. Die erste ist eine Lounge. Okay. Erzähler-E-Mails. Nach dem zweiten Teil haben wir Leute darum gebeten, die Erzählerfragen per E-Mail zu schicken. Obwohl wir dies für weiteres Promomaterial eingeplant hatten, haben wir eine perfekte Anwendung dafür gefunden. Hier sind einige dieser E-Mails. Ja, ist das auf Englisch. Das habe ich jetzt nicht vor, alles durchziehen. Warum weg ist zu schnell. Geld? Mit dem Pfand des Sacken kostet was Geld? What the fuck? Okay, ich lasse die aber da umgucken. Schlachtfeld. Tron-mäßig angehaucht. Alien Base. Schon früh in der Entwicklung haben wir ein Ende entworfen, bei dem Stanley auf ein Schlachtfeld landet und gegen Aliens kämpft. Actionspiel sollte empfindungsfähig werden und Krieg gegen den Erzähler führen. Kurz nachdem wir mit der Entwicklung begonnen hatten, merkten wir, dass das viel zu witzig und zu kurz gedacht war.
für den Charakter des Spiels. Außerdem wurde es von manchen Leuten so interpretiert, dass das Spiel sich über Leute lustig macht, die Ego-Shooter mögen, was nicht die Absicht war. Ah, okay. Achso, ich da noch was. Ultra Deluxe-Ankündigung. Ach so, das war. Ach so. Das war die wieder Ultra Deluxe-Ankündigung. Im Dezember 2018 kündigten wir bei den Game Awards die Ultra Deluxe-Version von The Stanley Parable an. Dies sind Screenshots und Videos, die wir für die Ankündigung und Verzögerung des Spiels gemacht haben. Das Anwendung wird gehen können, genau. Das Büro. Wartungsraum. Ja, erste Version des Wartungsraums. Ah, okay, da waren wir auch noch nicht. In der Deluxe-Version. Ich gehe kurz ne? Der Kaffee will raus. Bis gleich, beeile mich. Ich flitze auf Klo und dann wasche ich mir die Hände. Da komme ich gleich wieder. Der Kaffee ist geil. Die weiß ich auch nicht. Habe ich ein bisschen verkackt zu trinken, aber durch die Bohnen und ach, ey. Runtergefallen? Oh no. Oh no! Kleiner Flauschball, kannst du einfach da runterfallen? No! Flauschball! No! Oh Mann, nee. Ich habe auch keine Milch hier gerade. Lass es uns probieren, okay? Jetzt geht's. Nee, Alter! Alter! Oh! Alter! Oh! Alter! Ich hab das. Oh! Das Maximum. Ich sag jetzt nicht mal einen Satz, ja? Ich bin ein Baum. Ist so Geschichte. Oh, hier ist schon das Ziel. Nein! Ja, natürlich! Natürlich! Ich wurde mit Absicht manipuliert und weggeschoben! Mit Absicht wurde ich manipuliert und weggeschoben! Dieses Oh yes. Oh ja. 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 Oh yes, ja, gute Pose. Oh ja, noch ein bisschen tiefer. Oh ja, ja, okay, geil. Alter, was, Alter, ist dein Plan hier? If I can scare that bird far enough away. Wirklich, ey. Das haben wir wahrscheinlich super gut aus der Kamera, oder? Gotcha. Alter! Nein! Der eskaliert übelst! Was ist denn mit dem LKW los? Können wir jetzt weiterfahren? Nein! Ja! Guck doch einfach im Stream! Ich steig da nicht auf! Alter, was ist das für ein LKW? Wirklich jetzt? Okay, oh Gott! Ja, ich bin drauf. Ich glaube einfach, die Kollision, die du gemacht hast, war mir einfach komplett danach. Okay, das Rechner brauchst gar nicht gucken, Alter. CO2 ist Ja, ich schon. Schmutz. Ja, aber CO2 mit dem Schwanz, ja. Sie auch auf Rechner. Darf ich nicht. Ich hab die auch auf Rechner, klar. Ich hab die mal als Hintergrundbild, ja. CO2 mit dem Schwadeck. Ja, ich seh mal rein, Schuss, kill ihn, Alter. Das ist ein fucking Witz, Mann. Vor allem, du kriegst nicht mal Assist, ja. Hallo, Alter, ein Schuss. Komm, Privatchat, ja, komm. Willst du Stress, ja? Leute, kann ich gerade auf die Schraube. Oh ja, geil. Geil! Nice! Mal, wenn das Loch nicht will, einfach mal dickere reinstecken, ja? Die Schraube, ja gesagt. Das hat klang als zweideutig. Oh Gott, Alter. Oh Gott, jetzt nicht zu schwach. Der Schraubendreherkopf einfach zu klein. Dir mal anguckst, den Kopf. I don't know. Ich muss auch mal eine Tablette nehmen. Ich weiß nicht, ob ich genau hatte. Ich habe noch eine, was soll's. Ja. Nicht so schlimm. Aber ich hab's halt nicht. Scheißegal.
Bin zu dumm, das Bett im Mund zu nehmen. Muss man auch erstmal schaffen, oder? So. Hier haben wir gewesen, genau. Dass wir Angst hatten mit den Credits. Genau. Also haben wir einmal einen Bogen rumgemacht, was ich machen, dass wir alles jetzt einmal angeguckt haben. Hier ist einfach so eine Bürowand mit dem Kopierer hinter. Cool, cool. Und crazy wild, ja. Lasst uns weiter gucken, was ist hier noch so. Wait, hier drüben ist auch noch ein Raum, ne? Dass man in die Richtung gehen kann, glaube ich, ne? Yep, hier waren wir nämlich noch nicht. Meetingraum. What the fuck? Wartungsraum Grundriss. Es war wichtig, den Lauf der Gänge nach den ersten beiden Türen richtig hinzubekommen, da die Spieler wiederholt durch diese gehen würden. Wir haben die Reihe von Entwürfen diskutiert, aber letztlich haben wir uns für hat sich die erste Variante durchgesetzt. Ich weiß nicht, was der Wartungsraum ist, ne? Was ist Staircase? Treppenhaus nicht? Ah, First Choice, da wo wir weiter die Wahl zwischen linke und rechte Tür nicht. Dann kommen wir in die Lounge. Ah, das ist der Wartungsgang, wo wir zurück können, oder was? Da hinten hin. Doch, doch, klar, ne? Doorway to Maintenance Lounge. It's a confusing ending. What's about this? Option. Okay. Was haben wir noch entdecken? Oh, jetzt das Museumsending. Ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Endings gab. Oder ist einfach jedes Mal, wenn wir einfach in den Raum gehen, ein Ending und wir neu spawnen. Stanleys Büro. Von links nach rechts die Entwicklung von Stanleys Büro im Laufe der Zeit. Das erste wurde im November 2011 erstellt und das zweite im März 2012 und das dritte im Februar 2013. So das erste Büro. Okay. Das zweite mehr Kaffeetassen. Der Schreibtisch ist näher geworden. Ist auch so fast wie das letzte jetzt ist, ne? Das ist das letzte. Ah, okay, den Computer haben sie ein Computer noch hingestellt. Ja, das genau. Genau, es ist im Endeffekt schon. Ah, die haben es ein bisschen unordentlicher gemacht, dass es ein bisschen mehr nach Arbeit aussieht und so ein paar Papiere reingelegt. Ja, ja. Interessant. Was ist das hier? Spieldesign-Modell. Das ist das Level, das William, der Leveldesigner, Davy, dem Autor, als eine Art Vorspielstück geschickt hat. Was? Die Stärke des Levels führt dazu, dass William für das Design des gesamten Spiels eingestellt wurde. Obwohl sich viel von der Umgebung geändert hat, ist der Grundriss des Modells immer noch im Spiel enthalten. Stimmt, das ist der erste Raum, den wir nach unserem Büro rausgehen, ne? Eingehen, eher gesagt. Hier ist die Kette. Ach, das ist der Aufzug. Habe. Stimmt. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Dies Ende kann ich, glaube ich, das Staring Parable an und aus. Können nicht hier hintergehen. Schwarze Rose muss ein Mysterium mehr für mich. Ich anmachen? Can you see? Can you see how much they need one another? Nee. No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Okay. Okay. But listen to me.
You can still save those two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. What? As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Isn't that? Jetzt Escape drüber und das Spiel beenden. Hier das Ending. Lass uns diese Maintenance-Sache mal versuchen. Wait, what the fuck? What the fuck? Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Those figglers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment? Ja, auf jeden Fall. Ja. Didn't it fill you to the brim with inner Ja. Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? Oh, schon wieder zur Memory Zone? Nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Okay. Aber nur weil du es bist, Erzähler, ja. Ich kenne durch den Namen, aber nur weil du es bist, ja. Ach, die Memory Zone. So toll. Ach ja. Now remembering when Stanley found the collectibles. Oh, ist eine neue Erweiterung für die Memory Zone. Wie toll. King, Hallöchen. Hello. Oh, die Memory Zone wurde erweitert. Ein Screenshot von 14,90 hat es gekostet. Okay. Crazy. Wir müssen unten lang gehen. Zu... Here's where it all began. The Was? first collectible. Back Ach, then, we had no stimmt. idea of how many of them we'd find. Ach, Choice of stimmt. 6 Das right erste there on gefunden the haben. screen. But how could we know Ja. for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Hab ich kaputt gemacht. 7 von 6. Ups. Ich war einen Tag King. Aber das ist schönes gemacht. Wäre einfach 7 von 6 Collectibles auch nicht schlecht. Kann man auch machen. Die rote, die blaue Tür. And here Das ist gut. was a second Stanlerine. You found this one all on your own, just by poking around by the red and blue doors. You did that, Stanley. Ja, I'll be ich honest. weiß. Back Aber then, toll, I had ne? no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. 8 von 6. Natürlich die blaue Tür. Und jetzt haben wir die Auswahl. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini-Stan? Can you remember? Ja, natürlich weiß ich das. Im Warehouse. Das weiß ich noch. Weil die haben wir danach haben wir die alle abgeholt, weil wir die Liste hatten. Ja, im Warehouse. Wie sollen wir hier rüberkommen? Achso, okay. Wow. Oh! Hey, that's exactly right. It was here in the warehouse. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. Ja, jetzt haben wir 9 von glad 6. These moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Oh. Let's see, what came next? Ich habe heute nicht so viel gemacht, weil ich krank noch bin und wollte nur gerade schnell mal Hallo sagen, weil ich will. Ach so, okay. Denn mir natürlich gute Besserung natürlich von mir, ja. Werd wieder bald gesund und ruh dich gut aus, weil Schlaf ist das Beste, was man macht. Und Tee. Ja. So ist meine Einkleidung und sowas. Na, bin ich? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das haben wir niemals in die Figur gefunden. Danke, bitte. Ja, das ist komplett falsch. Ich habe die gar nicht gefunden. Wieder, was machst du mit mir?
Das ist absolut nicht richtig. Die Toilette war der nächste, ja. This was the fifth ministand, and this one was really something special. It was in the boss's bathroom. Ja. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special Warum to ist me, besonders I wichtig? made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. What? Oh, yes! Windows Movie weg! Oh! Oh, yes! Was in there? Weiß ich nicht. Oh! Das ist halt wirklich Windows Movie Maker-mäßig. Mini-Stand 5! Oh, yes! Alter, Alter, wirklich. Windows Movie Maker mit den extra Preset hohe Qualität ist drin, Alter. Oh, geil! You found the executive bathroom. Thank you for watching. Oh, geil, Alter. YouTube 2008 Videos oder sowas, ja? Credits. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. 8 Minuten, kranke Scheiße, ja? Oh, das unter den Treppen war nicht richtig gezeigt. Okay, wir müssen hier lang. Das letzte haben wir ja in dem Chefzimmer in seinem Kamin gefunden. Genau. Der Kamin ist da unten gefahren. War das wirklich so? I don't know. And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here behind the boss's office. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps What the fuck? because it was the one that happened more recently than all the others. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figly and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all wir warten, bis er geredet hat. It was a moment unlike any other. Ja. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Was ist hier? Alter, war 12 von 6. Das ist weird, aber warum gibt es diesen Gang hier? Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ach, ein Monitor, der... You are in the... Was? Present? Oh. D-Game, Vielen lieben Dank, Mietung für dein Raid mit vielen Leuten. Dankeschön. Ey, was habt ihr gespielt? Gerade habt ihr auch Stanley Parable Ultra Deluxe gespielt, weil da hat so viel mehr Deluxe-Variante, ja? Wie geht's, wie steht's? Wie komme ich denn zu der Ehre? Dankeschön, ja? Also, ich hab nicht damit geredet, dass überhaupt jemand streamt überhaupt noch jemand anders außer mir gerade Stanley Parable oder nicht? Stimme, Guys. Fortnite sagt mir was. Ich hatte irgendwann mal gefragt. Ja, hast du das? Alter, ey, ne? Warte mal, wir gucken nach. Ja, 11. Februar 2022. Ja, Anfang des Jahres. Stimmt. War das das erste? Stramble Guys sagt mir gar nichts. Was ist das für ein Game? Sieht ein bisschen aus wie Fall Guys, oder? Basically einfach Fall Guys mit euren Hindernissen, oder nicht? Also es erinnert mich sehr hart an Fall Guys. Das ist vom Artstyle genauso so. What the fuck? Okay, crazy. Ja, Mann, was bist du nicht? Mod auf Fortnite.de? Was für ein Fortnite.de? Was für ein Fortnite? Nee. Also, vielleicht bin ich das immer. Ich weiß nicht, was ist ein Fortnite.de? Fortnite.de. What the fuck? Vielen Dank für dein Follow. It's Devin
by the way. Vielen lieben Dank. Ein Discord-Server, ja. Fortnite.de ergibt. What? Ich komme zu irgendeinem Forumsbeitrag von ich weiß nicht was. Global Games Report. Warum führt mich das dahin? Zu einem Beitrag über Fortnite. What the heck? What the heck ist das, Alter? Ich bin maximal confused, Alter. Nee, aber ich bin nicht Mod auf. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich das auch, muss ich wusste mir das nicht davon, aber wäre mir neu. Es gibt einen deutschen. Ist der bekannt? Ich meine, ich bin gerne Mod irgendwo, also so ist nicht, ne? Also wenn die Möglichkeit besteht, ne? Hier bin ich, ja. Ich kenne die irgendwoher. Februar dieses Jahr, lass mich überlegen. Ich glaube, da haben wir SnowRunner gespielt. Kann das sein? I don't know. Ich würde sagen, oder? Aber ich weiß nicht mehr woher. Warte mal. Februar. Warte, wir gucken mal. 22. Februar? 11. Februar. Wir gucken einfach mal, was ich am 11. Februar gestreamt habe, würde ich sagen, oder? Was verrät dir denn die ganze Sammlung aus Streams? Ich gucke mal. Februar ist 2. 11. Februar ist der Titel Der komische Hase ist bei uns. Was auch immer das heißt. Was ist das für ein Titel? Ah, da haben wir Five Nights at Freddy gespielt. Ah, haha. Das ist gut, wenn man alles gespeichert. Ging jetzt aber schnell rausfinden. Da haben wir Five Nights at Freddy gespielt. Aha, Secret Brief, also den neuesten Teil, den es da gab. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Diese Frage stellte mir Elon Musk gegen Ende eines langen Abendessen in einem Edelfisch-Restaurant in Silicon Valley. Jetzt. Wo Silicon Valley da nicht hingepasst, da Zeichen mit von den Streamtiteln ist da leider in den Weg gekommen. Aber ja, genau. Ah, so, ja, dann klar, dann weiß ich vielleicht nicht. Ja, natürlich, ja. Alter, ging jetzt aber, ich hätte nicht so schnell rauskriegen, was ich gestreamt habe. Ja, ich wollte gerade, was ist das für ein Titel? Aber ja, okay, dann hat die uns angeguckt und jetzt, okay, ja, klar. Ich bin jetzt ready. Aber welcome. Ja, habt ihr schon mal Stanley Parable gespielt? Irgendwie, weiß ich nicht. Oh, das ist meine Kamera in dem. And then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. What? Da war so eine Zeit, wo ich FNAF gemacht habe. Oh, what? Wie? Im Ladebildschirm? Hey, der Ladebildschirm zurück, okay. Das Game ist so weird, Alter. Ey, ne? Ist es auch zum ersten Mal, dass ich der Five Nights at Freddy gespielt habe und es war eine eigene Erfahrung, sag ich mal. Ich wünsche dir bis bald. Ja, auf jeden Fall, peace bald auf jeden Fall, ja. Schönen Abend ja auch noch und so, ja. Ja, danke schön für dein Haus nochmal. Haus, straight? Was auch immer. Okay. Ja, okay. Die gehen die Memory nochmal die andere Richtung lang. Okay, natürlich, ja. Der Motor ist weird. Noch mehr Sachen sammeln. Ja. 13 von 6, noch mehr. Okay. Ist wie lang? Doch, war alles noch gleich, ja. Okay. Warum ist da oben? Das war nicht richtig geändert, okay. Ja, doch, da. Ich erinnere mich an das Video. Ah, ja, ich weiß das Video. Ja, danke, das Video, ja. Ja, war super tolles Video. 4:3 und so war Klassiker halt, ne? Okay. Ja, und dann kamen wir hier, und dann war dieser komische Pink-Raum, den Sieger, aber ja. Ich auch nicht. Was auch immer das hier war, ne? I don't know, war weird auf jeden Fall. Okay, und jetzt Memory Zone. Warehouse, stimmt. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Ich weiß, wie wir zum Staircase kommen. Wir hatten ja zwischen Treppenhaus und Dings. Dadurch haben wir jetzt. Yes. Nicht? Okay. Das gab Speaker, weil wir hier die warten um das Stairs zu gehen, aber gab's halt nicht. Also war halt nicht, ne? Da haben wir uns damals nicht entschieden.
This was our second Figley. Don't you remember? Yes, Ja. I remember it too. Ich erinnere mich auch The dran. past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. Warum machen sie alles also rückwärts? Was bringt das? Ja, allerbeste. 18 von 6. Sehr gut. I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Notausgang. Ah, okay. Folgt zum Ort. Ja, die Halle. Ja. Genau, da kann ich mich auch dran erinnern. Die Wegweiser haben keine Beschriftung mehr. Der Springkreis. Terrible new content that we were originally sold on. I Ja. remember hating it back then, but time does put a rosy Ich habe immer noch keine filter on Sprünge everything. übrig. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. Mhm. I want more. Mehr Erinnerungen. Wir spielen das ganze Game rückwärts oder was? Crazy. Oh yes! Die 2 Türen. Ach Mensch, der gute Klassiker, ja. Ja. Immer die linke, immer die rechte Tür, natürlich. Was ist unser Büro? And before everything else, there was your office. Ja. Cool. Für noch einen Eimer bitte oder sowas? Is there anything else? Was there something that came before your office? Ich glaube nicht, oder? Was? Hier haben wir das Spiel gestartet, oder? Du erinnerst dich? Erzähl, an was hast du dich jetzt erinnert? I'm remembering something now. Okay. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. Was für eine I was Erinnerung? passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. Ja, und dann erscheinen die Buchstaben auf dem Bildschirm, wir drücken müssen und bla bla. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. Stimmt, wir spielen einfach den Prolog, spielen einfach rückwärts ab. It truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Was für noch eine Erinnerung? Just once, and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. Doch mal ins Büro laufen? Telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Oh, nee! Es geht ja von vorne los. Wir starten wieder in unserem Büro. Wie jeden Tag. Ach, ist das toll. Das war das Bild, oder? Na, warte, ich weiß auch nicht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ja, gute Stanley Frage. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley Warte einmal. picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone. Yep. Not with the bucket around. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and this was Na, wir gehen hier drüben rein. Wir gehen hier drüben Stanley rein. had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was Ja, simply the place to und stimmt, be. der Gang, der zur Lounge war doch And gleich. here it was. Had the Ja. bucket turned out to be correct? Was this better? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go. Ja. So he detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Da ist ein großer Button. Lass uns hier runterfahren. Ich meine, also, ne? Den Wartungsschacht, oder? Da haben wir noch gar nicht drinne. Oh, good, Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. Willkommen. Was zum? You see, your Oh, die friends fucking and I are gelben Linien. concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket Meine you're Freunde, carrying die around Schaufensterpuppe und das Baby, The oder was? bucket isn't even from the original Stanley parable. It's just sequel content. Ja, We're aber- the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Ja, die Because Adventure that's what Line. fans want Oh from ja, us. die war so They toll. want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before.
Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Aber das mir doch gegeben. Lass mich meinen Eimer, bitte. We could make the adventure line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's Ja, die Adventure Line. Es gibt die fucking Besenkammer wieder. Ach, wie toll, die Besenkammer. Ich dachte, dafür gab es damals auch Archiv, wenn man in die Besenkammer gegangen ist. Glaube ich. Was ist das oben für ein Bild? Ja, kann ich mich erinnern? Die natürlich auch über den... Keine Ahnung. Lass uns der Adventure einfach... Oh, die ist so Adventure-mäßig crazy. Whee! Look at that Yes! Raw Assets. Oh, Ah. and it played some silly music as well. Oh, yes! Oh. Dum, 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 dum. Now Oh, this what? is what the Stanley Parable is all about. Yes. Do you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. What? Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like Okay, this. okay, But ja. if we want to Die do mögen die that, Adventure we're Line. going to have to give something up. Okay, ja. Die Eimer geben wir nicht ab, ja. Die Eimer geben wir nicht ab. Das ist unser Eimer, der ist toll. Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. Nein, das ist why mein I'm Eimer. very proud to introduce a brand new character. This is the Bucket Destroyer. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you Nicht agree? den Eimer kaputt machen. Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Insert Bucket to destroy. ahead now, Nein! Say goodbye to the Nein! bucket. Ich möchte nicht, nein! Nö. Das ist mein fucking Eimer. Ich finde die Now listen to scheiße. me. It's crucial that you give it the bucket. Nein! Ich möchte nicht den Eimer geben. Ja, dann werden wir jetzt hier warten. Was zum Fick ist mit diesem Motor los? I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable Nicht sehr gut characters? aus. Well, you see, if you were to Ja, really aber- explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and Oh, nuance. okay. It's really like 10 personality traits. What Aber other nein, object das in this ist game mein could Eimer, even das say darf that keiner about? zerstören. Broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after Definitiv wollen this. nicht die Bucket Destroyer Merchandise the haben. Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that fuck. damn bucket. Quickly now. The fans Oh are je. waiting. Do it for Nein! fans, Ich Stanley. will Give the nicht! fans what Nein, they das want. ist mein Eimer! Der hat eine... Oh Gottes Willen. Eine Personalität? Ich habe keine Ahnung. Der Bucket Destroyer. The Bucket Destroyer. My prized creation. You had so much potential. We were It's going to do okay. such marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. All of it squandered now. Goodbye, new friend. For the moment in time that you were here, Yep. you were magnificent. Frank. Das war der Bucket Destroyer, also. Haben wir den auch mal kennengelernt, würde ich mal sagen. Crazy. Ah, okay. Ich denke mal, am besten mal so, ich werde jetzt mal. Der Gang ist anders. Eimer! Good old bucket. Just Stanley and the bucket. Off on another. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room. Wir gehen runter, wenn wir einmal zerstören und gucken, was dann passiert. So, ja, ich denke mal, wenn wir die Möglichkeit haben, weiß ich nicht, wir gucken mal. Wenn wir jetzt uns den Gang nochmal die Möglichkeit geben, da runter zu gehen oder nicht, oder ob sie jetzt irgendwas verändert haben. Nö. Well, no, never mind. The bucket was wrong. Okay. Stanley took the door on his left to go back, and so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Ah, okay, da geht's im Meetingraum. Oh, ich verstehe.
Und lass uns den einmal zerstören. Den werden schon da folgen und den einmal zerstören. Das wird ja auch noch was. Oh, good Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. Ja. What's this bucket you're carrying around everywhere? Aber der ist toll. Isn't even from the original Stanley. Ja, aber der aber ist doch okay. Ich mag meinen Eimer. Ja, Besen kann man es auch tun, aber der Bucket ist toll. Mob bin ich wegen meinem Eimer, wirklich, ey, ne? Der ist super. Der ist toll. Der Eimer ist toll. Lass bitte meinen Eimer. Okay, ja, aber den Eimer nehme ich trotzdem mit, ja. Und den werden wir dann halt leider schreddern müssen und gucken. Das ist alles gleich, ja. Now, this is what the Stanley Parable is all about. Okay. Don't you Also remember wirklich all einfach those einmal great einem jokes from the Handling original überschreitet. dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly Ja, okay, like okay. this. Nee, aber But if we want ich to muss den do Eimer that, opfern. Das you're going ist to have to give schwer für something mich. up. Don't you get it, Stanley? We need to Dark get rid of Souls the 3. That's why I'm very proud to I introduce a know, brand new Fab. character. I know. This is the Bucket Destroyer. Du willst unbedingt Dark Souls 3 haben. Kommt noch, Fab. Aber wie soll ich dir eigentlich Bescheid sagen, wenn Dark Souls 3 spielst? Kriegst du ja nicht mit oder nicht, so weil, wie, ne? Also, I don't know. Aber ja, wir werden das spielen, dieses Jahr Dark Souls 3. Wir werden wohl leider dem Bucket Destroyer unser Bucket geben. Mach bitte nicht in der Woche, wo ich... Was? Mach bitte nicht in der Woche, wo ich Sommersportwoche habe. Ich habe keine Ahnung, wann du Sommersportwoche hast, Fab. I don't know. Ist so ferienlagermäßig? So im Sommer oder? So denke ich mal, oder? Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket. Eimer, Bucket, etwas schön mit dir, aber um Ending zu halten, muss ich dich leider hier abgeben in die Maschine. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the bucket destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality Wir können sie nicht reinwerfen. Wir können sie nicht reinwerfen. Was? Zum Weg. Okay. So ein Ausflug mit der Schule irgendwo hin, um Sport zu machen. Schwimmen, spielen, etc. Ah, also klassenfahrtmäßig. Ich darf's nicht, oh, ich kann ihn nur zu mir nehmen. Stanley will sein Bucket behalten, ich verstehe. Auch verstehe. Alter, der Kaffee, der treibt richtig, ich muss schon wieder auf Klo. Okay, wir werden jetzt hier den Bucket Destroyer... Können wir das irgendwie noch... Nee. Wir können nicht unseren Lovely Bucket da reinpacken, das geht nicht. Wir lieben diesen Eimer zu sehr, als dass wir ihn da reinpacken könnten. Okay. Ich durfte bei sowas nie mit. Ref, kann ich nicht verstehen, warum. Weiß nicht. Ja, gute Frage. Vielleicht, weil er frech war in der Schule, die anderen Kinder einfach angespuckt hat immer oder so. Und ich weiß, bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist so, wurde zu Hause gestickt. Ref war immer der immer Alkohol mitgenommen hat, ja. Nee, aber also bei uns war es ja so, dass die Eltern halt immer so Geld bezahlen mussten für, und es gab auch teilweise Sachen, wo dann halt die Kinder oder die Eltern nicht genug Geld hatten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es hat dann hier das Arbeitsamt, also hat die Erziehung bekommen, das Amt das irgendwie bezahlt, aber irgendwie weiß ich nicht. Aber auch irgendwie nicht so, manche durften auch nicht mit, ach, keine Ahnung. Meine Lehre war... das glaube ich nicht. Es lag wahrscheinlich auch an dir, oder? Oha, jetzt gibt's Beef. Ja. Ich glaube, Ref, es lag vielleicht auch ein bisschen an dir. Ich habe ja so ein bisschen mitgekriegt, so Berufsschule und ihr habt so euren Struggle so mit zu spät kommen.
Es ist immer so funny, Alter. Ref, so, oh ja, ich muss Wecker stellen, damit ich morgen nicht verschlafe. Denn so um 8:20 Uhr sprach, oh fuck, ich hab verschlafen, ja. Aber jetzt egal, ich schlafe noch ein bisschen, ja. Bei der nächsten Zug, ich habe den Zug verpasst, ich schlafe noch ein bisschen und dann gehe ich zum nächsten Zug und dann so, 2 Stunden später Sprachnachricht. Fuck, ich hab schon wieder verschlafen. Der andere Zug ist auch weg. Fuck, ich hab die Wecker nicht gehört. Und dann wurde auch später Sprachnachricht. Fuck, ich hab den nächsten Zug auch verpasst. Ich war zu spät am Bahnhof, ich hab den auch nicht gekriegt. Jetzt hab ich 3 Züge verpasst. Ich so, Alter, Ref, wirklich, Alter, ne? Und jedes Mal irgendetwas, wo ich denke so, what the fuck? Also es gab auch immer, wo ich zu spät zur Berufsschule komme, weil einfach, Alter, ne, wenn es irgendwie fett geredet hat oder so oder eisig war, dann bin ich halt nicht schnell genug in der Schule wieder mit zu spät losgefahren, weil ich noch dachte, so, Alter, komm, ich mache schnell ein Brötchen, aber zu spät und so, und dann bin ich zu lange gebraucht, da war schon mal kacke halt. Manche Lehrer, die waren so richtig bitchig, mit zu spät gekommen sind, aber wenn es einer passiert, das war okay, aber Alter, ich habe mich so abgehetzt auf dem Fahrrad, ich war so fertig, wenn ich da war, so, oh, das Auto ist einfacher, ne, aber nee. Stronggriff, ja. Also ich fand es, wirklich, ne, 10 von 10. Also ich hatte mich echt surprised, dreimal den Zug zu verpassen, ja. Auch nicht schlecht. Also, ne? Zu verschlafen und dann nochmal zu verschlafen hintereinander an dem gleichen Tag. Das ist schon crazy, ja. Ja, so. Jetzt ist kurz die Chance auf Klo flitze, weil wir haben ja den Tag jetzt nochmal wiederholt, also von dem her muss wir anders der Gang geworden, ne? Der hat uns jetzt eine Möglichkeit gegeben. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil wir hätten vielleicht weiter irgendwas anderes dann auslösen können. I don't know. Was passiert, wenn wir da runtergehen? Was ist, wenn wir... Stimmt, was ist passiert, wenn wir runtergehen ohne einmal zu nehmen? Vielleicht was passiert dann? Ja, hat einzigartiges Skills. Ja, ne? Das ist korrekt. Das muss man erstmal haben, ja. Nicht jeder kann das von sich behaupten, ne? Hier wird die Tür, wenn wir zurückkommen würden, ne? He entered that this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ich muss auf Klo, ich muss auf Klo, ich muss auf Klo. Ich muss auf Klo, ich muss auf Klo, ganz doll auf Klo, ganz doll auf Klo. Ganz doll auf Klo, ganz doll auf Klo. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Nee, falsch rum. Jetzt wird es schon alles passieren, weil wir müssen dann einmal nicht mehr zerstören, dadurch sparen wir jetzt ein bisschen Zeit, oder? But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, ja. From here, it's, links? Okay. Bis gleich. Ich flitze auf Klo. Oh, fuck, Alter, Kaffee.
Das hat einzigartig. Ja. Ja, ja. Ich stelle mir gerade so einen kleinen Ref vor, der Stress mit der Lehrerin wollte. Ja, so ein Mini-Ref, der so gebieft hat wegen Fortnite so, weil er unbedingt früh los will, um Fortnite Skins zu kaufen und dann einfach so, nee, du darfst drauf, doch, ich will jetzt hier für Fortnite will ich jetzt hier raus und mir ein paar V-Bucks kaufen, bitte, bitte. Wo muss denn dann lang? Ja, wo denn dann lang? Oh dear, would you hold on for a minute, please? Papierrasche? Okay, ja, okay. Now, let's see. We went down, right, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Sicher? Ah. Erst wieder ein bisschen. Meine Lehrerin war eine dumme, was ist eine Kachaba? Was ist das? Alter? Ist das richtig geschrieben? Ist das irgendeine Beleidigung in Österreich? Das klingt einfach super dumm. Ja, aber okay. Okay, Kachaba, ja. Die hat wegen meiner Allergie zu Hause angerufen. Ja, ist doch nicht schlimm, wenn du da der Reaktion hast, zu Hause anzurufen, oder nicht? Oh. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Oh nein, ein Spoiler! Okay. We just have to get back to Okay. Who am I kidding? Ja, ich gucke nicht. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Was? Okay. Aber so. Ich habe keine Ahnung. Okay, also dieser Bereich bringt uns nicht. Wo ist mein fucking Eimer? Ich möchte meinen fucking Eimer wieder haben, Alter! Ich habe die Möglichkeit, den Eimer zu nutzen, ne? Das ist schon wieder frech, oder? Nee, nicht wegen einer... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over. Was geht hier ab? Everything should be... Warum so viele Türen? Change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere? Nein, ich habe nichts gemacht. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Okay. Nee, nicht wegen einer allergischen Reaktion, sondern wegen meinem Niesen. Was jetzt im Niesen so schlimm? Okay. What the fuck? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. But it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Die Gänge sind... Oh, gleich. Laut ihr habe ich untergestellt. Ja, hast du auch, definitiv, ja. Hab's einfach genießt. Geht gar nicht, Ref, geht gar nicht. Ja, schlimmer, Alter. Das ist doch nicht besser geworden. Ich habe den einmal übersehen oder so. Mal gucken, ne? Aber ich glaube nicht, dass es das besser machen wird, sondern einfach noch schlimmer machen wird, oder? Der gute alte Kraftwerk auf dem Teppich ist dann auch. Die Tür war schlimmer, oder? Eigentlich nicht, oder? Okay, anscheinend schon. Das
war auch alles nicht so. Das ist irgendwie was anderes alles, oder? Bitte ich mir jetzt einfach gerade was ein. Aha! I knew something. The story. Here it comes. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Okay. Weiß nicht, ob das so richtig war. Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass es die Story ist. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Oh, what the fuck? Do you remember, Stanley? Nee, also ja, schon. Also. Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Ja! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, gut gemacht, sehr schön. Danke, danke. Oh no, I don't feel right about this at all. Wieso fühlt sich nicht wohl dabei? Put in any actual work for that win. Na, hallo? Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Natürlich. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Ach, come on. All right. The Stanley Parable 2 Adventure Line. We don't get lost. I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Ja. Die Stanley Parable 2 Adventure Line. Sneaky Peeky, Folge der Adventure Line. Oh, sie ist so spaßig, so toll. Ja. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being Die by kleinen the very Wichser, Alter. manifestation of the nature of life itself? Okay, Stan, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Wir gucken jetzt mal, was Reffi geschrieben hat. Die Sache war als alle anderen unterwegs auf einem Ausflug waren, musste ich in der Schule bleiben und dann war es so, wurde ich von meiner Lehrerin in eine andere Klasse gesetzt. Das ist basic, die macht das halt so, eine Ausflug in eine Klasse, genau, die Parallelklasse oder irgendwo halt ja, ne? Und Unterricht machen. Genau. Klasse gesetzt. Und ich bin aber danach meist in der ersten Pause gegangen und in meinen normalen Klassen aber gegangen, weil ich dort den restlichen Tag gechillt. Ja, Ref, selber schuld, wenn du Unterricht dann schwänzt, einfach klar, einfach da rumchillst. Maybe ist sie der Piss, weil du einfach geschwänzt hast. Also, maybe. Aber okay, ja, du wirst bestraft. Etwas. Und dann schwänzt du die Strafe. Ach, macht's vielleicht nicht besser, aber ich ein anderer. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. Wir müssen Adventure so voll, okay. I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Fuck. Crazy. Okay. Keiner Weg lang. Da 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 dam da 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 dam 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 da.
Wait, cut the music. What? Go back and look at that fern. Kann ich merken. Stanley, this What's this? fern will be very important later in the story. Okay. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Mhm. 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 Ach, ich muss erst so. Shit hier. Okay, okay, okay. Aber bin ich in den Bus der Adventure angefangen, war so fasziniert von der Adventure Line hier. Okay, war da der Adventure Line lang. Yes, 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 Adventure Line. Oh. Wait, what? We're back at the office? No. Wait. No, no. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Haha, wir sind zurück! Yes. Na, das wollten wir. Was hast du da gemacht in der Grundschule? Hast du da schon ein Smartphone, hast du einfach dann irgendwas gezockt? Oder was hast du gemacht? Das sind so, ja. Machen wir jetzt hier einen chilligen. Sitze jetzt hier 3 Unterrichtsstunden rum. Oh, und sitze einfach hier und freue mich und Ast ab? Oder was hast du denn da gemacht? Ja, ja. Zähle mal die Kreide. 1. Hier war alles gut. Haben meine bei Lehrer mal am Schreibtisch kam, aber also ich weiß nicht, ne, aber anscheinend war es bei euch nicht so. Aber bei uns war das so, dass halt in der Grundschule die Lehrer hatten alle ihre eigenen Unterrichtsräume. Und die haben sie halt auch abgeschlossen, wenn sie halt da nicht drin waren, weil halt dort halt, ne, so ihr Zeug drin lag, Stuff drin lag, so unterrichtsvorbereitende Sachen, so. Irgendwelche anderen Stuff halt einfach in dem Schreibtisch, da irgendwelchen Kacker, die drin hatten, halt, irgendwelche Bastelsachen und sowas, so. Damit nicht irgendjemand laut und deswegen waren die Räume da abgeschlossen, so, wenn da kein Lehrer drin war. Also wenn er jetzt auf mal Ausdruck war. I don't know, aber in Österreich ist es schon anders, dann die Türen alle offen, so. Aha, hihi, easy, klaut einfach alles, was ihr wollt, scheißegal. Wir haben eh nichts zu klauen. Ja, aber deswegen überlegt, ob die waren alle abgeschlossen, wenn die Lehrer nicht da waren, oder Pause und so. Ja, irgendwas denn. Oh, no. schon wieder hier? Again, Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Well, I can't take this anymore. 427. Da unten sind wir. Okay, Adventure Line, wie müssen wir da? Ja, 427. Eine Kamera im Büro? Haben wir gar nicht. Oh, weird. Okay, okay. Lass. What? Hey! Adventure Line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Okay. Exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in? I don't know. How about this direction? Da steht was davor oder nicht? Der Schreibtisch war, aber die Klassen waren offen. Ja gut, aber bei uns haben wir halt auch so Schränke drin stehen gehabt, wo halt so, keine Ahnung, halt so Stuff, was da drin lag, halt so, was war da drin? Halt wieder so oft so Bastelsachen, so vom Kunstunterricht, also so Sachen, wo wir halt unsere ganzen Sachen, so Tuschkasten so reingestellt haben. Ich glaube, da lagen auch so, hätten da auch so Karteikartenboxen so zum Englisch lernen und so ein Shit. Oder halt da schon auch ein Rechner drin in den Zimmern so, aber halt so ein, Alter, aber die Grundschule war halt da 2006, 2007 so und der war halt so fette Rechner mit so RAM-Monitoren noch und dann war halt da halt so, ja, hier ist ein Computer, hier ein Drucker daneben und das ist quasi super vergeht. Ja, hier, ne? So, da war halt so, so Kissen drin, weil so ein Sitzkreis gab es dann irgendwie auch mal am ersten Tag und I don't know, das war halt alles abgeschlossen. Bücher und sowas drin, so, also. Also Schulraumstuff, ich weiß nicht, was noch drin war, das ist so lange jetzt in der Grundschule war, da ich habe keine Ahnung, was in den Schränken noch drin war. Also bastische Scheren, Papier und sowas. So auch wie dieser Gang, Alter. Ja, definitiv, ja. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Wait, es geht wirklich. Okay, da geht's wirklich weiter. Okay. Ja, okay. Bin, deswegen ja. Und hab Handy gespielt. Auf dem Zeitpunkt hatte ich kein Handy. Ja, oh, Adventure Line! I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Nein, ich muss Adventure Line folgen.
Hui, die ist so toll. Ich kann die Musik nicht nachmachen, kacke, ey. No, sie ist weg! Och, sad. Ja, das war ja abgeschlossen. Da ist ein Raumtisch, so deswegen. Der Lehrertisch. Ah, a choice. We okay. get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Shit. Das war Hauptschule. Da hatten wir schon jetzt gehabt. Das gibt doch zu Türen. Du spielst das verwirrende Ende seit. Oh, hold up, what's this? The Mutter angekommen. ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant Linie ending. weiterführen. And we're supposed to restart the game. Denn ich versuche die Story times? That's really how all this goes? It's all das Spiel statt der Linie wieder für den Anfang der Folge. I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, ja, das ist aber nicht wirklich gefolgt. Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? What? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? Das war nicht, ne? Made this schedule? Das ist schon lange Zeit später, ist der nicht stirbt. What? Someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Was war das? Okay. Lass uns mal gucken. Um das Story zu folgen. Im Endeffekt. In dem Gebäudeladen ist alleine. Die Rückkehr zum Büro, Rückkehr zum Monitorraum. Okay, ja, 4. Neustart, Abenteuer, bisher unentdeckter Bereich. Linie wiederfinden. Ablauf für verwirrendes Ende finden. Jetzt der Spiel. So, 5. Neustart. Ziel erinnert sich nicht an bisherigen Neustart. Denn versucht die Story zu spielen, aber wird verhindert. Unfähig irgendwo hinzugehen oder irgendwas zu tun. Spiel startet von selbst neu. Okay, das wird uns jetzt erwarten, denke ich mal, oder was? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together would be perfect. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. Und sonst habe ich halt am PC die Schule gechillt und geschaut. Oh, der Ref, ne? Das ist der Unterschied, Ref, ja? Warum aus mir was geworden ist.
Weißt du, du wirst bestraft, sollst am Unterricht an einer Klasse teilnehmen. Denkst du, nee, ich bin einfach, weiß ich nicht was und schwänz einfach den Unterricht, in dem ich sein soll, verpiss mich einfach, spiele die ganze Zeit an meinem kleinen Schlong im Klassenzimmer und guck YouTube-Videos, Alter, what the fuck, Alter. Hättest du halt ein bisschen mehr Englisch noch mitgemacht, ja? Schade, natürlich können wir nicht rausgehen. Aber irgendwie ist es nicht so, das passiert irgendwie nichts hier so, weil, also, ne, also das, was jetzt beschrieben war, nicht ganz eingetreten, ne? Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find out. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. Oh. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. Yeah, This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? What the fuck? Stan, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends. Oha! That your Was für eine Frechheit von der Besenkammer! Also, ne? Also, so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner. Well, I never. Sie haben es ja nicht mehr, macht es trotzdem nicht besser, oder? Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. There. Now it's settled. Property. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom Eigentum von Stanley. Philosophical diatribes Aha, ich habe Sticker von einmal. And their relationship to broom closets in the natural order of things. All right, I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. Yes! You see? I feel that it works because the sticker is also a bucket. Ja! That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, it's a bucket. Ah, das ist gut, das ist gut, das ist smart. Ja. Ich bin meistens in die erste Klasse gegangen, das war nur belastend. You know what? I could take the name-calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us a silent treatment. Warum die erste Hälfte, wie dumm ist das denn? Warum das so geschickt? Ich dachte, Ref kann nichts anderes. Oh, yes. Zickigen Putzzeug, Alter. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Property, get out of my fucking property. Oh, wer kann das Spruch, Alter? Ich weiß nicht. Erzähler, Dude? Er lässt sich nicht betrügen, aber ich hab Sticker auf einmal, ich bin happy, ne? Ich hab 2 Sticker bekommen, also gar nichts dagegen, ne? Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stimmt, war der unten der weirde Shit. Ich gab doch die Figur, die wir irgendwie dann gefunden haben und irgendwie auch nicht und irgendwie war das so weird. Ne, aber stimmt, ich war da oben ins Büro nicht rein und dann zur Gedankenkontrollmaschine eigentlich, weil da haben wir da jetzt mal noch nicht gewesen, da haben wir noch keinen Eimer gehabt und alles. Das ist so
Ja, mein Sticker-Eimer und alles ist great, alles ist cool und yes. The boss knows that what the boss say goes. If the boss felt lost, then that's what the boss close. Okay, geiler Reim. Und falls meine Lehrerin reinkam, habe ich gesagt, meine Klasse kommt gleich im Ausgang zurück. Und da ich Informatikschüler war, habe ich immer eine Ausrede, wie ich am Bruder saß. Informatikschüler, what the fuck? Alter, hat schon, der hat schon echt viel gebracht, so, ja? Du bist krass am Rechner, ja. 2, 8, 4, 5. Crushed, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Yep. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical Mal explanation. hinten noch lang gehen jetzt oder nicht? Warum gibt es diesen Weg? Ich verstehe es nicht. Warum gibt es diese Stelle hier? I don't know. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown Wir fate. wissen ja was. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Ja, Everything will der be Eimer ist fine. toll. Ich weiß nichts von Informatik. Hat sich verloren zu Informatik oder was? Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Ah. Der Raum mit den ganzen Monitoren, ne? Ah, Licht an. The lights rose on an enormous Oh, room letztes Mal. packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley Was and the wohl? bucket both wondered to themselves. Kann es mir nicht erklären. Yes. Kameras. The Oh, monitor okay. jumped to life, Yes. and Stanley nearly dropped the bucket in shock. 6 Mitarbeiter haben Everyone in wir. the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. Oh The nein. Können Sie bucket was? had never seen anything like this. Der It Eimer ist auch very entsetzt, nearly ja. burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it Bei that everything would be fine. 427. Das ist unser. Gucken, ob wir da jetzt unser Zimmer sehen. Ja, unser Büro. Wie cool, wie cool. Gibt noch. Doppelt sich gerade da. Ist auch noch unser Büro, oder? Nee, ist noch was. Ich glaube, es doppelt sich auf jeden Fall. Und tatsächlich hatte in der Schule dann man Rückfragen. Was? Ja, das kennt den, oder? Die haben wir mal hier oben den Raum gesehen. Sollten wir eigentlich noch gleich da sein sollen, dürfen, was auch immer. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket Gute been Frage. told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions Oben gab es die Möglichkeit, das Escape, aber das wurde dann entfernt, ne? Da war gar keine Möglichkeit mehr. Ah, okay. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He Na, squeezed kann the nicht bucket sein, tighter. kann nicht sein. His one friend in the entire Ja, world. der Bucket At ist this unser point, he Freund. could trust no one except Außer dem the Bucket. bucket. Natürlich, natürlich. But here was the proof. Oh. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Mind control happy offline. Or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the Ja, world. unser Eimer ist so toll, They ja. high-fived in a really cool way.
The bucket made a sassy comment about taking down the system. Ah, Mind Control idle, awaiting input. Okay, das kriegen wir hin. When at last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Wird nicht funktionieren. Doch? Stanley and the bucket waited in blackness. Die können es wirklich ausmachen? Als ob? Als ob? What the fuck? What the fuck? They had done it. What? Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to see Ja, from every country Roller-Skaten, der Bucket auf jeden Fall. Wir sind frei. Yes! Stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. Warum hast du es da geschrieben? Oh. What? Wait. What was happening? Hallo? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? Hallo, bitte raus, das ist ein Unbearable Haus. silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Was? Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part. So eine Scheiße. No. Stanley can't leave this place. Aber ich will ein Eier mitnehmen. Precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has. Ja, immer den Eier, ja, To be die trapped Bucket noch, ja. eternally in darkness isn't really so bad. Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Ja, klar. Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Okay. Also wir müssen die Gedankenkontrollanlage All of his ausschalten. co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Weil was hat dieses sinnlose Ende-Dings-Skript uns gesagt? So. Spiel hört sich von selbst so, ja, im Endeffekt schon, ne? Linie wiederfinden, Anfang der Linie folgen. Identische Funktion das Büro finden, die begonnen hat auseinanderzufallen. Versuche die Story zu finden. Ob wir das jetzt hier finden, ob wir die Linie wiederfinden. Aber nicht. Ach, unser Eimer, er ist so toll. A strong bucket, a humble bucket, a committed bucket. A bucket of culture and distinction. Ein toller Bucket. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. Die Tür ist sonst nicht da. The door on his Wo? left. Doch, die hier. Hier wird uns gehen. Der Moment, als man vom Schularzt, vom Schularzten Still no one was zur here. Schultasche Stanley wechselt. needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Okay. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Wenn wir die Gedankenkontrollanlage ausschalten, vielleicht können wir denn dann den Bucket mitnehmen. Wer weiß, ne? 2845. 2845. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most Erzähl du ein paar Schulstories. Oh. Weiterführende Schule oder Grundschule? Da kommen so Nostalgie-Feelings irgendwie hoch auf jeden Fall, Alter, wenn ich gerade so dran denke, so ein paar Sachen. Ich glaube, meine Weiterführschule hatte ich.
Grundschule hat sich schon ein bisschen. Und ist auch noch länger her, ne? Mehr Zeit die vergangen ist. Ich hab's auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Lehrer einfach alle tot schon, ja. Warum ist mein Handy ist auch noch? Ich habe erschreckt, so kommt mein Handy, aber gleich hab's hingelegt, um die sinnlose Ende-Story dahin zu finden. Lesen, was auch immer. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Ja. Mind Control Facility. Aber hat sich gesehen? Niemals. Egal. Ich glaube, aus der Weiterführung habe ich gar nicht so viele Storys. The lights rose on an In der enormous Grundschule? room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to Grundschule war eigentlich themselves. ganz cool, muss ich sagen. Wir haben auch mal eine Schule übernachtet. Das war cool. Ja, ich weiß nicht, wie wir Schule übernachtet haben, aber. Schule machten. Gut, ne, bei uns geht Grundschule 1. bis 4. aber 1. bis 6. Klasse. Und dann weiterführen halt 6., 7. bis 10. oder 13. wenn du Abitur machst. Wenn du halt auf ein Gymnasium gehst, ab nach 6. halt bloß bis zu 12. dann überspringst du ein Jahr. Aber es ist Bundesland zu Bundesland wieder anders. Everyone in the office was being Was haben wir noch gemacht in der Schule? Ich habe damals Schülerzeitung geschrieben. Ja, crazy, ja. Mit dieser Rechtschreibung, ich habe Schülerzeitung geschrieben. Ich habe so eigene Geschichten geschrieben für die Schülerzeitung und so, ja. War schon crazy, ja. Was haben wir noch gemacht? Alter, Was the bucket under the mind control ich überlege facility's gerade. influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? Ich war auch nicht in anderen Grundschulen. Ich kann nicht sagen, ob die jetzt crazy waren oder nicht. Ansonsten, wir haben so diese. Als ich noch da anfangen habe, gab es irgendwann diese elektronische Tafel, kam so auf, ne? Und aber, ne? Wir haben dann so diese elektronische Tafel bekommen, diese Smartboards, ne? Und dann einfach 2 Wochen später einfach, ja, Klasse zu Ende, einfach eine andere Klassenlehrer bekommen, in einer Klasse auch wieder so eine scheiß Kreidtafel gehabt. So ein Abfuck, ja, so 2 Wochen so ein Smartbook gehabt, alles so super sad, das wäre so cool, man kann mit dem Stift drauf schreiben und wow. Und einfach eine Klassenlehrerin. Wow, toll, oder? So ein Abfuck, Alter. Unter 6 Jahre. Bei euch. Ja, 1. bis 6. Klasse, genau. Genau. 1. bis 6. Klasse ist Grundschule. Und dann 7. bis 10. Klasse ist dann halt die weiterführende Schule. Hauptschule, Realschule, wenn man dann möchte. Was aber die Möglichkeit, Abitur zu machen nach der 6. Klasse, musst halt einen bestimmten Notenschild haben, dann kannst du aufs Gymnasium gehen und dann machst du halt ein Abitur dort, was du dann auf der weiterführenden Schule auch machen kannst, aber dann musst halt 7. bis 13. Klasse gehen. Wenn du auf einem Gymnasium gehst, musst du Abitur machen. Du kannst nicht den 10. Klasse Abschluss machen, den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss, weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt. Du musst diesen Abitur machen, wenn du aufs Gymnasium gehst, machst aber dafür nicht 13 Jahre, also 7. bis 13, sondern halt 7. bis 12. Das heißt, du sparst ein Jahr, weil dir einfach halt den ganzen Stoff einfach mehr kommt, du mehr in den, also der eigene wird einfach in die ganzen anderen Jahre aufgeteilt. Du lernst also mehr in weniger Zeit. Also du musst schön was auf dem Kasten haben, weil du halt mehr Wissen reingeprügelt bekommst im Endeffekt halt, ne? Bei uns sind es 4 Jahre. In der Grundschule? Aber ich finde es auch besser so, muss ich sagen, als für das 4. Klasse. Weil ich finde so, 6. Klasse und dann so ist okay, weil wenn man dann wechselt, weil dann fängt so Pubertät und so an und so und dann ist bei der Realschule alles cool, so, ja. 4. Klasse ist halt so, dann kommst halt mit 10 so und weiter für Schule, also welche, die rasieren sich schon, ja, und rauchen bis zu mit 10 und so, da ich so, ja. Fuck, die sind super groß, die nehmen mein Fahrrad und schmeißen sich mit dem Fahrrad einfach über den Zaun, so, ja. So, weißt du, so finde ich ganz gut. Du bist schon ein bisschen älter und so. Und das ist so vom Toilet nicht mehr so krass, als wenn du da irgendwelche Abiturienten hast, die schon mit dem Auto angefahren kommen und du bist da mit deinen 10 und kommst so mit deinem Fahrrad mit Stützrädern angefahren halt, so, ne? Weiß ich, wie alt man ist in der 4., denk mal 10 oder so, oder? Ich glaube, mit 12, 13 wechselt man nach der 6. Klasse so. Oder ich glaube, 12, 13 war ich so. Bin ich gewechselt in Alter, wie lange ist das her, ey? Crazy. Und da war ich einmal, Sache gefallen, wir waren einmal, haben so Sport auf dem Sportplatz gehabt und habe irgendwas im Auge gehabt, die ganze Zeit so, weiß ich, mein Auge hat super gedreht und so und ich habe so gerieben, das ist nicht weggegangen, das war so mega weird, ja. Und wir hatten so eine Schulkrankenschwester, ja. Klingt mehr als es ist, im Endeffekt, also ihre einzige Mittel war ein Kühlakku und Traubenzucker, so im Endeffekt. So, hier ist ein Kühlakku und ein Traubenzucker. Bitte, ja. Du hast dich gestoßen, Kühlakku, Traubenzucker, ja. Du bist hingefallen, Pflaster, Kühlakku, Traubenzucker, ja. Wie du hast Kopfschmerzen,
Kühlakku, Traubenzucker. Es gab immer das Gleiche. So, mehr gab es halt nicht. Fucking Kühlakkus und Traubenzucker, ja. Es war immer so. Was ist das, ein Splitter? Splitter habe ich, warte, auch Kühlakku, glaube ich, weiß ich nicht. Aber ich habe auch einmal mir beim Sport so einen Splitter eingetreten, so also Dornbaum auf dem Sportplatz. Da war barfuß rumgelaufen, habe ich so einen Splitter eingetreten in den Fuß oder so, oder in der Hand. In der Hand, ich bin aus eine Gegend den Baum geschossen und habe ich so einen Stachel hier zwischendrin gehabt, irgendwas war mega weird auf jeden Fall. Aber wird zu der Sache im Auge, ne? So zu kommen. Und so, ja, ich habe was im Auge und so und bla bla. Und dann haben sie jetzt so, ja, da können wir jetzt keinen Kühlakku drauflegen. Was machen wir da jetzt bloß, ja? Traubenzucker, ja? Natürlich auch, ja? Aber ich dachte, so Augentropfen reingemacht, hat aber nichts gebracht, so immer noch super gedreht und so, ja? Und dann habe ich so Englisch-Vortrag halten müssen, so, ja? Und kommt mich auf die konzentrieren, weil irgendwas so, ich habe immer, wenn ich geblinzelt habe, hat es so unangenehm geriet, als wenn ich irgendwas im Auge habe, so richtig unangenehm halt so, ne? Und ich konnte das Auge gar nicht richtig aufbauen, weil es einfach wehgetan oder ganz getränt hat, ne? Und der Lehrer hat so einfach so einen Fick drauf gegeben, aber mich so auch komplett ignoriert, ich da so, der Arsch, so. Ja, beim Vortrag, ja, und so richtig gar nicht ein Auge aufkriege, ja, einfach egal gewesen, dann bin ich irgendwann halt nochmal dahin, so, ja, ist immer noch nicht besser, ihre Augen würde ich geholfen, so, I don't know, so, aber nach Hause gehen war da nicht, ja, und dann bin ich irgendwann nach Unterricht zu meiner Mom gegangen und so, wird nicht besser und so, ja, und dann habe ich meine Mama angerufen, ich weiß gar nicht, dann wird zum Arzt gegangen und aller ekelhafteste im Leben, die haben dann Hausarzt, weiß ich, wie so ein Spachtel, nicht wie so eine Kelle gehabt, wie so ein U geformt und haben das Augenläppchen so gehakt und haben das Augenläppchen so umgeklappt, so, ich dachte, what the fuck, ja. Wie auch immer, ja, hat aber auch nichts gefunden. Und ich so, I don't know, was das jetzt ist, ja. Und dann sind wir nochmal zum Augenarzt. Und aber auf dem Weg zum Augenarzt war es schon besser so. Es war gar nicht mehr da, was im Auge war. Und dann war ich im Augenarzt und meinte so, ja, da war irgendwas unter dem Augenlid. Da sieht man noch, dass da was war so und die Haut ist so verkratzt halt. Anscheinend habe ich irgendwie einen Stein unterm Augenlid gehabt halt, ne? Und durch das Anheben beim Arzt des Augenlids ist dieser Stein oder der Fremdkörper rausgefallen und der war weg. Auf jeden Fall hatte ich irgendwas unter dem Augenlid, was die ganze Zeit auf dem Auge rumgerieben hat, weil ich geblinzelt habe. Das war mega Abfuck, Alter. Man kennt sich, wenn man irgendwie was ins Auge bekommt, irgendwie so, Alter, man richtig dumm, wenn man ein Fahrrad fährt und man bekommt so eine fucking kleine Fliege ins Auge, Alter. Das ist so Abfuck, wenn die noch so lebt und so rumzappert und ich so, oder fick dich, du kleine Fliege, Alter. Ich musste dich jetzt in meinem Auge totdrücken, damit du aufhörst rumzuzappeln auf meinem Auge, ja. Ah. Ja, ich bin sehr viel Fahrrad gefahren, eigentlich nur, ja. Deswegen hatte ich das schon ein paar Mal gehabt und das war super eklig, ja. Warum dann so Sommer ist und so und da kommen welche fetten Hummel oder sowas. Oh, what the fuck, ja. Auf jeden Fall hatte ich irgendwas im Auge gehabt. Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall habe ich jetzt so, ich glaube, irgendeine Creme habe ich bekommen, das Auge war halt, die Hornhaut war halt so verkratzt durch diesen Fremdkörper und sowas. War crazy. Ich durfte trotzdem nicht früher gehen. Musste trotzdem meinen scheiß Englisch-Vortrag halten. Der Lehrer war einfach scheiße im Nachhinein so, oh ja, naja, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Das ist mir, habe auch gerne eine 4 bekommen oder so, ja, von der netten Lehrerin, ja. Also war crazy, 4 Jahre Grundschule, danach 4 Jahre Hauptschule oder Gymnasium, danach weiterbildende Schule oder politische Schule. Und wenn man eine Klasse wiederholt hat, kann man direkt nach der 4. Klasse Hauptschule und die Lehre. Die letzte eine kann es ergeben. Also 4 Jahre Grundschule, da kommt Hauptschule 4 Jahre, also heißt, da geht es bis zur 8. Klasse und danach wechselt man wegen 2 Jahren nochmal ins Gymnasium oder hat man nach 8 Jahren einfach dann so den fertigen Schulabschluss und keine Ausbildung machen. Weil man einmal wiederholt, muss man bloß die Grundschule machen, kann eine Ausbildung machen, ja geil, oder was? Oder halt politische Schule. Ja, wärst du mal auf eine politische Schule gegangen, ja? Hätte vielleicht ein bisschen mehr Ahnung der Politik dir eingebracht, ja. Komisches Schulsystem. Aber bei uns gibt es auch halt dieses System, in manchen anderen Bundesländern ist halt bloß 1. bis 4. Klasse Grundschule und danach halt von der 5. bis zur 10. oder 13. Klasse halt Hauptschule ist. Sehr große Range. Ich weiß nicht, ob die immer bis 13 oder nur bis 12, das weiß ich nicht genau. Und du musst auch bei uns, wenn du Abitur machen möchtest, musst du 2 Fremdsprachen, also Englisch, klar, und dann kannst du wählen zwischen Französisch und ich glaube Russisch, Polnisch oder sowas, also meistens, also du schon mit Englisch, aber meistens Französisch, dann gibt es auch Unterschiede, manche mit Russisch, manche mit Polnisch, was es noch gibt. Das war bei uns halt so dagegen zu dir. Deswegen immer Sonnenbrille beim Fahrradfahren, ja, ich fahre Fahrradhelmfahrer, das ist immer doof und so. Hab ich auch nicht gehabt. Wird euch Beste tun, wenn es 10 Jahre, aber da bieten die schon, ja. But at the last second,
The bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Yes. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? Ja, To definitiv. take over the machine and claim the power for itself? Mhm. How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Oh. Silly, silly birds. The control buttons became active again. Nicht böse, sondern Polytechnische Schule. Was ist denn eine Polytechnische Schule, Alter? What the fuck, Alter? Ich weiß nicht, wie anders. Man, Deutschland kann sich schon keiner auf diese hässlichen Schulsysteme einigen. Das ist doch so unnötig dumm. So 20 Konzepte auszuarbeiten. Eigentlich 16 Bundesland. Jedes Bundesland arbeitet ein eigenes Konzept für Schule aus. Jedes Bundesland hat eigene Lehrpläne. Jedes Bundesland hat eigene Bücher, die sie nehmen. Die Schulen entscheiden sich, welche Lehrbücher sie nehmen, ja. Also nicht jede Schule hat die gleichen Lehrbücher. Also manche haben das Englischbuch, manche haben das Englischbuch, manche haben das Englischbuch. Bundesländer wieder andere Englischbücher, das, andere Regelungen, wer wie zur Schule geht, wie viele Jahre für was, Abitur und bla. Die Prüfungen werden in jedem Bundesland einzeln. Jedes Bundesland macht seine eigenen fucking Prüfungen. Eigene fucking Prüfungstermine. Es war ja auch zu einfach, deutschlandweit eine dieser Prüfung zu nehmen, an dem gleichen Tag zu schreiben. Alle schreiben die Prüfung. Es müssen nicht 16 Mal eine Prüfung ausgearbeitet werden für jedes beschissene Fach. Nein, nur einmal für jedes beschissene. Aber nein. Ne? Da gibt es unterschiedliche Standards, die Fragen unterschiedlich schwer. Zum Beispiel ist das so, dass ein Abitur in Brandenburg nicht so viel wert ist. Nicht so viel, weil es nicht so schwer ist wie ein Abitur in Bayern. In Bayern ist das Abitur deutlich schwerer. Und dadurch ist es halt super angearscht, wenn du dich irgendwo bewirbst mit Abitur, dann hast du ein 1,2 Schnitt Abitur, machst du das in Brandenburg. Und dann können wir mit einem Abitur aus Bayern mit einem 2,0er Schnitt. Wird eher genommen, weil das Abitur in Bayern deutlich schwerer ist, als es in Brandenburg. Hier so, what the fuck? Die haben beide den gleichen akademischen Abschluss, ja, aber der aus Bayern ist schwieriger gehabt, weil die Prüfung deutlich schwieriger war und deswegen ist das Abitur mehr wert. Wie kann denn das sein, Alter? Was ist das? Warum ist alles so super dumm und jeder macht seine eigene Scheißsuppe? Es ist so abfuck, Alter. Wirklich so, Alter. Warum muss denn jeder seine eigene Scheißsuppe kochen, ja? Warum kann ich einfach alles einig sein, ne? Warum kann nicht jede Fachschule das gleiche verfickte Schulbuch nehmen? Ja, das gleiche verfickten Lehrplan haben, egal ob du in die Schule oder in die Schule gehst oder in die Schule. Es ist scheißegal, alle lernen das Gleiche, alle wissen das Gleiche, alle auf der gleichen Basis. Nein, ist nicht der Fall. Juhu, ist das toll, ja? Das fuckt mich jeder ab. Ja, wir fangen bei jeder Schule von neu an zu zählen. Das heißt, es 8. Klasse und bei uns 4. Klasse Hauptschule. Was ist ja noch dümmer? Warum? Ist Abitur sowas wie eine Was ist denn Mautura? Also bei uns ist Abitur, du hast die Möglichkeit. In Deutschland nach der Grundschule gehst du in die Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, ich weiß gar nicht, wo die Unterschiede sind, auf jeden Fall gehst du in deine Schule. Ich glaube, Hauptschule kann man kein Abitur machen, in der Realschule kann man Abitur machen. Also so. Manche Schulen kriegst du bis 10. Klasse, manche Schulen kannst du sagen, in 10. Klasse, ich möchte noch weitermachen, Abitur machen, manche Schulen kannst du Abitur machen, also musst komplett den Weg durchgehen, ja. Kenn ich nicht, der hat mir gar nichts, 17 Deutsche gar nicht. Auf jeden Fall ist das so, du machst halt dann bis zur 10. Klasse, also ne, Grundschule, 6 Jahre, dann halt von der 7. bis zur 10. Hauptschule, dann Jahre. Und du musst halt in der 10. nicht entscheiden, wenn du in der Schule gehst, wo du halt weitermachen kannst, möchte ich Abitur machen. Heißt, du hängst noch 3 Jahre dran nach der 10. Du musst aber dafür, es gibt so bei uns in den Hauptfächern Deutsch, Mathe, Englisch. Deutsch, Mathe, Englisch, genau. Deutsch, Mathe, Englisch wird unterteilt nach Leistungsniveau. Heißt, es gibt Grundkurse, ja, für die Leute, die in den Fächern nicht so gut sind, gibt es so Basic-Kurse, so Deutsch, Mathe, Englisch halt so Basic-Kurse. Und für die, die ein bisschen advanceder sind, also ein bisschen mehr drauf haben, gibt es Erweiterungskurse, die ein bisschen tiefer in Stoff gehen, schwierige Aufgaben machen, mehr Sachen lernen. Also
Erweiterungskurse, ja. Und es ist halt so, je nachdem wie deine Noten sind, kommst du in den Grundkurs oder in den Erweiterungskurs, je nachdem wie dein Wissen ist halt. Damit du halt, wenn du halt kacke in dem Fach bist, du kriegst nicht super schwere Aufgaben und quälst dich super durch und kriegst nichts zu schissen, kommst du in den Grundkurs, kriegst leichtere Aufgaben, alles ein bisschen ausführlicher erklärt, bisschen langsamer, mehr Übungen gemacht und bla. Wenn du aber richtig geil bist in Mathe oder so, kommst du in den Erweiterungskurs, ich glaube Chemie und Physik gibt es auch noch, und machst halt mehr Stuff, bist viel mehr in der Materie drin, alles ein bisschen intensiver. Und bei uns ist es so, du musst halt auch noch halt gesagt, in der 10., glaube ich, oder 9. musst du entscheiden dich, ob du Abitur machen möchtest. Und wenn ja, musst du, glaube ich, mindestens in 2 Fächern diesen Erweiterungskurs belegen, halt zwischen Deutsch, Mathe, Englisch, Chemie und Physik entscheiden. Musst natürlich leistungstechnisch dafür geeignet sein, aber mindestens 2 musst du haben im Grundkurs, um in den Erweiterungskurs zu kommen. Und dann musst du mindestens 2 dieser Erweiterungskursen belegen. Ich glaube, mindestens 2. Davon einen in Deutsch, Mathe, Englisch, also diesen Pflichtfächern. Und dann ein weiterer kannst du entweder auch in diesen 3 Pflichtfächern machen oder halt in Chemie und Physik. Und dann musst du eine zweite Fremdsprache nehmen, als Wahlpflichtfach. Da gibt es auch wieder Naturwissenschaften, gab es bei uns Handwerksgeräte, also WRT, also wo man so Sachen mit Holz gebaut hat und sowas mit Metall. Und dann Naturwissenschaften. Genau. Das sind die Wahlpflichtfächer. Und wenn du natürlich Abitur machen möchtest, musst du natürlich ein Fach nehmen, eine Fremdsprache. Also Polnisch, Französisch, Russisch, whatever, ne? Und musst eine zweite Fremdsprache noch lernen. Und dann konntest du Abitur machen. Dann konntest du in der 10. also sagen, ich möchte Abitur machen, ich habe eine zweite Fremdsprache, ich habe 2 Erweiterungskurse und jetzt bist du qualifiziert, um Abitur zu machen. Dann geht es weiter im Abitur. Dann machst du 3 Jahre weiter, musst dann noch Prüfung schreiben, bla bla. Dann gibt es doch mehr extra Wahlpflichtfächer, dann kannst du welche abwehren. Also, ich habe Abitur nicht immer, so genau bin ich da nicht drin. Auf jeden Fall hast du nach der 13. Klasse hast du ein Abitur in der Hand. Du kannst sagen, ey, ich habe mein Abitur, damit kann ich mich jetzt an einer Uni bewerben und kann studieren, wenn du möchtest. Also du brauchst Abitur basically nicht, wenn du studieren möchtest. Halt, ne? Irgendwie, du möchtest Medizin studieren, du möchtest Psychologie studieren, du möchtest Naturwissenschaften studieren, was kann man auch studieren? Kunst, Jura, ne? I don't know. Also es ist was du mal, diesen Abschluss musst du haben, diesen akademischen Abschluss musst du haben, um dich an einer Uni zu bewerben. Du kannst natürlich auch damit eine Ausbildung machen, aber es ist keine Voraussetzung für eine Ausbildung. Da ist der 10. Klasse Abschluss eine Voraussetzung. Oder halt, ich glaube, wenn du wiederholst, glaube ich, ne, wenn du wiederholst, kannst du auch nach der 9. Klasse, also die 9. Klasse bestanden hast, hast du auch schon die Grundstufe und du kannst Ausbildung machen, wenn du jetzt, glaube ich, 3-mal wiederholen musstest im Laufe der Schulzeit, dann kannst du nach der 9. schon abgehen, kannst du Ausbildung anfangen und brauchst die 10. nicht machen und, glaube ich, 3-mal musst du es wiederholen oder sowas, ja. Genau, dann musst du die 10. nicht machen. Du kannst sie machen, aber du kannst auch nach 9. Aber natürlich schwieriger mit einem Kalkabschluss eine Ausbildung zu finden, weil wenn man die Schule nicht schafft, dann hat es natürlich immer für den Betrieb eine Aussage, so, ey, der ist nicht ganz so smart, wenn er nicht mal die 10. Klasse schafft, also maybe vielleicht nicht der Richtige für uns, ne? Also, ja, genau. So basic wie das bei uns in der Schule. Wird Matura ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Autor, ich bin zu dumm. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß nicht, ob man das machen muss bei euch, um zu studieren. Gibt es Studien bei euch? Ich denke mal Studien. Wenn man studieren kann, dann kann man halt bla, ich glaube Master und Dings, aber ich habe nicht studiert. Ich habe, glaube ich, erst recht keine Ahnung, Alter, ne? Aber ja, genau. Die Klassen wird eigentlich noch geteilt. Also, wenn du dich entschieden hast, ob du Abitur machen möchtest, musst du sogar schon in der 8. nicht entscheiden. Und dann wird es halt geteilt. Dann wird die Klasse, die Abitur machen möchte, wird nochmal eine extra Klasse auch gemacht, wo nur die Leute reinkommen, die Abitur direkt machen. Ja. Und die werden nochmal mehr gefokust vom Stoff und gefestigt und auf Abitur besser vorbereitet. Die Lehrer sagen immer so, oh, Abitur, oh, super strong und hier wird nichts gesagt und super schwer und man muss alles aufschreiben und finden nichts mehr in Tafel geschrieben und bla. Surprise, genau wie normal andere auch richtig, ne? Die schreiben aus der Tafel, schreibst das ab, fertig, tschüss, ja. Und dann, keine Ahnung, wie es da ist, aber die tun immer so, als wenn es so was Besonderes wäre, dann, ja, aber es ist halt bloß meine Schule, du lernst ein paar Sachen noch, Trigonometrie und welchen Kack haben wir jetzt halt mehr, ne? Mehr andere Themen noch in Mathe, die durcharbeitest und so. Aber ja. War jetzt ein krasser Schultag, oder? Hat keiner interessiert, glaube ich, aber nicht so schlimm. Kann ich Vögel durchswitchen? Oh. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it Geil. dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. Das war aber letztes Jahr nicht so. Were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place. Oh, nice. Living through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. And Stanley
was happy. Ja, sehr wie bin ich hier. Ah. Okay, also das Ende mit dem Bucket erreichen wir nicht das, was wir damals, was sie sonst noch machen können. Also wir haben immer diesen Part Stanley decided to go to ohne the Bucket. meeting room. Perhaps he had simply missed a Was wir memo. denn da, was da doch passiert war. Theoretisch müssen wir denn rauskommen, weil die haben uns ja, also mit die Gedankenanlage ausschalten. When Aber jetzt mal Stanley nicht came rauslassen, to weil wir a den set of Eier mit two haben. open Aber da wir den doors, Eier he mit entered haben, the müssen door die on uns ja his left. theoretisch rauslassen. Und wenn wir die Gedankenanlage einschalten, müssen wir was anderes besser, will ich natürlich das Ausschalten probieren und gucken, ob wir denn rauskommen. Yet there was not a Hey, wie ist single das Ende? person Wir haben here es durchgespielt. I either. don't know. Mal gucken. Feeling away Werden wir sehen, with was uns erwartet, was passiert halt, ne? Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs Wir können to auch unten his reingehen in boss's den Loop, office. aber gucken, was da mit einmal passiert, wenn wir sehen, ne? Mal gucken. 2, 8, 4, 5. Stepping into his manager's office, Stanley Eine was Laut once again benutzen? Nee. stunned to discover not an 2, indication of 8, any 4, human 5. life. What? Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Die ist definitiv nicht komplett geschützt, die New Age Musik, ja. Beruhigende New Age Musik. Das ist New Age Musik, ja, okay, ja. Feeling Und soothed dem bekannten and Lied. rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the open. Da habe ich angepisst, dass wir nicht ihn ausreden lassen haben, den Erzähler. Ist ja okay, ist ja okay. Ich verstehe nicht, hat sich jetzt irgendjemand ohne Eimer, aber ich verstehe diesen Gang halt immer nicht. Was passiert hier? Kann man hier irgendwas machen? Bringt das irgendwas? Es bringt gar nichts, es ist einfach nichts, für nichts da. Geht nirgendwo lang. Ich verstehe es nicht. Irgendwas drücken vielleicht. Warte. Nö. I don't know. Oder vielleicht hier Niki-Wiki Geheimgang? Irgendein Vent oder was? Nee. Nee, okay, keine Ahnung. Aber ist Matura jetzt sowas wie Abitur bei uns oder was? Kann man danach studieren? Weil das wirst du wissen, was du da machen kannst oder nicht. Also, dass ich irgendwas durcheinander gebracht habe, dass ich nicht alles 100% richtig erzählt habe und damit Abitur braucht Stanley walked ja, straight ahead Erweiterungskursen through sowas, the aber large door that read ja. Mind Ja, na. Control Facility. Und glaube ich hatte Chemie sogar Erweiterungskurs. Physik glaube ich nicht, weiß ich gar nicht. Aber Chemie hatte ich Erweiterungskurs, weiß ich nicht. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Und dann gucken wir What euch Diplomkurs horrible Deutsch, weiter secret Englisch, did ja. this place hold? Ja. Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the So. monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of Ja, an ist unser employee in the Best. building, Stanley's co-workers. The lives of so many Wiederholen individuals sich die Bilder, reduced ja. to images on a screen, and Stanley, one of them, Verwendet wird die eternally Bezeichnung wanted Majora in this in place Österreich, where freedom Majora bzw. Maturität in Liechtenstein, in der Schweiz. Dort offiziell und im Schriftverkehr in der Regel Maturität Okay, Slowenien, das hättest du Kroatien, gut von Serbien, Wikipedia kopiert, ja. Montenegro, Ja. Nordmazedonien, Hat sich die Begriffe, aber okay, danke, Bosnien ja. und Herzegowina, Albanien, Kosovo und Polen. In Deutschland spricht man vom Abitur, im Sinne von, die Schule mit dem Reifezeugnis verlassen. Die höhere Schule ist in Deutschland Gymnasium gleichgestellt bei die mit Matura abschließen und dem deutschen Abitur gleichgestellt ist. Genau. Es gibt die Möglichkeit, dass du halt nach der Grundschule in das Gymnasium gehst und gehst direkt straight zur Abitur. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass du in eine Hauptschule gehst, dass du nur bis zur 10. Klasse machst. Also heißt, du machst diesen Step, kannst nicht weitergehen. Ja, du kannst halt nur bis zur 10. gehen, dann müsst du dann in eine Realschule wechseln, könntest dann weitergehen, wenn du das absolut möchtest. Aber die Hauptschule ist bei uns so, dass sie noch ein bisschen so mehr Förderunterricht bietet, so für Leute, die sehr viel Probleme mit manchen Fächern haben, nochmal extra intensiver drauf eingehen und sowas. Ja, ein bisschen alles intensiver angehen und mehr wiederholen und sowas. Und dann gibt es halt die Hauptschule. Nee, Realschule. Hauptschule ist diese bis 10. Also Realschule kannst du noch, hast du die Möglichkeit noch mit
Da hast du die Möglichkeit, du kannst zu 10 gehen, kannst aber auch, wenn du möchtest, doch zu 13 gehen, je nachdem, du kannst ja auch im Laufe der Schulzeit noch entscheiden, du möchtest jetzt noch Abitur machen oder nicht, ja. Du kannst auch jederzeit, wenn du im Abitur bist, das abbrechen und hast trotzdem einen Abschluss sicher, aber das nach 2 Jahren echt, fuck, Alter, ich stehe 4, irgendwas, macht keinen Sinn, ich breche das jetzt ab, mache eine Ausbildung. Kannst du auch machen, aber die Schulpflicht ist nach der 10. Klasse halt beendet, du musst nicht weitermachen, wenn du nicht mehr schaffst oder kannst oder keinen Bock mehr hast oder du sagst, ey, ich wandere jetzt nach Thailand aus, weil ich möchte einen Thai-Curry-Standauf machen, dann kannst du das basically machen, wenn du natürlich fähig bist, nach Thailand auswandern, aber egal, auf jeden Fall, ja, genau. Es gibt ja 3 weiterführende Schulen bei uns. Also, zumindest wie ich es in Brandenburg kenne. Andere Bundesländer machen es vielleicht noch wieder ganz anders, aber so ist es bei uns. Ja, genau. Realschule und Gymnasium. Kannst aber nach Realschule auch Abitur machen. Also dieses Matura, was ja, genau, dauert bloß ein Jahr länger, als wenn du direkt straight ins Gymnasium gehst, weil die halt den Stoff mehr komprimieren und dir auf 12 Jahre also 7. bis 12. Klasse unterbrechen, anstatt auf der Realschule von 7. bis 13. Klasse. Genau, ja. Mit Matura kann man auch gut Karriere beim Bundesheer machen. Heißt bei euch Bundesheer? Als ob. Bei uns heißt es Bundeswehr, gut, ist nicht anders, aber Heer? Okay. Aber ich muss sagen, bei uns braucht es kein Abitur. Die nehmen eigentlich jeden. Da ich keine großen. Natürlich, wenn du jetzt irgendwelche Brechen hast, nicht, aber ansonsten wenn du jeden, den sie kriegen, nehmen sie einfach. Das ist scheißegal im Endeffekt, ne? Kannst Abitur auch hingehen, aber machst ja eher eine höher gestellte Position, glaube ich, aber als auch nochmal einen Top-Job. Oder mit 9. Klasse Abschluss, wenn du es nicht geschafft hast, scheißegal, nehmen wir jeden. Also, das ist eher so. Ja, es ist der eigene. Aber krass, wie ist das halt. Krass vor allem. Also erstmal Deutsche Österreich, okay, irgendwo verständlich. Aber krass, dass jedes verschissenes Bundesland, also 16 Stück, die Scheiße anders macht. Vielleicht machen es manche so ähnlich wie Brandenburg, ja. Aber jedes fucking Bundesland hat seine eigenen Regelungen, ja. Und das ist halt so dumm, so dass halt nicht jeder Schulabschluss aus jedem Bundesland gleichwertig ist, sondern halt, wenn du mit einem Abi hast aus einem anderen Bundesland, bessere Chance hast, eine Stelle zu finden, als mit dem Abi aus dem anderen, obwohl es der gleiche akademische fucking Abschluss ist, unterschiedlich schwer. Das ist halt so. Warum ist das so ein Abfuck? Warum macht ihr euch der Aufwand, jedes Bundesland ein fucking Schulamt hinzupflastern, wo Leute arbeiten, die ganzen fucking Entscheidungen treffen, die bezahlt werden müssen von Steuergeld? Was? Da könnte man einfach auch ein größeres machen und das für alle machen. Aber nein, wir machen 16 Mal das gleiche, ja. Und jeder macht da Einschauung, jeder kocht seine Suppe und jedes Mal gibt es da, weiß ich nicht, wie viele Tausend, also wie 100 Leute arbeiten, alle die Scheiße machen und welche Prüfungen ausarbeiten und welche Lehrpläne machen und bla 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 bla, Alter, what the fuck. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei uns ist ganz viel auf die Bundesländer aufgeteilt. So, jedes Bundesland macht dann eine Scheiße, auch bei Gesundheitsämtern, jedes Bundesland macht dann eine Scheiße, so Corona-Regeln, in dem Bundesland ist es so, in dem Bundesland ist es so, da ist Maskenpflicht in Zügen, da ist es nicht, Alter, ja. Teilweise so, wie es kommt aus einem anderen Bundesland, ja, fährst mit dem Zug aus dem kommst mit dem Zug aus dem fährst aus Brandenburg los, ja, wie gesagt, von Brandenburg, weil ich hier wohne, Brandenburg, kann ich mehr davon reden, fährst aus dem Zug, aus Brandenburg, geh los, ja, als Beispiel keine Maskenpflicht in Brandenburg, du fährst mit dem Zug weiter, irgendwann kommst du Richtung Bayern, ja, und sobald du in Bayern bist, musst du die Maske in dem gleichen Zug aufsitzen, weil Bayern sagt, Maskenpflicht im Zug, ja, aber der Bundesland, nö, so, oh, the fuck, es ist der gleiche Zug, es ist der gleiche Luft im Zug, aber nein, sobald du über die Grenze von Bayern bist, sag den Zug an, ja, Herr Damen und Herren, bitte, ne, wir fahren jetzt nach Bayern rein, bitte setzen die Maske auf, weil es Maske nicht im Zug. So, what the fuck? Warum kann nicht in so einer Entscheidung, die halt irgendwo wichtig ist, Infektionsschutzgesetze und so, warum muss jedes Bundesland irgendwelche eigenen Scheißregeln ausarbeiten und sich irgendwelchen Kopf machen, wie, was macht am meisten Sinn, wo machen wir jetzt Maskenpflicht, welche Geschäfte machen wir zu, was erlauben wir nicht? Warum kann nicht eine Stelle entscheiden, wie was gemacht wird, welche Geschäfte aufmachen dürfen, wie es mit 3G plus Testpflicht beim Arbeiten, bla, darf ich ins Kino gehen, muss ich mich dafür testen, muss ich mich nicht testen, muss ich Maske tragen, darf ich dahin? Nein, es entscheidet jedes Bundesland extra. Warum? So klar, ich glaube, die haben schon eine Vorgabe, was sie machen müssen, so. Denke ich mal, die werden nicht sagen, wir machen einfach alles gar nicht so. Das werden sie, denke ich mal, nicht machen, aber die werden eine Vorgabe haben, was sie mindestens machen müssen, aber sie können es halt spezifizieren und noch verschärfen. So, aber das ist halt super undurchsichtig, wenn du halt durch Deutschland reist, so, ja, musst du erstmal gucken und googeln und jedes fucking Bundesland hat eigene Informationsseiten. Manche Bundesländer schaffen es
gute Seiten zu machen. Wenn du in Brandenburg versuchst, irgendwas rauszukriegen, Alter, es ist der Tod an Bürokratie, Seiten, die kreativ sein, ja, hier bla 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 bla, hier klick, da, klick da, keine Aussage, nichts, einfach, nee, Seiten mit Gelaber, aber keine Infos, die dich weiterbringen halt, ne? Wieder Verlinkung zu anderen Behörden, die dir auch wieder nichts sagen, so wieder auch für Staaten, dann musst du einfach durchführen zu irgendwelchen Infektionsschutzsachen. Ich so, what the fuck, Alter, was für dumme Scheiße, ja? Es ist manchmal wir ersticken immer in Bürokratie, ja? Das ist halt auch so, Zulassungsstelle. Also wenn du dein Auto anmelden möchtest, ja? Da hat nicht jedes Bundesland eine eigene Zulassungsstelle. Nein. Also Deutschland ist ja so, Deutschland, so edelmäßig aufgebaut von Behörden. Es gibt Deutschland, ja. Dann gibt es Bundesländerebene Sachen, die der Bund entscheidet. So, keine Ahnung, Feuerwehr und sowas entscheidet der Bund. So, hey, wir geben das Geld, die müssen es bezahlen, die geben das Geld dafür. Der entscheidet, was gekauft wird, so grob in etwa, ja. Dann gibt es ja Deutschland-Ebene, so. Es gibt Bundesland-Ebene. Dann gibt es aber auch noch darunter die Landkreisebene. Heißt, jedes Bundesland hat mehrere Landkreise, so mehrere Städte und Gemeinden schließen sich zu einem Landkreis zusammen, ja. Dadurch entstehen auch die Kürzungen auf den Kennzeichen vorne. Die sind nach Landkreis geordnet. Und jeder Landkreis hat wieder seine eigenen Unterbehörden, sowas wie das Finanzamt. Hat jeder Landkreis, oder die Städte meistens sogar extra noch eigene Finanzämter. Und jeder Landkreis macht seine eigenen Regeln für Finanzen. So, was sind die beiden Gebührenordnungen für, wenn du ein Gewerbe anmelden möchtest? Was sind die Gebühren für den Scheiß, für den Kack? Wenn du ein Auto anmelden möchtest, jeder Landkreis hat eine eigene, wie heißt es? Zulassungsstelle. Jeder Landkreis hat eine eigene Zulassungsstelle. Du willst also in einem Landkreis, du musst dein Auto zu der Zulassungsstelle bringen, musst halt dein Auto dort anmelden und musst, wenn du in einen anderen Landkreis ziehst, musst du das dort auch machen. Und jedes Landkreis ist anders aufgebaut. Die haben andere Formulare, die wo andere Sachen haben. Die Sachen kosten unterschiedlich viel. Basically, wenn du in ein anderes Bundesland fährst und machst dir ein Kennzeichen, willst du Auto anmelden, kostet es unter Umständen mehr oder weniger als in einem anderen Bundesland, weil jeder legt seine eigenen fucking Preise fest. Warum? Das ist ja immer die gleiche Arbeit, die Sache, den Computer einzutippen, die Papiere auszufüllen und sowas. Die Papiere sind einheitlich, ja. Die Dokumente, die du für ein Auto kriegst, die sind einheitlich in Deutschland. Aber jedes Bundesland, ein Unterschied, jeder Landkreis, nicht Bundesland, jeder Landkreis, so diese kleinen Abschnitte, jeder Landkreis hat unterschiedliche Gebühren dafür, ja. Jedes Finanzamt hat unterschiedliche Gebühren für seine Sachen und die unterschiedliche Sachen, Preise für Sachen, ja. Und natürlich auch Strafzettel. Strafzettel sind die Preise auch komplett durchgestreut, wie auch immer. Ich glaube, es geht sogar auf Stadtebene sogar. Und es ist so, warum muss jede Gemeinde eigene Preise für Falschparken und sowas machen? Für was? Kann man nicht einen einheitlichen Gebührenkatalog machen? Nein. Und dann fängt es wieder an, ja. Dann geht die Bürokratie richtig los. Eine Straße, die in der Stadt ist, gehört der Stadt. Also eine Landstraße gehört, glaube ich, dem Bund, der Gemeinde. Ich glaube, gehört dem Landkreis. Der muss der Landkreis bezahlen. Ja? Wenn du aber eine Hauptstraße hast, oder eine Autobahn, das gehört dem Bundesland, das muss das Bundesland bezahlen, muss aber nicht die Gemeinde bezahlen. Wenn du aber Straßen hast, die so wischiwaschi sind, so, es ist nicht ganz klar, wem gehört das jetzt, weil keiner sieht so richtig da durch, so, eigentlich ist es Stadt, aber es geht auch wieder so, die Hälfte von der Straße geht auch wiederum so, also die geht aus der Stadt raus und dann wird es eine Landstraße, also eigentlich ist es ja wieder eher Landkreissache, aber auch Teil Stadt. Dann hast du teilweise so mysteriöse Sachen, dass die Stadt die Straße macht, bis zur Grenze, wo die Landstraße anfängt, wo der Landkreis für verantwortlich ist. Der wird nicht gemacht, weil das muss die Stadt dann nicht bezahlen, gehört dem Landkreis. Und dann hast du halt so schöne Straße in der Stadt, aber du fährst raus, Straße kaputt. Ja, weil der Landkreis sagt, nö, wir wollen lieber andere Straßen machen, ja. Und dann sagst du, sprecht euch doch ab und macht die Straße komplett neu. Aber nein, es gibt andere Straßen. Oh nee, wir haben so einen Plan, wir machen die Straßen so und so und das ist später dran. Und ich so, what the fuck, warum bauen wir jetzt 6-mal an der gleichen Straße bei unterschiedliches Zuständigkeitsbereich und unterschiedliche Töpfe an Geld? Jeder hat ja sein eigenes Budget und jeder muss mal einen eigenen Budgetplan, was wir machen, ja. Der Landkreis, die Stadt muss im Budget planen und dann gibt es so Rumgebitsche so, ja, mit dem 9-Euro-Ticket. Was bei uns hier ist, dass du durch ganz Deutschland jetzt die nächsten Monate pro Monat zahlst du 1 Euro und kannst durch ganz Deutschland mit dem Regionalverkehr fahren, ja. Jeder diskutiert, wer diese Mehrkosten, irgendwer muss ja die Züge ja irgendwo halt finanzieren, weil 9 Euro kostet ja nicht die Fahrt, um durch ganz Deutschland zu fahren. Wer trägt die Kosten dafür? Ja, das Bundesland sagt, nee, wollen wir auch nicht. Landkreise sagen, aber wollen wir auch nicht. Und irgendwie weiß keiner und keiner will es bezahlen, so, und das ist so, jeder schiebt es von einem auf den anderen und keiner fühlt sich zuständig. Ja, nee, wir müssen jetzt an den Landkreis. Der Landkreis sagt, nee, also das ist also eigentlich Sache vom Bundesland. Und der Bundesland sagt, ja, also eigentlich haben wir auch nichts damit zu tun. Und ich so, Bruder, was ist das hier? Warum muss jeder seine eigene Scheiße machen, Alter? Das ist halt so dumm manchmal. Und hast du ja einen Kopf und denkst so, Alter, ich möchte eine Information haben, ja?
Beispiel Kleingewerbe anmelden, ja? Du musst ja Kleingewerbe anmelden. Jeder macht seine eigene Scheiße, wie du diese Formulare aussehen musst. Was für Gebühren musst du machen? Was schreibe ich rein? Was für Regeln gibt es? Wie viel kostet mich das in Kleingewerbe? Kann 10 Euro kosten, kann auch 100 Euro kosten. Was entscheidet der Landkreis, wie viel sie haben wollen? Warum ist es das Gleiche? Es ist genau das Gleiche. Muss ich einfach mehr oder weniger Geld? Warum? Es macht einfach keinen Sinn, Alter, ja? So ein Rage schon wieder gerade, Alter. Check uns gucken. Nach der Südostland. Mal gucken. Okay, bei uns nicht so. Bei euch ist die Bahn ja auch nicht staatlich, oder? Nein, also die Bahn ist so. Die Bahn ist staatlich gewesen, damals war es die Reichsbahn und dann irgendwann wurde sie privatisiert. Die Bahn ist eine Aktiengesellschaft, heißt, sie ist an der Börse, ist gewinnorientiert. Aber 51% der Bahn gehören dem Staat, also Deutschland. Also Deutschland hat den Großteil der Bahn gehört Deutschland, also 51%, also die Mehrheit. Heißt, alle Entscheidungen, die die Bahn trifft, muss mit dem Staat abgestimmt werden, halt im Endeffekt. Ne? Aber die anderen 49% sind privat. Heißt, ist gewinnorientiert. Heißt, die wirtschaften die Scheiße kaputt und Geld, was sie vom Staat bekommen, zum Ausbau von Gleisen und sowas, nehmen sie und putten es nicht in die Gleise, sondern machen einfach ein Logistikunternehmen für LKWs auf, die Beschenker und machen einfach LKW-Logistik mit dem Geld. Und ich so, okay, cool, dass ein Unternehmen, was für den Zugverkehr ausgelegt ist, LKW-Logistik macht, weil Frachten per Zug transportiert. Wo was? Das wäre Quatsch. Warum sollte man denn so Sachen für Industrie, so Stahl oder sowas mit dem Zug? Man kann doch einfach ganz viele LKWs verticken über die Autobahn mit Diesel und kann einfach nicht einen Zug, dem ganz viel ranlegen, sondern einfach alles schön über den. Und die fertigste aller Leute war. Deswegen, und das ist halt das Problem. Die Bahn ist privatisiert und das Netz gehört nicht dem Staat, sondern der Bahn. Die Bahn hat es wiederum an die Bundesländer abgegeben und jedes Bundesland hat seinen eigenen Netzbetreiber. Jedes Bundesland hat unterschiedliche Netzzusammenschlüsse. Das heißt, bei uns gibt es aber die VBB, ja, Verkehrsbetrieb Brandenburg-Berlin. So, die haben das Netz in Brandenburg-Berlin. Die haben ihre eigenen Ticketpreise für ihre Strecken, die haben eigene Angebote und Aktionen, so Städtenticket und sowas, eigene Preise dafür, eigene Zonen, so wie alles von Preisen funktioniert. Wenn du in ein anderes Bundesland fährst, die Fahrkartenautomaten sind anders aufgebaut, die sehen anders aus, sie haben komplett andere Preissysteme, ne? Und es ist alles anders. Alles anders. Andere Tickets, ja, andere Preise, also natürlich grundlegend sind manche Sachen gleich, aber sie machen ihre eigene Suppe, die machen eigene Entscheidungen. So ab wann kriegst du Studentenrabatt oder wie lange bist du ein Kind, wie lange hast du kostenlos fahren, auch alle in die Basic-Tickets, um Gewinn zu fahren. Andere Preise. Es gibt so, bei der Bahn gibt es so Ermäßigungskarten, du kannst so einmal im Jahr kannst du das kaufen, also so Jahresabo, so eine Plastikkarte, und dann kannst du halt 25 oder 50% sparen auf dein Ticket. Dann zahlst du einmal halt 50 Euro, glaube ich, kostet diese Bahncard 25, dann sparst du auf jede Fahrt 25%. Ist ja cool, wenn du viel fährst, als Student oder so, oder als Student kriegst du Studentenrabatt, aber als Schüler oder als Pendler kriegst du 25% Rabatt auf deine Karte. Ist ja cool. Gibt's auch mit 50%, ist ja ein bisschen teurer, aber du sparst da 50%, die Hälfte auf jede Fahrt. Ist ja auch cool. Aber dann geht's los. Du kaufst diese 50% Bahncard, denkst, ey, cool, ich kann 50% günstiger überall hinfahren. Nein! Manche Verkehrsnetzbetriebe, also die VBB und es gibt noch, ich glaube, die Niederbahn, die Eisenbahn, also ganz eine Schiene, ist nicht nach Bundesland gerichtet, sondern auch ein bisschen wischiwaschi hin und her. Manche Verkehrsbetriebe, die Schienennetze gehören, sagen, fick dich, wir nehmen deine Bahncard 25 nicht an, weil das machen wir einfach nicht. Du hast es verkauft von der Bahn, die Bahn hat das Geld bekommen, alles gut, aber wir akzeptieren sie einfach nicht. Sie einfach für uns ist sie nicht existent. Ja, du kannst dir die Bahncard 25 kaufen, kannst sie uns auch zeigen, aber du kriegst bloß diese 25% Rabatt aus der Stufe davor. Aber auch nur, wenn du kaufst einfach den Kinderrabatt, weil der Kinderrabatt ist irgendwie 24,3% oder sowas, also nicht ganz 25%, also auch nicht schon mal Bahncard 25 Niveau, sondern auch so halb so, kriegst du den Rabatt. Warum? I don't know. Bahn ist super dumm und jeder macht seine eigenen Preise und Ticketsystem und ich so, boah, Leute, Alter, macht doch nicht so eine Scheiße, ja. Oh Gott, jetzt habe ich das angefangen. Weil das in Deutschland im Amt so entschieden worden ist, das deutsche Amt gibt es im Bundesland wegen Corona nichts vor. Das heißt, es macht, was ich. Ja, genau, so in etwa, genau. Der hat sich auf jeden Fall, wie Max sich bei dem Thema richtig aufregt. Ja, Alter, richtig schlimm. 9 Euro, ganz Mord durch Deutschland, what the fuck? XD, eure Bahn ist die beste, ja, definitiv. Weil einfach das Geld einfach genommen wird und wird einfach woanders investiert. Weil, ist ja Aktiengeschäft, ist gewinnorientiert. Die Bahn ist nicht darauf ausgelegt, Komfort und Service zu bieten und dem Kunden, also dem
ne, die Leute irgendwo hinzubringen, sondern es ist auch aufgelegt, Gewinn zu erwirtschaften. Heißt, Ticketpreise relativ hoch, weil muss ja irgendwo gedeckt werden, die Kosten. Und Geld, was vom Staat kommt teilweise. Ne? Natürlich wird es nicht so, also nicht auf den zugehen, aber es ist halt, naja, ne? Warum macht eine Unternehmen, was für den Zugtransport zuständig ist, einfach eine LKW-Logistikfirma auf, transportiert so Güter mit dem LKW auch in andere Länder und so. Nicht so sinnvoll, ja. Ich würde noch anfangen, einfach einen Kiosk aufzumachen, so, haha, guck mal hier, Deutsche Bahn, Kiosk, wir kaufen jetzt hier Bier, so, am Alexanderplatz, haha, cool, ja. So ist dumm alles, ja. Und dadurch ist halt die Bahn auch einfach kaputt gespart, einfach so, ne? So, weil Klimaanlagen gehen nicht im Sommer, Züge sind überfüllt, Türstörung, Verspätung und wie es so in den Statistiken von verspäteten Zügen, ja, Züge, die verspätet sind, gibt es Statistiken, da gibt es so Jahresberichte, wie viel Prozent der Züge der Deutschen Bahn sind verspätet, aber irgendwie ist es so, Züge, die nicht, also die weniger als 5 Minuten zu spät kommen, zählen offiziell nicht als verspätet. Die sind einfach pünktlich gekommen in der Statistik. Die werden einfach nicht mitgerechnet. Ja, weil ist ja, also 5 Minuten früher, also später ist ja eigentlich ja auch gar nicht zu spät. So, weil, ey, kann ja immer passieren, dass viele Züge 5 Minuten zu spät kommen. Das wird halt weggelassen. Das halt, die Statistiken werden so ein bisschen beschönt, damit es ein bisschen besser aussieht. Sieht trotzdem ziemlich kacke aus, aber ja, ist halt, ne, dumm. Ich habe das Gefühl, Max ist nicht so begeistert von deutschen Stil. Es ist halt super, manchmal super unnötig, dass jeder sein eigenes super kocht hat, ne? Aber in Österreich ist die Bahn auch nicht, hat auch sowas wie, ist ja auch okay, wenn dafür die Bahnhöfe sind ordentlich aus, alles ist Stand, die Züge sind nicht andauernd kaputt, aber ich bin halt eine Ausbildung mit dem Zug von der Ausbildung, von der Lehrstätte zu meinen Eltern mal gependelt, so 3 Stunden oder so, ja. Dann gab es Ersatzverkehr, weil sie irgendwelche Schienen gearbeitet haben, dann musstest du mit der S-Bahn, U-Bahn, bla, bis anstatt 2,5 Stunden 4 Stunden gefahren, wenn du mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn, mit dem Bus überall durch die Stadt geeiert bist, ja. Das ist so, Alter, what the fuck? Und mit Auto bist du in 1 Stunde 40 da gewesen. Ich sag, Alter, Leute, die Zugverbindung ist generell langsamer als die Autoverbindung, kostet mich aber mehr als der Treibstoff für die Autofahrt. Und das war das Amazing-Ticket. Das war das, wo ich 75% gespart habe. Amazing-Ticket. Da denkst du, maybe ist das vielleicht nicht so ganz sinnvoll. Ich meine, jetzt wird es wahrscheinlich anders sein, weil der Benzin durch teurer ist, aber ist halt ein bisschen dumm, oder nicht, dass Zugfahren teurer ist, als ich ja mit Auto fahre. So, warum? Ich bin viel entspannter mit Auto. Ich muss nicht irgendwelche Stadteier, muss ich vollen Zug fetchen, wo die Klimaanlage geht. Ich schwitze mich ab, Alter, ja. Ich muss auf dem Fußboden sitzen, weil der Zug einfach voll ist am Wochenende, so. Und dann denkst du, Leute, Alter, warum ist das Auto günstiger? Ist das nicht ein bisschen am Problem vorbei, ne? Verstehe ich nicht. Ich war noch nie in der Bahn, da kein Internet hatte. Und kein Klima. Aber Internet, als ich noch zugefahren bin in der Ausbildung 4, da gab es das eigentlich fast gar nicht. Klimaanlage war oft kaputt und ich weiß gar nicht, teilweise ganze Abteile einfach zu. Einfach so, der Zug hat so 3, 4 Abteile gehabt, eins einfach zu. Einfach zu. Einfach Türen wurden nicht aufgemacht und so, Abteile war, aber einfach zu. So, ja, kaputt. Und stellst du dir vorstellen, wenn so ein Zug mit 3 Abteilen ist und der Freitagnachmittag, wo alle von der Arbeit kommen und die Auszubildenden und Pendler zurückfahren, da wo sie herkommen, ein Abteil von 3 zu ist, müsste ich natürlich in dem sonst schon vollen Zug alle Leute in diese restlichen 2 Abteile quetschen. Und das macht es natürlich noch geiler. Schießt natürlich so, warum zum Fick ist das Abteil jetzt zu? I don't know, sagte keiner, wahrscheinlich weil die Klimaanlage kaputt ist. Oder weiß ich nicht. Und man ist auf die Klos über oder so. Ja, aber Leute. Nach dem 9-Euro-Ticket haben sie eingeführt, jetzt durch die hohen Benzinpreise, weil wir sind ja so bei 2,10 Euro so Benzin und diese so in etwa. Pro Liter schwankt ein bisschen halt hin und her, aber so über 2 Euro eigentlich immer, ja. Und jetzt haben die halt für 3 Monate beschlossen, dass du halt, ich glaube, Benzin um die 30 Cent günstiger wird für 3 Monate pro Liter und diese um die 14, irgendwas Cent günstiger wird pro Liter. Ja, weil einfach so ein bisschen die Entlastung von den Bürgern zu nehmen, weil alles halt relativ teuer wird und bla und ne, LKW-Logistik, bla, Firmen müssen ja auch tanken und das steigert natürlich alle Preise, wenn die Handwerker halt mehr Geld zahlen fürs Tanken, dann muss der Kunde im Endeffekt mehr bezahlen für das Handwerk, weil die Anfahrt ist teurer, weil der fucking Benzin einfach 60 Cent teurer übertrieben gesagt geworden ist halt, ne? Deswegen machen wir es günstiger jetzt für 3 Monate mit ab nächsten Monat. Ja. Also Juni, Juli, August. 3 Monate ist es dann. Und auch gesagt für die Pendler, es gibt ein 9-Euro-Ticket. Heißt, du kannst für den Monat, also für jeden Monat extra musst du es kaufen, 3 Monate lang, also kannst du 3 Monate das Ticket kaufen. Für den Monat gibt es ein 9-Euro-Ticket. Heißt, du kannst für 9 Euro durch ganz Deutschland fahren, ohne mehr zu bezahlen. 9 Euro, du kannst durch ganz Deutschland fahren. So viel du willst. Die ganze Monat lang. Und den nächsten Monat, also Juni, 9 Euro zahlen, fahren so viel du willst. Juli, 9 Euro zahlen so viel du willst. Und August, 9 Euro zahlen so viel du willst. Aber du darfst natürlich nicht diese diese Direktzüge fahren, diese ICEs, also diese
von Stadt, du darfst einen Regionalverkehr, diese langsamen Züge, die immer jeden kleinen Dorf anhalten, bla bla bla, ne? Diese direkten Züge, die halt deutlich schneller fahren, ich weiß nicht, wie es bei euch heißen, ne? Die darfst du halt nicht damit fahren. Aber basically kannst du halt, machen auch viele jetzt auf TikTok nach Sylt fahren, also um an die Ostsee, glaube ich, ist es, und machen aber einfach der Urlaub machen, so einfach, weil kostet 9 Euro das Ticket kaufen, einfach sich keinen Zug setzen und da 6 Stunden hinfahren, scheiß drauf, kostet nur 9 Euro, Alter, easy Urlaub machen halt, ne? Ist halt, ne? Aber das ist jetzt so, die nächsten 3 Monate, so das ist jetzt 9 Euro. Ja, um halt ein bisschen Entlastung reinzubringen, dass die Leute halt, die zur Arbeit müssen und pendeln und bla, dass die halt ein bisschen, ne, mehr klarkommen darauf, dass alles deutlich teurer geworden ist, dass die sich das Autofahren nicht mehr leisten können, mit Zug fahren jetzt und einfach dadurch halt super viel Geld für Monatstickets und sowas ausgeben müssen, weil die sind auch nicht günstig halt, ne? Wie entlastet sind. Wieso ist das Abteil so? Ja, weiß ich nicht. Man macht einfach Abteile zu, weil einfach was kaputt ist. So, die Türen gehen manchmal plötzlich auf oder sowas, dann machen sie die Abteile halt komplett zu, machen halt die Tür halt nicht auf, wenn ein Bahnhof anhält und die hast du immer so Durchgangsziele, wo du vom Zug zur Abteil gehen, die machen sie auch zu, dann kannst du halt nicht reingehen. Weil keine Ahnung, Klimaanlage ist kaputt, und laufen auch einfach die Klos über und dann, oder die Klimaanlage kaputt ist nicht unbedingt ein Grund, eine Abteil zu spenden. Klar, ist es warm und du hast dann so kleine Fenster, die so ein bisschen ankippen kannst, so auch nicht wild, aber ich habe auch schon zugelassen, irgendwie halt so 40 Grad drin und du bist einfach gestorben. So. Und ich sag, du hast einfach so hart geschwitzt und denkst, Alter, fickt euch, ne? Ja, Zugfahren ist schon toll. Deutschland ist ein tolles Land, so ich habe nichts gegen Deutschland, also schon, du hast gegen Deutschland, aber man meckert halt immer rum. Vor allem Deutsche kritisieren super viel und sind super pingelig und so, aber an sich würde ich nicht woanders wohnen wollen, definitiv nicht, aber es ist schon so Sachen, wo ich denke so, Alter, mach doch nicht so super komplizierte Scheiße mit Bundesland, Kommune oder Landkreis, Stadt, Ebene, bla, hier ganz halt dann eine Scheiße und das macht das super kompliziert mit den Schulen und und das ist auch so, Ausbildungen sind auch anders so, da gibt es wieder die Handwerkskammern sind auch wieder eigene Kreise, es hat nicht das hat Bundesländer und Landkreise, sondern es ist einfach so eigene Gebiete, die sie abstecken, die selber dafür die Prüfungen ausfertigen, heißt, es gibt für jeden unterschiedliche Regionen in Deutschland, gibt unterschiedliche Behörden, Ämter und Handwerkskammern für Handwerksberufe halt, ne? Die darauf aufpassen halt, die sagen, ey, das ist für die Prüfung notwendig, das muss die Lernausbildung, die Prüfung aushändigen, die Prüfung halt veranstalten, dahin die Leute eigene Mitarbeiter haben, die halt die Prüfung beaufsichtigen, dass du halt nicht bescheißt, die Prüfung wieder mitnehmen, ne? Und so. Das war aber jede Handelskammer selber, jede Handelskammer hat ihre eigenen Prüfungen, ne? Hat ihre eigenen Angestellten, so, du hast den gleichen Beruf, aber du hast halt 20 verschiedene Handwerkskammern, die alle die Prüfung wieder ausarbeiten, Angestellte haben, die zu den Berufsschulen fahren, mit den Lehrlingen halt die Prüfung machen, das beaufsichtigen halt, das ist ja nicht nur einer, sondern halt 5 oder so, ne, die da hinfahren, dann beaufsichtigen das halt, wieder zurückfahren und so, die Prüfung auswerten, auch für die praktische Prüfung da hinkommen, das alles abnehmen und bla, nix, Alter, Leute. Warum? Macht doch einfach eins. Kann nicht einfach einen Koch in jedem fucking Bundesland das Gleiche lernen? So, klar, da ist dieser Unterschied zwischen Bundesländern und Ausbildung nicht, existiert nicht. Wenn du in einem Elektroniker gelernt hast, im Bundesland kannst du auch in einem anderen, das ist scheißegal, das juckt keinen, ja, im Endeffekt. Aber, so, Schule schon, aber das ist halt trotzdem dumm, warum hat jeder unterschiedliche Prüfungen, das war ein Abfuck, Alter, also sowas von dumm, und ich so, Leute, was denn die Scheiße? Super unnötig, aber I don't know. Das ist aber halt auch, das Problem ist halt, dich jetzt zu ändern, maybe schwer, weil du kannst natürlich sagen, so, ey, komm, wir feuern doch mal 6000 Leute aus der ganzen Schule ändern und einfach 2 Schulämter zusammen vom Personal und machen einfach ein großes, so. Maybe schwierig, weil 6000 Leute einfach zu entlassen. Oder wahrscheinlich noch mehr, ich weiß nicht, wie viele Schulen man arbeitet, wahrscheinlich schon eine Menge, wenn du 16 Stück hast, ne? Schwierig, ne? Da sagen, wo stellen wir das hin? Bla, nochmal alles zu organisieren, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und natürlich, das Problem ist dann auch, ne, diese ganzen Behörden, die wollen ja auch bezahlt werden, die da arbeiten, fällt mir gerade auf, so. Maybe ist es nicht so, dass du abonnierst, so wie bei Netflix, die Schule so, guck mal, ich habe ja 590 Abitur-Abo. Nein. Schule ist kostenlos, das ist auch gut so. Finde ich auch gut, dass ihr ja was machen möchtet, auch natürlich Privatjob oder öffentliche Schulen. Kostenlos ist. Gute Sache, keine Frage. Aber jedes Schulamt, so, jede Behörde kriegt halt noch Gehalt. Das ist alles Steuergeld. Also jede Zulassungsstelle, jedes Finanzamt, jede Polizei natürlich auch, aber das macht ja Sinn, dass es mehrere Stellen gibt. Ne? Aber da gibt es auch wieder, die haben auch wieder unterschiedliche Ausrüstung. Jede Polizei, weiß nicht, ob das nach Landkreis geht, die auch wieder unterschiedliche Kreise.
die haben auch wieder unterschiedliche Ausrüstung, unterschiedliche Waffen, die sie nutzen, die kaufen auch wieder komplett unabhängig voneinander ein. Manche haben halt die Pistole, die anderen haben die Pistole, die haben Schutzschilder, die haben Handgranaten, warum auch immer manche Polizisten Handgranaten haben, manche haben einen Taser, bla, jeder kauft für seine eigene Scheiße ein, das ist alles so. Auf jeden Fall. Die ganzen Leute kriegen alle Steuergeld, einfach was dann das bezahlt werden halt im Endeffekt, aber ist halt dumm so, man kann doch einfach die Hälfte nehmen und wegschmeißen, aber halt, ne, man könnte halt eine Menge Steuergeld auch sparen, man das einfach zentralisieren würde, man würde eine Menge sich Bürokratie sparen, man würde die ganzen Bürokratie einfach auch ein bisschen beschleunigen, weil nicht das jeder auf ihn anders schieben kann, wenn es eine zentrale Stelle gibt, wo du hingehst, dann ist cool, weil die können, ne, dafür sind die verantwortlich und müssen sich drum kümmern und nicht sagen, nee, doch das andere machen, so, da bin ich zuständig für. Nein! Wäre alles toll, aber aber kein Polizeiamt. Ich glaube, komm einfach. Nee, ich finde Deutschland toll. Ich kriege jedes Mal gutes Stück, wenn ich ein anderes Land fand. Ich so, Alter, wie kann das sein? Ich glaube ja, warte, ich google das kurz. Polizei, Deutschland, Handgranaten. Irgendwas gab's da. Irgendwas gerade in der Zeitung. Da. Handgranaten für die innere Sicherheit. 2018. Ja. Bayern will sein Polizeigesetz verschärfen. Es wird das härteste aller Länder. Dagegen regt sich Proteste, nur noch Gewerkschaften, Polizei, bla bla. Und jemand wollte in Bayern anscheinend die Polizei, das wollten die Bayern halt, ne, das Gesetz verschärfen, dass die Polizei Handgranaten haben darf. Was natürlich auch super gerechtfertigt ist. Ich meine, so, was willst du machen, ja, wenn die Leute mit Steinen bewerfen? Richtig, Handgranaten, weil ich meine, was machst du sonst, ja? Ist es sinnvoll? Keine Ahnung, Banküberfall? Handgranaten, ja? So, was ist halt, das ist halt das Mittel für alles halt, ne? Handgranaten sind die Lösung für alles im Endeffekt, ja? So, Verkehrsunfall, Handgranate rauf, fertig gelöst, keine Zeugmittel, alles gut geklärt, ja? So, Amerika ist, ja, definitiv schlimmer, ja, natürlich. Aber dass es halt so die Idee gibt, vielleicht könnten wir die Polizisten Handgranaten hier, weil ich weiß nicht, in welchen Use Cases eine Handgranate sinnvoll wäre bei der Polizei, so, ich meine, bei einer Demo, super dumm, so, eine Handgranate der Menschenmenge zu werfen, nicht so cool, klar, die werden auch beschmissen, aber trotzdem Handgranate ist nicht ganz so das, was richtig ist, so, ja. Wenn du mit Wasser werfen und so, kannst du schon eine Menge Damage machen an Menschen, wenn du sie ins Gesicht damit schießt, weil kommt auch nicht wenig Druck raus, ja, so, oder mit diesen Gummigeschossen und bla, wo du eine Prellung hast und so, aber ist halt nicht tödlich. Eine Handgranate, maybe, schon tödlich, maybe können sie auch zurückgeworfen werden, ja, so kacke. Ja, natürlich. Ich meine, in Deutschland, weiß ich, habt ihr bestimmt bei euch auch so Wasserwerfer, die auch so panzermäßig sind, so. Ich hab die safe auch. Österreich. Wasserwerfer Deutschland. So, seht ihr das? Das sind so Wasserwerfer, die Polizei in Deutschland, die hat halt so. Sieht halt fancy aus, da kommt so große, ne, hier oben so Werfer drauf, wie sie so steuern können, wo halt sehr, sehr starker Wasserstrahl rauskommt, halt um so Demonstranten so wegzusprühen und sowas halt, ne, oder halt, eigentlich auf Demos eher, so Leute zurückzudrängen und sowas halt, ne. Sowas haben die bei uns hier. Ist jetzt so ein sehr stark gepanzertes Fahrzeug, was so Löschanlagen drin hat, so, und das ist, ja. Ja, ich glaube das, aber ich meine, in Deutschland haben wir genug Probleme mit Rassismus in der Polizei, so, dass in Sachsen irgendwie, oh, kann ich mir jetzt nicht erklären, wie das passiert. Einmal ist einfach 5000 Schuss Munition. Einfach weg von der einfach verschwunden bei der Polizei. Nobody knows. Einfach in Müll gefallen. Keiner weiß, wo sie hin sind. Einfach 5000 Schuss in Sachsen. Einfach weg bei der Polizei. Kann sich keiner erklären, wo die hin sind. Einfach weg. Verschwunden. Sachsen hat auch ein kleines Problem mit so rechtsextremen Menschen so. Und es ist halt so, ist noch viele Rechtsextreme, auch teilweise bei der Polizei und so, oder in Behörden so, die eigentlich so Verfassungsschutz, die eigentlich das kontrollieren, so auch eine Rechtsextreme macht halt nicht so Sinn, dass der Verfassungsschutz soll das kontrollieren, dass rechtsextreme Sachen halt nicht so, ne, das verfolgen und bla, wenn aber selber Rechtsextreme sitzen, die Rechtsextreme kontrollieren sollen, macht nicht so viel Sinn, ja, maybe, ja, aber andere Sache, auf jeden Fall ist halt Kacke, wenn du einfach Munition verschwindet. Und wenn du Handgranaten hast, noch mehr Kacke, einfach Handgranaten verschwinden, so, maybe doch mehr schlimm, ja, wenn du so, anstatt mit Waffeln aus Hass gegen Menschen vorgehst, mit Handgranaten gegen Menschen aus Hass vorgehst, ja, so, noch schlimmer, oder? Ja, es ist schon passiert. Warte mal, ich suche das mal, nämlich nichts Falsches ab. Polizei Deutschland, Munition verschwunden, war in Sachsen. Nee.
Thüringen, tut mir leid. Mehr Schuss, Munition bei Thüringer Polizei verschwunden. Wo Menschen mit viel Material unterwegs sind, geht immer wieder mal etwas verloren. Das passiert auch bei der Polizei. Und in den vergangenen Jahren ist aber auch immer mehr Munition von Dienstwaffen abhanden gekommen. Konsequenzen gab es keine. War doch in Thüringen, war nicht in Sachsen. Sachsen hat auch ein starkes Nazi-Problem. Ja. Aber es ist in Thüringen sehr viel Munition verschwunden. Es ist einfach keinem aufgefallen. Einfach weg. Steht eine Angabe hier. Nach Angaben des Innenministeriums ging bei der Thüringer Polizei im Jahr 2016, 18 und 2020 je nach Patronen Munition verloren. Im Jahr waren es insgesamt. Achso, jetzt verstehe ich. Also in 2019 pro abgefeuerten Schuss, der dokumentiert wurde, ja, also pro Patron, der abgefeuert wurde, sind aber 2 Kugeln sozusagen angefeuert worden. Also verschwunden. So, also eine wurde verschossen, eine ist einfach irgendwo. Was crazy ist, wenn man sich überlegt, dass auf einen abgefeuerten Schuss 2 Patronen im Endeffekt genommen wurden. Wo ist die Hälfte hin? Nobody knows. Einfach weg. Weiß ich nicht, ja. Ja, bei uns sind auch Waffen der Bundeswehr verschwunden. Ja, aber das ist was anderes halt bei der Bundeswehr so, ne? Klar, noch größer, aber maybe ist die Polizei, die die Bürger schützen soll und so für Recht und Ordnung sorgen soll. Dumm halt, wenn die Polizei selber mit Recht und Ordnung bei sich selber zu kämpfen hat und selber nicht so ganz klar Stift bringen kann, ja. Und bei vielen Sachen nicht so ganz kompetent unterwegs ist, auch Sachen Internet. Da hat das ZDF-Magazin Royal, also Naja Böhmermann, jetzt einen Bericht diese Woche rausgebracht, wo sie Internetverbrechen gemeldet haben, so nicht Diskriminierung, so harte Beleidigungen, also, ne? So Hakenkreuze und so Morddrohungen über Social Media und Internet, kannst du ja melden bei der Polizei. Irgendwie in 6 Bundesländern so wurden einfach abgewiesen, so ja, nee, ist nicht zuständig für unsere Sache und einfach nie was passiert, so, einfach so und im Müll. So. Ach da, ich habe noch eine Politik gefunden. Sächsische Polizisten sollen Munition gestohlen haben. Schwere Vorwürfe gegen Mitglieder des Einsatzkommandos in Sachsen, also die halt so kommen bei einer Geiselnahme, bei einem Banküberfall, das Sondereinsatzkommando halt, ne? Die Beamten sollen tausende Schuss Munition entwendet haben. Geprüft werden noch mögliche Kontakte zu Rechtsextremen, ja. In Sachsen sind gegen 17 Polizeibeamten wegen des Verdachts des Munitionsdiebstahls oder zur Beihilfe dazu ermittelt. Am Dienstag wurde im Raum Dresden die Wohnung von 4 Hauptbeschuldigten und die Arbeitsplätze aller Beschuldigten im Landeskriminalamt, LKA, durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden mitteilte. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Angehörigen des mobilen Einsatzkommandos, also die eigentlich kommen, wenn die Scheiße am Kochen ist halt, ne? Wenn halt wirklich die Polizei dafür nicht, außer jetzt beim Banküberfall, Geiselnahme, aber ja. Die 4 Hauptbeschuldigten im Alter zwischen 32 und 49 Jahren sollten im November 2018 aus ihren dienstlichen zugänglichen Beständen der Polizei 7000 Schuss Munition entwendet haben. Das ist eine Menge. 7000 Schuss, ja. Und so ein Einsatzkommando hat halt nicht nur Pistolen, sondern auch so Sturmgewehre, MPs und sowas halt. Ich weiß nicht, ob die Schrotflinten haben, keine Ahnung. Es wird auch für Bundesland anders, ja. Also 7000 Schuss Munition entwendet haben. Die Munition soll sich am Rande einer polizeilichen Ausbildungswoche auf einer privaten Schießanlage in Gütersloh in Mecklenburg-Vorpommern gebracht und als Gegenleistung an die Firma Ballistic Shooter, was auch immer, für ein nicht dienstliches Schießtraining übergeben worden sein. Okay. Die haben also 7000 Schuss Munition entwendet und haben das einfach an einem nicht dienstlichen Schießtraining, einfach einer privaten Firma, die 7000 Schuss übergeben, für ein nicht dienstliches Schießtraining, was nicht vom polizeimäßig angeordnet wurde. Die machen ein Schießtraining, so einfach so, ja, wir machen jetzt mal Schießtraining, wir nehmen jetzt mal 7000 Schuss aus unserem Lager und gehen jetzt in einer privaten Firma, um das Schießtraining zu machen, was wir wollen machen. Ist zwar nicht angeordnet, ist zwar nicht so, ne, aber wir machen es einfach mal. 7000 Schuss, bitte her, ne. Verstoß gegen das Waffengesetz gegen 13 weitere Polizeibeamte im Alter zwischen 30 und 54 Jahren,
die mutmaßlich am Schießtraining teilnahmen, wird wegen der Beihilfe zu gemeinschaftlichen Diebstahl ermittelt. Alle Beschuldigten werden zudem Verstoße gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Nach Angaben des Landeskriminalamts wurde das Schießtraining betagt, jedoch nur den Vorgesetzten untersagt. Was sieht er mal? Ja, definitiv, ne? Jede Spezialeinheit der Polizei hat eine Shotgun, nur die Anwendung. Kommt drauf an, ich weiß nicht, bei uns ist wieder so eine komische Diskussion. Auf jeden Fall 10.000 Schuss Munition einfach verschwindet. Schon ein bisschen beunruhigend. Wie kann das sein? Wo sind die hin, ja? Die 2017 aufgeflogene rechtsextreme Gruppe besteht zum großen Teil aus Verdächtigen aus dem Umfeld von Polizei und Bundeswehr. Ende 2019 verurteilte das Landesgericht Schwerin einen ehemaligen SEK-Polizisten aus der Gruppe zu einer Bewährungsstrafe. Er soll rechtsextremes Gedankengut verbreitet haben, sowie Waffen und Munition gestohlen haben. Ermittelte entdeckten bei ihm mehr als 50.000 Schuss Munition, die zum Teil aus Beständen der Bundeswehr und Polizei stammen. Nicht so gut, dass ein Rechtsextremer bei der Polizei und Bundeswehr arbeitet, Zugang zu Waffen und Munition hat, 50.000 Schuss Munition klaut und Waffen hat und dann halt so rechtes Gedankengut verbreitet und wahrscheinlich auch noch mehr gemacht hat mit den Waffen. So, außer zu sagen, ich packe das alles in meinen Schrank und habe einen vollen Schrank und bin jetzt cool, weil ich habe 50.000 Schuss Munition. 50.000 Schuss Munition ist jetzt nicht mal kurze Schublade voll, wahrscheinlich ein ganzer Schrank voll mit 2 Türen. Ich weiß nicht, wie groß 50.000 Schuss Munition ist, aber das ist fucking eine Menge, Alter, ja. Meine 50.000 Reiskörner ist schon eine Menge. Das wird nicht in so einen Kilosack Reis reinpassen, ja. Und Patronen sind halt ein bisschen größer als Reiskörner, also nicht so gut, ja. Gibt es nicht irgendwie sau viele KSK-Rechtsextreme? Ja, in Sachsen und Thüringen definitiv und in Brandenburg auch. Problem. Dafür gibt es den Verfassungsschutz, der darauf aufpassen sollte, dass halt Rechtsextreme halt nicht solche Sachen machen und das halt auch so irgendwelche Gruppen, politische Parteien, sowas, die halt sich als sehr rechtsextrem zeigen, die bewachen und gucken, dass sie halt keine Scheiße machen, wenn die Rechtsextremen halt dafür halt für Strafen sorgen. Dumm ist halt bloß, wenn in diesen Behörden halt Leute sitzen, die auch offensichtlich rechtsextrem sind. Weil wenn Rechtsextreme bewachen sollen, wie funktioniert das halt nicht so ganz halt, ne? Aber das ist eine andere Sache, ja. Auf jeden Fall 50.000 Schuss Munition von einer Person geklaut, das ist eine Menge, weil ich überlege mal, das muss doch auffallen. So, du kannst ja einfach sagen, oh ja, ich brauche heute mal 12.000 Schuss für meine Glock, ja. So, weil heute ist Schießtraining und so. Ich hole das mal für die Kollegen und so mit. Ich brauche einfach hier ganze Auto fahren mit Glock-Munition. Und die im Schießtraining ankommen, hab ich einfach zu Hause in meinen Schrank gepackt. Ist nicht aufgefallen. Haha, easy peasy, ja. So, wenn er fragt, ja, habe ich vergessen, bringe ich morgen mit, ja. Weiß ich nicht so gut, maybe, ja. Nicht so gut. Klar, ich will nicht sagen, dass alle bei der Polizei schlecht sind. Definitiv. Es gibt auch sehr gute Beamte, ja. Und nicht alle Rechte drin. Es ist das Problem, ne, der kleine Prozentsatz, der halt auffällt, der fällt halt sehr, sehr toll auf, weil die halt so, wie gesagt, 50.000 Schuss Munition klauen und so, das ist halt nicht so gut, ne? Deswegen, es gibt auch viele, viele rechtschaffende und gute und ordentliche Polizisten, definitiv, so ist nicht, die haben nicht, dass jetzt, wenn der Polizist rechtsextrem ist, so soll es nicht rüberkommen, ne? Es gibt viele Beamten, die wirklich eine gute Arbeit machen und auch wirklich, nicht so eine komische Scheiße machen halt, sondern wirklich halt nach Recht und Ordnung sorgen und auf Werte halten und bla und wirklich gewissenhaft arbeiten. Definitiv, ich habe ja auch schon ein bisschen mit Polizei zu tun gehabt und ich habe auch nicht das Problem, ob es irgendwelche Rechtsextremen da waren oder irgendwas, ne, aber es ist halt leider, die negativen Sachen, die stechen natürlich immer sehr hart hervor, vor allem, wenn halt irgendjemand Munition klaut und irgendwie halt an irgendwelche privaten Firmen einfach angeblich gibt und einfach so, ja, hier, wir machen Schießtraining, ja. Ein bisschen Kacke halt, ne, so, weil schwächt halt das Vertrauen in die Polizei, ne? So. Und es reicht ja schon, wenn so ein kleiner Prozentsatz Scheiße baut, das macht das ganze Image der Polizei halt einfach unglaubwürdig. Ist halt immer so halt, ne? Wenn irgendeine Berufsgruppe so ein kleiner Prozentsatz halt Polizei immer Kacke baut, so, dann ist die ganze Berufsgruppe mal schlecht. Keine Ahnung, wie bei Feuerwehr sagt, ey, alles Brandstifter, weil halt dann 2, 3 Leute mal dann, wahrscheinlich mehr, oder 2, 3% vielleicht, von den Leuten halt dann Brände legen, die Feuerwehr sind, aber halt die anderen, weiß ich nicht, ne? 98% von den Brandstiftern halt keine Feuerwehr sind, aber die 2% sind halt Feuerwehrleute. Es ist halt so moralisch, so, die löscht Feuer und legt Feuer, haha, cool, ja, bla, ne? Wird sich immer sehr kacke rüber und deswegen hat immer
solche Sachen immer schnell ein schlechtes Image halt, ne? Wie halt Polizei, entweder Rechtsextreme oder halt Feuerwehr, viele Anstifter so. Ist immer halt schnell, dass ein schlechtes Image da aufkommt, wenn nur ein kleiner Satz, ne? Wenn 2, 3 Äpfel faul sind aus dem ganzen Korb, dann wirken alle Äpfel faul halt, ne? Und das ist halt das Problem. Auch wenn viele wirklich nichts damit zu tun haben, unschuldig sind. Ich hoffe mal, du weißt, welche Spezialheit wir bei der Polizei haben und welche wir in Wien haben. Unterschiedliche? Es ist noch, was der SEK für Waffen haben. Sondereinheitskommando. So. Gibt es hier Wikipedia? Ausrüstung. So. Ja, gut, Beschutz. Also eine kugelsichere und stichsichere Weste. Ballistischer Helm. Taschen, bla bla. Atemschutzmaske, Funkgerät, Uhr mit Mehrzweckmesser. Verbindung Pistole, Hersteller Glock oder Sig Sauer. Eine Walter, zum Beispiel Walter PP 99. Daneben werden häufig Maschinenpistolen wie die Heckler & Koch MP5 und die Heckler & Koch MP7 genutzt. Auch Sturm- und Scharfschützengewehre wie die Steyr Aug oder die beim SEK Südbayern werden vorgehalten. Repetierflinten dienen mit Sondermunition zum Öffnen von Türen, aber auch mit Flintlaufgeschossen gegen einen bewaffneten Straftäter mit Schutzweste. Außerdem verfügen Einheiten über Schutzbrillen. Repetierflinten meinen sie wie Schrotflinten, ne? Dieses Bild von Repetierflinten ist sehr aussagekräftig. Danke Wikipedia. Ist auch nur ein Bild drin, ne? Ist wieder geil. Guckt euch dieses Bild von Repetierflinten an. Das ist sehr aussagekräftig, oder? Hab ich mir auch so gedacht. Ah, okay. Schrotpatronen meinen sie. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Schrotpatronen, sehe ich gerade. Oh, ja, ja, ja. Ah, okay. Es gibt eine große Kugel. Flintenlauf, eine Flintenlaufpatrone. Dann gibt es Grobschrot und Feinschrot. Und dann gibt es halt so ein spitzes Geschoss. Okay, crazy, crazy. Also die haben auch Schrotflinten, aber eigentlich als ein Pilot oder halt von Gegnern mit Schutzwesten. Okay, verstehe. Und halt Scharfschützengewehr. Pistolen und Maschinenpistolen. Aber mehr Pistolen, Maschinenpistolen. Warte mal. Was ist Pol? Ich kenne nur die Cobra. Ich denke, eine Pol hat die Polizei abgekürzt, oder? Wohnst du nicht in Wien? Nein, eine Referendum von nicht in. Dann nicht. In Wien gibt es die Vega, die es sonst nirgendwo in Österreich gibt. Auch genannt Wiener Einsatz-Alarmgruppe. Oh Gott, ich weiß nicht, ob es bei uns was gibt. Ich glaube nicht. Ich habe Red Dead Redemption gespielt. Ich weiß, wie eine Reparatiergewehr funktioniert. Ja, aber dieses Bild war halt sehr kacke. Das war halt sehr alt. Danke Wikipedia für dieses gute Bild, ja. Also, nicht so viel ausgesehen. Okay, sie haben auch Boote und sowas, ne? Aber ich glaube, die Walter PP 99, die haben zum Beispiel die Polizei in Berlin, ne? Ah, Einsatzland. Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Irland, Kanada, Malaysia, Niederlande, Polen, Spanien. Nicht Österreich. Okay. Da gibt es wieder Untermodelle. Walter PP 99C, 99Q, nur die 99 und oh Gott, das wären unterschiedliche Kaliber anscheinend. Unterschiedliche Abmaße, Magazingrößen unterschiedlich. Oh je, und natürlich das Gewicht, ne? Breite, Höhe, okay. Zu viel. Genug vor die ganze Sache. Or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Wo ist jetzt? Oh, ich will das mit diesem Artikel. Ich wollte kurz mal gucken. Die aus Counter-Strike? Das ist die aus Counter-Strike. Also nicht bei die richtige aus Counter-Strike. Ist ja eine andere jetzt mittlerweile drin. Aber basically die es Counter-Strike gibt. Auch das ist die Counter-Strike, die es Counter-Strike gibt. Ja, andere Scope in Counter-Strike halten, aber so im Grundlegende ist, was wir Counter-Strike kennen. Ja. Oh, es gibt super viele Varianten davon. Okay.
Oh Gott, 20 Stück locker, Alter. Mit so einem Visier, mit dem Kaliber, mit dem, bla, USA-Variante, Light Machine Gun, Telescope, Heavy Barrier, Automatic Rifle Telescope. Wow, what the fuck? Okay, es gibt sehr viele AUGs, halt mir fest. Aber ja. Natürlich kannst du hier ausschalten. Ah, auch so? Stimmt, ich glaube, es ist Counter-Strike auch da, oder? Ich glaube, Heckler und Koch, ne? Und, ja noch, Walter, PP und so. Also, Walter, die, glaube ich, aus Deutschland, ne? Die ist WF, ja, genau. Ja, der Heckler und Koch hat ja auch in irgendwelche Kriegsgebiete Waffen geliefert und sowas. Wie heißt die denn? Walter PP, ist das Walter der Hersteller von der Pistole? Ist der Walter? Weil ich glaube, Heckler und Koch hat auch die Glock, ne? Die Entwickler haben auch die Glock hergestellt. Oder immer noch, stellen sie immer noch her. Aber es gibt auch wieder so viele unterschiedliche Glock-Varianten. Glock 17, glaube ich, Glock 15 und bla. Und auch in der Untergruppen wieder mit irgendwelchen Visieren und So, kommen wir jetzt wirklich raus oder wird es gestoppt? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. Bitte mir auf, okay? It was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand. Es geht weiter auf. No longer would anyone Yes! tell him what to do or how to feel. Whatever life is, that was all he needed to know. It was perhaps ob nicht Glock von Heckler und Koch auch wieder? Stanley stepped Was ich auch wieder through the open door. So, gucken wir uns mal beispielmäßig Glock 17. Glock 17, Hersteller. Ah, ne, ist nicht Heckler und Koch. Da habe ich falsch Scheiß erzählt. Ja, Entwickler, Hersteller ist, ja, ne? Gaston Glock. Und die Glock. Stimmt, das ist die Glock GmbH. Einfach Glock. Sitz ist in Österreich. Doch, ist richtig. Komm aus Österreich. Steht noch was hier? Ja, okay, ne? Ach, guck mal. Die sind ganz vielen verschiedenen Ländern. USA, Vereinigte Arabische Emirate, Brasilien, Venezuela, Volksrepublik China, Uruguay und nochmal China. Auch Unterschied. Die haben 2 Firmen in China, 2 in Uruguay, eine in Venezuela, eine in Brasilien, 2 in USA. Vielleicht dann kocht mir aus Deutschland, ne? Wie hießen denn die? Oh, ich weiß auch noch aus der Burma-Doku von TUI, der vorige Name, die haben auch, glaube ich, irgendwie Waffen, Stahl und sowas hergestellt für den Zweiten Weltkrieg. Heckler und Koch. Die kommen aus Deutschland, genau. Die kommen aus Deutschland. Ein Oberhofe. Okay. Erst direkt Verfassungsschutz von meiner Haustür einfach so viel nach Waffen gegoogelt habe, ja. Kategorie Rüstungshersteller in Deutschland. Wie viele Rüstungshersteller haben wir denn? Alter, das ist das ganze alphabetisch geordnet, Alter. Ich glaube, die meisten Sachen gibt es nicht mehr, aber. Ah, stimmt, die Tyson-Gruppe. Die Tyson-Gruppe hat aber noch mehr. Mittlerweile. Glaube ich auch Autos. VW, glaube ich, gehört zur Tyson-Gruppe. Alter, wie viel? Alter. Daimler-Benz, stimmt, die haben auch Waffen hergestellt. Also, Mercedes und sowas. Alter. Die 10 größten deutschen Waffenunternehmen. Meine Fresse, Alter. Ich wusste nicht, dass wir so viele Waffenhersteller haben in Deutschland. Crazy. Crazy. Das gar nicht, ne? Heckler und Koch, und welche war noch die Überforderung lag? Ich weiß es nicht. Ja. Also viele Firmen haben so in Deutschland so Geschichte um 1945 die einfach so einfach totgeschwiegen ist oder war maybe vielleicht ein bisschen komische Sachen, die gemacht wurden, ja. Jetzt von TUI, wie heißt denn?
Die TUI-Gruppe hieß vorher auch anders. Und ich bin Böhmer nur auf. Genau, die Preußhack AG. Die Preußhack AG war vorher TUI. Also die haben damals aber so, ne, Waffensachen gemacht und sowas, aber irgendwie irgendwelche Waffen angeblich zur Pestizidherstellung in anderen Ländern geliefert, einfach dann damit also biologische Kampfstoffe, ja, Gas hergestellt hat, ne? Und da waren Leute irgendwie auch gestorben und sowas dran, also, ne? Maybe nicht so sauberes Image halt, ne? Dass sie irgendwelche Anlagen hinliefern in ein Land, in Irak oder sowas, und die haben dann einfach Nervengas hergestellt, einfach Leute gekillt. So, ja, das waren bloß Anlagen für Schädlingsbekämpfung. Sorry, ja, und jetzt ist einfach aus der Preußer AG ist jetzt einfach die TUI geworden, die jetzt Reiseunternehmen macht. Also ein kompletter Imagewechsel. Weiß nicht, ob es die noch gibt, die TUI, die Preußer. Aber die haben Waffen hergestellt. Auch im Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Ich glaube, aus Waffen, Stahl und ganz komisch, ich weiß auch nicht genau. Ja, crazy gewesen. Deutschland viele Firmen haben beteiligt halt, ne? Allein schon irgendwelche Firmen teilweise Hilfsarbeiter genommen haben. Irgendwelche Gefangenen aus Konzentrationslagern einfach so, ne, als billige Arbeitskräfte für irgendwelche Fabriken, Fleischverarbeitung und sowas halt, ne? Also das ist das bei vielen Firmen, was die da wirklich Vorgeschichten haben. Oder welche jüdische Betriebe angeeignet haben und sowas einfach dann einfach und sowas, ne? Also. Oh, wir sind glücklich, das ist toll. Sehr weirdes Ende thematisch, was das Spiel genommen hat. Rage über Deutschland, dann Waffenfilm. Oh. Schlager das Spiel Errungenschaft erhalten. Ja, nice. Ja, nice. Ich hab mal Archiv erhalten. Ich möchte keine Panzer sehen gerade, danke. Ja, ich habe es Archiv erhalten. Schlager das Spiel. Haben wir jetzt erhalten. Ja, toll, oder? So. Oh Gott. Dann würde ich sagen, wir jetzt mal einen Break für heute, ja. 20:30 Uhr oder 5,5 Stunden. Okay. Oh, eine Menge geschehen weiter. Wir haben viel gelabert auch nebenbei. Eine Stunde können wir einfach rausstellen an Gelaber und Rage über Deutschland und Waffen und Polizei, die Munition klaut. Anyways, ja. Franco, das stimmt, ich muss richtig hart auf Klo, ja. Und ich frage mich eher, glauben Sie, dass ich verrückt bin, ja? Diese Frage steht dem Elon Musk am Abend, nach dem Abend eines langen Abendessen in einem Fischrestaurant im Silicon Valley. Ich habe den Satz so verkackt, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Nee, er fährt jetzt nicht. Fab. Oh Gott. Oh, war so wie. Oh. Ach, ich muss hart pinkeln. Ich hab's gegoogelt. Ist ein Auto, ist ein Jeep. Gibt's in Blau, gibt's in Tarnfarben, fährt die Polizei in Österreich. Oh, fuck, Alter. Oh Gott. Sieht aus ein bisschen wie was waren die in Amerika, die Amis, wie hieß denn das, Alter? Diese komischen Discord, ne? Komisch, was sie in Vietnam und so gefahren haben und im Irakkrieg, diese komischen Jeeps. Nicht das gleiche. Nee, es sieht anders aus. Wahrscheinlich ist es ähnlich halt. Ne? Ich bin jetzt mal auf Klo. Hat normalerweise eine MG drauf. Ah, okay. Ja, ich bin schon drauf. Ich gehe jetzt bald. Ich guck mal, nicht meinen Discord, der viel zu lange gequatscht, der ist blau. Blauen sind von der, ich habe keine Ahnung, was die Wege, also die Polizei, irgendwas bei euch, ne? Oder noch 1 Kommando mäßig. Ich komme nicht mehr Discord drauf. Wir können. Oh, fuck, ich muss ja morgen arbeiten. Ja, wir uns morgen wieder um 18 Uhr zum wunderbaren neuen Livestream, wenn ich nicht arbeiten muss. Deswegen Bereitschaft. So, mal gucken. Heute hat es auch ganz gut funktioniert. Ich muss immer mehr auf Klo. Fuck. Nehmen wir uns morgen wieder. Da schaue ich bei. Danke schon mal an den Raid von der-game mit, ja. Oh, das ist, schreiben wir die ganze Zeit anders. Auch nicht schlecht. Wir sind heute morgen wieder um 18 Uhr zum wunderbaren Livestream. Ich jetzt flitze ich auf Klo, ist ja pinkel und ja. Wunderschönen Abend. Bis morgen. Tschüssi. Nein, kein Discord-Treff. Nein.